Na, hallo, einen wunderschönen guten Abend allerseits. Hallo Flammilein. Schön, dass du schon da bist. Hallo, 3 Minuten Werbung überlebt. Oh, ich bin es nicht gewohnt, dass Leute so früh da sind. Normalerweise haue ich einfach direkt erstmal so einen Werbeblock raus, der niemanden stört eigentlich, damit jetzt eine ganze Stunde lang keine Pre-Rolls sind. Aber, ja. Vielleicht müsste ich das mal anpassen. Vielleicht lasse ich das einfach sein. Sonst lasse ich das in Zukunft. Ich meine, ich habe hier einen Automatismus drin. Ne? Wenn der Stream live geht, dann wird das automatisch getriggert. Ja, das kann ich aber auch ausstellen. Also. Ja, ich bin da flexibel, sag ich mal. Das war halt nur so die Idee, dass ich das mache, damit dann die Pre-Rolls weniger lange vorhanden sind. Ja, genau. Es geht mal weiter mit Meta for ReFantazio. Wir haben jetzt eine ganze Woche Pause gemacht, weil wir Grusel-Streams gemacht haben. Und, ja. Ich bin gerade am gucken. 80:49 Spielzeit. Also wir sind schon sehr weit vorangeschritten und wir hatten kurz vor der Action aufgehört. War auch Ablenkung und du kommst genau richtig. Na, wunderbar. War halt nur doof wegen Werbung. Let's Go kennt das Game nicht, aber egal. Es geht wahrscheinlich jetzt mit Story erstmal weiter. Es gab zwischendurch aber auch Updates, Patches für dieses Game. Eine Sache muss ich gleich mal einstellen. Das ist nämlich noch hinzugekommen. In den Einstellungen gibt es jetzt die Möglichkeit, hoffe ich, Sprinteneffekte. Passt die Bewegungsunschärfe beim Sprinten an. Die stellen wir mal aus. Das Kamerazittern beim Bewegen der Kamera können wir noch aktiv lassen, glaube ich. Dialogstimmen überspringen, wenn Eventszenen übersprungen werden. Nee. Das ist schon gut so, glaube ich. Okay. Schatz auf Story Rock. Nein, wir sind hier für die Story, bitte. Die Story ist sehr wichtig. So, für den Endkampf vorbereiten und ausruhen. Ich glaube, wir sollen einfach ins Bett gehen, ne? Jo, ich sollte jetzt lieber nicht rausgehen. Ja, dann gehen wir halt ins Bett. Dann fangen wir halt an mit Schlafen. Ist auch gut. Ein einfaches, aber sauberes Bett. Ausruhen. Ich kann nicht lesen und zuhören. Alles gut. Ich erzähle doch. Zuhören reicht vielleicht. At long last, my lord, our investigations have borne fruit. We know where the true prince lies. Ja, aber Story doch langweilig. Die ist alles andere als langweilig in diesem Spiel. Die Story ist richtig gut. Und sie ist vertont. Those loyalists who disappeared with the prince led us right to him. We found traces of their coming and going. Where was he hiding? Far to the west of the royal capital, deep within a forest said to bewitch those who should wander in. An old village erased from today's maps. Aha. Against all Ja gut, da waren wir wirklich noch nicht. That this place is The lost village of the Elder. Last trampled by Fortin's troops. Oh, unser Heimatdorf. You knew then. I see now. To hide in a place publicly declared as destroyed. Quite a gamble. The prince was born there, you know. An illegitimate son, after the past king's heart was drawn to a woman of the village in his youthful years of debauchery. What? Then the prince really does bear elder blood. Fortin did not raise the village for any defiance of his scriptures. He thought only to eliminate an inconvenient heir, a threat to his power, before his birth was known. The prince's survival, his complete disappearance. This was the missing piece. Zorba, go and snuff them out for good. Sir, consider them annihilated. I've been hoping for an opportunity to test this newfound power. Oh je. Ich dachte, es geht aufs Finale zu, aber scheinbar gibt es erstmal eine Ablenkung. The battle at the royal capital looms. I must begin my own preparations.
if you call yourself the prince, then I will give you a prince's end. And I have just the spell to do it. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Good morning. Did you sleep well? Ready to face the day? Genau wie immer. Same as any other day, I suppose. No nerves, even. Huh. Nothing ever seems to faze you. It's quite admirable. But you have to come back, no matter what, okay? I confess my mind strays back to the royal funeral. Yet we are more than we ever were then. Now we have the power to... Er wird sterben. Oh, ich hoffe nicht. Let's get out there, thrash him, and come back here to celebrate. Storyende. Find ourselves back at the Grand Cathedral for the final showdown. Schnelles Game Over. Let's pull ourselves together, ready our supplies, and give him hell. Nur Nachmittag. Let's head there. An der großen Kathedrale. Da sollten wir hingehen. Sieh nach, ob du auch alles hast, was du brauchst. Kann ich hier noch einkaufen? Alright then. Oh, tut das gut, jetzt hier nicht mehr diese Bewegungsunschärfe dran zu haben. Das gefällt mir. Okay, schauen wir mal rein. Tag auch, schreibt der Sasa. Hallo Sasa, mach's dir gemütlich. Wir haben gerade angefangen. Oh, hier gibt's ein Orikalkum-Schwert. Wäre vielleicht sogar eine Überlegung wert, wa? Oh, geringe Empirien. Ja, das nehme ich. Das sofort. Und ich kann davon mehrere kaufen. Aber ich glaube, eines reicht mir. Das ist ja nur für einen bestimmten Job, ne? Das ist nur für... wie heißt das? Für Seeker. Gibt ihm ein paar nette Sachen. Aber er hat gerade etwas mit geringer MP-Regeneration in jeder Kampfrunde. Ich glaube, das ist schon ganz cool eigentlich. Erhöht Finsternis, Angriffsstärke. Normale Angriffe verursachen Fluch. Das klingt auch nicht schlecht. Verringert den Schaden, den du durch Angriffe gegen deine Schwachstelle erleidest. Ah. Ja, komm. Chance auf kritische Treffer. Sasa macht sich gerade noch was zu essen und schaut dann noch bei TMS Epilog an, den Epilog an, bevor er das New Game Plus beginnt. Hast du TMS jetzt schon durch? Mann, oh Mann. Ein Bogen mit MP-Regeneration. Ja, her damit. Halt. Das war zu weit zurück. Gibt hier voll gute Sachen. Finsternis, Angriffsstärke. Dolche. Oh Gott, wer hatte denn mit Dolchen gekämpft? Das war, glaube ich, der... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der die Statusveränderung macht. Automatisch Abwehr aller Verbündeten zu Kampfbeginn. Kosten und Stärke von... Oh. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Verhindert Verzaubern. Normale Angriffe verursachen Brand. Ich wollte jetzt auch nicht mein ganzes Geld ausgeben. Okay. Dann schaue ich nochmal nach Rüstung. Rüstung, da. Hey. Und das ist schon mit Rabatten hier. Orikalkompanzer, Ausdauer plus 7. Was haben wir hier?
Da bin ich gar nicht mal so dazu geneigt, jetzt zu investieren. Die haben keine wunderbaren Zusatzeffekte. Das sind nur so ein paar generelle Sachen. Noch nicht durch. Die schwerste Hürde kommt noch. Für dich. Mit allen noch einmal reden. Oh no. Oh no. Jetzt haben sie, es gab ein Update und damit haben sie eine Einstellung eingefügt, dass man, während man jetzt hier dasht, dass das nicht mehr so verschwimmt. Und ich liebe es. Okay. Okay. Okay, so. Wo haben wir ihn? Er wartet hier im Königsfelsen auf uns, wa? Wie dramatisch. Theatralisch, das passt zu ihm. Es ist endlich an der Zeit für unsere Abrechnung mit Luis. Bist du bereit? Immer! Also eine Einstellung, die mir egal ist. Also ich erkenne jetzt viel mehr. Ich erkenne jetzt viel mehr und das ist mir viel wert. So. Bluntly speaking, there is no tournament anymore. But like hell, if that's gonna stop me as a lone citizen watching over the future of our country, you can look to me for the latest news on this upcoming fight. Es gibt eine PC-Version zu dem Spiel und ich habe mitbekommen über gewisse Social-Media-Sachen, dass in diesen Game-Files tatsächlich auch ja, im Prinzip Verbündete geplant waren, die letztendlich gestrichen wurden. Und zwar gar nicht so wenig. Ich glaube 5 Stück oder sowas. Und er ist einer davon gewesen. Finde ich interessant. Let's begin, shall we? The day of judgment is here. The final fight between Luis, military paragon and one-man army, and the boy who claims to be the fallen prince. The entire continent's eyes are on this battle, folks, and only one of them's walking away. Let's see a show of true strength, worthy of our new king. Your Highness, you can win! Give Luis the boot! Count Luis! Kill that imposter! It looks to me like Luis hasn't even bothered to show at the royal capital. Well, there's no way he'd run away from this. Anytime now. Anytime. Oder der kommt per DLC. Oder die standardmäßig erweiterte Version. Ja. Das ist schon Standard, das, ne? Aber ATLUS, das machen sie ja zu gerne. So, schauen wir mal. Kommt jetzt ein Kampf gegen Luis? Luis. The two titans of this race have finally come face to face. Let's introduce our candidates once again for this final bout. Our first candidate, Count Luis. Adopted son of a minor nobleman, he rose to fame on his incredible military merits, quelling domestic conflicts and almost becoming our nation's youngest general. Suspected of attacking His Highness, he was denounced and cast down, but his name has since been cleared, and now here he stands, closest to the throne. Then we have the Elden candidate, he who claims to be none other than His Highness, the Prince. Though his identity is uncertain, his strength is undeniable. Through his campaign, we've seen his team flourish, counting even the songstress Juna among them. The time has come to demonstrate his power. Will it be enough for this youth
to take the throne. I have to commend you. A lesser man would have run. This all began with the king's failures. He was an unworthy ruler, and his incompetence bred the chaos that followed. You, who claim to be the prince, what do you believe the people seek in their king? Oh, 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 oh. Oh. Oh, Alles keine tollen Antworten, wenn ich ehrlich bin. Was glauben Sie, will das Volk von seinem König? Macht, Intellekt oder Abstammung? Abstammung wäre natürlich... Wir behaupten ja, dass wir der Prinz sind. Also, Aber das wäre nichts, was das Volk jetzt tatsächlich begehren würde, oder? Ah. Macht und Intellekt sind aber auch so shallow. Ja, es ist alles shallow eigentlich. Ugh. Ich gehe mal mit Abstammung, weil es ist das Einzige, wo ich einen Vorteil ihm gegenüber habe. Auch wenn ich älter bin. The right of bloodline. Es ist die Pflicht eines Königs, für das Glück des Volkes Sorge zu tragen. Auch wenn die Leute dies als Fantasterei abtun, ist es weitaus besser, als Louis zum König zu haben. You would cling to these petty traditions. The answer is power. Natürlich. Now let me ask you, my gathered people, what is it that makes a king? Aber ich habe das Triforce of Bloodline. Only the strong can rule. Your Highness, show us your power! Young candidate, have you or your party any final speeches before the duel? We have only one thing to say. Wake up! Luis's fair world is barbaric. A land where the strong prey on the weak. He promises protection, but he is the very man who would see you slain. Hear this! Luis ordered my home destroyed by a human. Are we a land of animals? Or are we a nation united in the protection of the weak, in raising up our neighbors? He's the type of man who will kill anyone who gets in his way. If you crown him king, I know the country will burn. Rella said as much. People, do not let your hearts falter. I desire but one thing, a world without inequality. And I shall gladly offer my shield to all of those who... Eine Welt ohne Ungleichheit, deswegen merzen wir einfach alles aus, was nicht passt. Cool. Will be slain without mercy or regret. It could not be simpler. Oh. If your equality means you will sacrifice the people who need help most, then I deny your world. So, you think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Gefahr! Come then, and act your part in this showdown. I have a new world to build, and you will die in its name. The time has come. We're finishing this, here and now. Kann ich was klauen? Hat keinen seltenen Gegenstand, okay. The performance of a lifetime. The time has come. We're finishing this, here and now. Dann mache ich doch erstmal das. This is just what I need. Fügt eine einmalige Schwäche gegen Wind zu. Das finde ich vielleicht gar nicht übel. No holding back. Nochmal Verdichtung für den Anfang. I pray you're ready.
Und erhöht den Angriff eines Verbündeten für 3 Runden. Na, so. I will annihilate you. Come, accept my challenge. Oh, that's not good. So, jetzt kann ich doch hier das machen und dabei ist er anfällig dagegen. Das ist doch super. Wie sieht's denn aus bei ihm? Angriff ist jetzt um 1 erhöht, Verteidigung 2 gesenkt. Ja, gut. Allow me to support My you. thanks. Let's go. Scour. This is just what I need. Ach, wie ich dieses Spiel vermisst habe. Can you endure it? I strike to kill. Bloody. Ich verstehe. Er hat jetzt eine They've sapped your defenses. Windstärke. Hat er noch seine Schwäche eigentlich? Wind should solve this. Let's Ja. blow them away. Er hat sie noch. Closing the distance. Gehen wir die mal nach vorne. Zack. No escape from me. Heißt das jetzt, weil er das Windattribut hat, dass er anfällig gegen Blitz ist? Nein. Wind. You hit their weakness. That's your I'll show you. This might sting. Great job, Judah. Withdrawing. Und ich glaube, weil er hier jetzt anfällig gegen Wind ist, verteidige ich mit ihm jetzt einfach mal. I will annihilate you. Can you endure it? Ach, jetzt wechselt er durch, ja? Come, accept my challenge. It's happened. Aber er hat weiterhin Wind. Ja, gut. I pray you'll ready your defenses. Rage. We settle this here. Scour. You hit their weakness. That's your behold this power. Also der ist offensiv jetzt nicht so gut aufgestellt, oder? Let's see how this plays out. Then die by Magic Seeker. Be fortified. That helped. I see. It would appear you have the metal to defend your claims. Then I need not hold back either. Oh, mehr Züge. Endure it. Feuer! At this rate, I strike to kill. Und er weiß auch genau, wer anfällig gegen Feuer ist. Na geil. Come, accept my challenge. my shoulders. Dodged. Ha! Nice one, Captain. Ha! Judah. Verfehlt. Looks like you've got several ailments. Watch your back. You hit their weakness. There's no escape from me. Great job, Judah. Time to go offend Samurai. Na komm. Cut you down. Take my fullest power. Then die by I shall take Sie verteidigt jetzt einfach. So. So einfach machen wir das. Good. Very good. Yours is a worthy power. One untainted by petty tactics or cheap tricks. However, Aber Phase 2? magnificent. You truly have become more powerful. But I would expect no less of a remnant of humankind. You're a survivor of a lost tribe, aren't you? Humankind? Because he's elder, you would call him a monster. You should know the truth by now. After all that time I allowed you to spend on that pagan island. History as told by the Sanctus Church is a fiction. No doubt you saw all the evidence of a truer history. One that told of ancient times where the land was ruled by a far different people.
You mean the legends according to the murals and ruins from the temple? Yufa! Don't humor him. But if that war between gods truly did come to pass... Gods? How droll. They may have governed all things with works far beyond ours, but they were no gods. They were an ancient tribe unlike any other race, now lost. Wielders of true magic. The modern age saw them called Elder, shunned from our cities. But in their time, they were known as humankind. Aha. Das denkt er sich doch gerade aus. What are you trying to say now? Luis, you dog. Your lies will soil His Highness's name no longer. You believe it false. What would I stand to gain from lies? Elder are actually humankind? Why wouldn't I know that? Hear me! His appearance as a boy is mere trickery. In truth, he is humankind. He is kin to the feral monstrosities that roam this land, leaving carnage in their wake. He doesn't know when to give up. No one would believe this madness. No need to distress yourself. I'll show you the proof. You, boy, who call yourself the prince. You will be the cornerstone upon which my utopia is built. Utopia? Oh. What's happening? What is him? Witness the truth, good people. You would know the identity of your would-be prince. Here he is! He's a monster! It's a human! Wir sind Monster. The truth of the humans is laid bare. Das ist mal ein Twist. But another form of the Elder Tribe. Cast aside their guise with magic, and they reveal their true colors. He is no royalty, no boy, but a ruthless fiend intent on your throne! It's not true! It has to be one of the Count's illusions! What illusion? That's no prince! It's a monster! It'll kill us all! Run! What has become of him? It must be Luis's wicked magic. Yet, the Order of Magla, it's exactly like a human's. He's not! He's a human. Hey! Snap out of it! You have to stop this! Ah! Oh, nu? Allen in der Not zu helfen. War dieser Wunsch zu idealistisch, um damit zu gewinnen? Luis hat es als Schwindel bezeichnet. Darum ist sogar mein Körper. Afraid, child. 'Tis not thy true self. 'Tis not thy true fate. Wer bist du? Was weißt du über all das? In this moment, thy mind is disturbed, twisted by the power of that man. Das ist die Stimme, die auch immer zu uns spricht, wenn wir einen Archetype anlocken und sowas. The time has come. Thou must face the truth deepest within thee. What's that about? Die tiefste in mir verborgene Wahrheit? Remember again thy true self, the purpose of thy birth. Den Grund? Ja, ganz genau. Ich habe mich zur Rettung des Prinzen aufgemacht. An ideal world. Even if reality crushes everything I believe in, even if my ideals languish, I know I can trust you to see them through. It's always been that way. Whenever my life's been the hardest, you are always there to help me through it.
Hat das irgendeinen Grund, dass sie denselben Voice-Actor haben eigentlich? Der Prinz klingt so ziemlich wie wir eigentlich. After all, you're mine. Wake up! Wake up! Hey! Are you well? Yeah, I think so. Phew. You seem coherent at least. We saw you take on a terrible, monstrous form. We knew not what to do. You had vast reserves of magic poured into you. It was eating away at your body and mind, but I've managed to suppress it. He may be back with us, but without rest, he will surely succumb to the spell. Wach auf, I Link. don't know if he can withstand the same magic a second time. Das war eigentlich Zelda, die zu uns gesprochen hat, genau. It would appear the throne is now mine in every sense. None remain to oppose me. Your vengeance is at hand. Will you not finally slay the monster and avenge your people? Shut up! Unfortunately, the prince is finished either way. Both this imposter and the true prince at death's door, deep in the woods. The true prince? You bastard! What have you done? Bloody hell! Is that why he called us here? It was all just a bloody distraction! Your part in this has ended. Go where you wish, but I advise you run fast if you would outpace your hunters. Seize the monster! I don't care if you have to kill it! Attention now. This looks dire. How could you deceive? Das ist wirklich nicht so gut. I knew all along that filthy lowborn was hiding something. Monster! We retreat to our gauntlet runner. We must find him safe haven to rest. It won't be long until the entire kingdom hears of this mess. We've no safe haven left. Gallica, we've only got one option now. I'm worried about the prince too. I know. We'll head to my home and the prince's refuge, the Elden Sanctum. Oh, ich habe da so hart für gearbeitet. Zack. 512 Plätze gesunken. Die Unterstützer von Wilhelm nehmen dramatisch ab. Ich verliere Followers. No. Count Luis has saved the country. He has driven off the human who sought to usurp it. Count Luis is our true savior. Sounds like we've got our next king then. Might as well fall in with him. He'll keep us safe from any humans at the very least. They'll be all right, won't they? That boy is no monster. I'm sure they'll be fine. Luis! What the hell did he do? Stay safe out there, boy. The flow of that evil Magla was surely born from Luis's magic. What a terrifying force. I'll remember that sight for the rest of my days. But he hasn't got you beat yet, my friend. You can't tell me the fight's over. Also ich glaube auch, dass Luis einfach die Kraft hat. Oh Gott, 1025. Ich glaube auch, dass Luis die Kraft hat, Leute einfach in Menschen zu verwandeln. Wie konnte das passieren? Wie auch immer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Setzen wir Kurs auf das alte Elderheiligtum. Verlieren nicht den Glauben, Wilhelm. It was more of a defeat than it was a departure. They board the gauntlet runner and rush from the capital, as though hiding from the shrieking animosity of the masses. What more can they endure? There is no light to be seen. A hiding place for the Elder tribe. Wonders never cease. We can marvel at it later. The mirror hasn't shown me anything for a while. I can't even see the room now, let alone the prince. No. Just after we'd finally resolved the curse, too. Luis's final words trouble me. We must hurry on. At first glance,
It is a simple forest, deep as any other. But the observant may sense that every tree in its formation is ancient and grand, bathed in mystical serenity. The name of this place is familiar only to the few who grasp the truth. The ancient Elden Sanctum. Can you walk, lad? That's a relief. Seems like the rest on the ride here did him some good. Poor chap's even got me worried. I'll shuffle along too. Hey, I reacted poorly when you were turned into that thing. I apologize. My mind just went blank. For a moment, I doubted you. Forgive me. I should have recognized Luis's drivel for what it was. Weil, wenn ich so darüber nachdenke, die Menschen werden ja irgendwie durch die Melancholie angezogen, erschaffen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass sich diese Leute einfach mit genug Emotionen tatsächlich, was ja hier ein Problem ist in diesem Spiel, dass die Emotionen diese ganze Makler ansammeln. Vielleicht werden die dadurch dann tatsächlich in Menschen verwandelt. Vielleicht machen die Emotionen die hier menschlich. Name ist Programm, ne? Metapher. Metapher. I don't blame you. It certainly caught me by surprise. And here's hoping there can be no surprises worse than that. But what a sea of trees. If we get lost in here, we're never getting out. I can sense a special barrier in place. Meant to deliberately lead people astray, too. A perfect place to hide. Gallica, how fares His Highness? Does the Farsight Mirror yield any news? No. I checked a bunch of times in the Gauntlet Runner. I'm not seeing anything. I'm worried. Hurry and lead the way. Right. Everyone stay close so we don't get separated. The village is this way. Ich sorge mich um den Prinzen. Wir müssen ihn retten. Genau wie du glaubt er an eine Welt, in der jeder an seine eigene Zukunft glauben kann. Er wird der König sein, der diesen Traum Wirklichkeit werden lässt. Und Sada wusste schon immer, dass Menschen die größten Monster sind. Da ist auch was dran. Das passt alles. Das ist alles hier eine reine Metapher. Sowas aber auch. Und du hattest oben noch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es vorgelesen hatte, ich hatte es auf jeden Fall gelesen. Selbst TMS wurde erweitert mit der Switch-Version. Ei, das wurde es wohl. Das machen sie zu gerne. Wobei TMS wurde, glaube ich, nicht so extrem erweitert, oder? Also es war jetzt nicht wie so ein Upgrade von Persona 5 zu Persona 5 Royal. Sondern es waren halt einfach so ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt, ein bisschen Quality of Life, oder? In meinem Kopf dreht sich alles. Was ist das für ein Ort? The royal flower? A surprise to see them blooming here. Something about this place. Yes. The flow of Magla is strong here. It is much like the altar of the dragon god. The Magla in the air seems to be concentrated here. What is this place? Gallica, something the matter? Your mind seems elsewhere. Oh, sorry. I've got this weird feeling that something really important happened here. Anyway. Haben sich die beiden getroffen, haben wir noch gerade gesehen, diesem kleinen Flashback. Haben die das vergessen? So here you are at last. Ich glaube, wir sind in Wahrheit tatsächlich der Prinz. Why?
How odd. This place is clearly in ruins, but it doesn't look like natural decay. It was burned to the ground. One day, a bunch of kingdom soldiers showed up out of the blue. Without so much as a reason. They made an inferno of the place. But why? Why would His Majesty order such an atrocity? Thinking back now, it may have been Forden who led the charge. I can't be certain. But if it was up to him, he would have done it just to purge the filthy Elder tribe. Luis claimed that the Elden people were just another form of the humans. If he spoke true... They're not. There's no way. Anyway, more than half of the villagers died in the fire. And those who survived were forced to hide in caves. That way everyone would think they were wiped out. 'Tis a shrewd ploy indeed, to hide in a place the enemy themselves saw destroyed. Yet, why did Alcis? No matter. His Highness is in this cave, correct? Yes, over there. What? That... He draws no breath. Likely a stab in the back. Ja, nee. Er hat auch keine klaffende Wunde da. I recognize him. He was the associate of the first operative I came in contact with. He was a lot more skilled than those Sanctist warrior monks. Now... Gallica, the cave is just ahead, yes? Yes. It's past the woods, over there. Then we move. Ich muss zur Höhle. Des Maklers. Mache ich mir Sorgen um den Prinzen. Sehen wir zu, dass wir zu dem Versteck auf der untersten Ebene kommen. Ach, kommt jetzt noch ein Dungeon. Ist gleich Dungeon Time. Oh, ich mag die Musik hier. Feen. Sie würden sich ja erschrecken, wenn wir als große Gruppe über sie hereinbrechen. Lassen wir sie fürs Erste in Ruhe und gehen weiter. Ja, gehen wir einfach zwischen den durch. Passt schon. Ah, ich bekomme gerade die Nachricht von Thunderbird, dass mein Stream losgeht. Das scheint tatsächlich irgendwie auf GMT getrimmt zu sein. Es ist ein recht alter Yugif-Mann. Er scheint damit beschäftigt zu sein, einen Leichnam zu begraben. Russell? You're safe! Huh? My word. Is that you, Gallica? You were His Highness's tutor. Hmm? I know but one red-tressed knight. Are you the royal guard? The Lady Hulkenberg? By the heavens. Then... She's been helping us. Everyone here is a trusted ally. They've all fought to save the prince. Alas. Oh, what a tragedy. If this reunion had only been a moment sooner. Russell, where is His Highness? What happened? Is His Highness safe? A few days ago, those detestable cursed thorns finally faded. I cannot tell you how long I had waited to see them gone. It was truly a joy beyond words. Ich bin schon am Überlegen, ob auch dieser... Vielleicht haben sie ihre Erinnerungen verändert, bevor sie diesen Ort verlassen haben. Und denken jetzt, der Prinz, der wird hier eigentlich verwahrt, sage ich mal, in Sicherheit. Aber eigentlich sind wir wirklich der Prinz.
Und das ist nur halt in uns drinnen quasi versiegelt. Das wäre doch auch was. It happened before we could fathom it. A lone stranger, a loathsome figure came striding in. His Highness had only just regained consciousness since the curse's lifting. Yet, to protect us, he threw himself upon the assassin's blade. We were horror-struck. His Highness lay pierced through the heart, and we saw him breathe his last. No, that can't be true. The stranger was a master of magic. None could match him. Of the Resistance's numbers, only I remain. Who was responsible for this? I don't know who the murderer was, but he cried his patron's name aloud as he did the deed. For Count Luis, from the moment he appeared, I believe his sole purpose was to kill His Highness. As soon as the lifelight left the prince's eyes, the stranger left, with only a smile. An innocent boy, twice tormented in the clutches of assassins. All because of the family he was born into. Luis, there really is no evil you won't stoop to. Please, Russell. Where is the prince? We've laid him in the prayer room for now, at the end of the cave. He rests just this way. You're coming, aren't you, love? I must go to him. You're right. Maybe we'll find some way to help. Ah, I'd heard a rumor that there was a boy candidate who claimed to be His Highness. So, that was you? 'Tis just as St. Rilla said. You're no scoundrel. Indeed, you risked life and livelihood to see His Highness restored. Strange. Something in you reminds me of His Highness. Something wrong? No, it's nothing. Well, I will go before you to the prayer room. Once you are ready, you are free to join me. Ich werde Russell helfen, diesen Leichnam zu begraben, bevor ich mich zum Prinzen aufmache. You're going to stay here? No. I must bear witness myself. As his knight, I must. Wie soll das denn jetzt noch weitergehen hier? I'm a little worried. Schnell zum Prinzen. Der Prinz ist im Gebetsraum auf der untersten Ebene. Ich will es nicht glauben, aber wir müssen es uns selbst ansehen. Zeit ist nah. Diese Stimme. Long have I waited. You must hurry. The time has come. It's ReFi. Was? There is still time. Der Prinz befindet sich dahinter. Bist du bereit? Ja, was soll ich denn machen? Ha. Bist du bereit? Nee. Wir warten jetzt hier. Aha. Also ich denke mal, dass wir gleich hier noch uns alles anschauen müssen sogar. Das ist ein Händler. Mit dem will ich noch reden, wenn ich darf. Pille des Weisen, 50% TP. Ambrosia, 50% TP aller Verbündeten. Ui. 400 TP, einen Verbündeten nach K.O. mit 50%. Okay, ein Heilmittel.
Oh, Magie plus 7. Das ist gerade, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay, dann schauen wir mal. This way. No. Your Highness. Why? I didn't realize anyone still remained to weep over this child. Huh? Gallica! You've returned! Milady Gruide. It's been a long time. May I ask who this is? She is the chiefess of this village. The Hermitess Gruide. She was kind enough to shelter the entire organization when His Highness fled to these woods. I can't believe he's gone. I'm just some parapus orphan from the slums. I was never supposed to outlive any prince. Was he killed here? No. It all happened in the bunk room in the back. We moved him here to the altar once all was quiet. I don't know if you'd believe me, but I received a revelation. Should the prince die, his body should be kept safe and still here until the rightful day comes, even if the boy is but a bastard sired by that despicable man. He is still Her Majesty's son. Despicable? What, you mean the king? But who's Her Majesty? Do you know nothing of the child's mother? The boy was not brought across borders to us. He was born here, in the ancient sanctum. His mother was our past chiefess, the queen of our elder tribe. She was a flower amidst the forests, a woman of such beauty, grace, and kindness. She saved this child from the flames, and it cost her her life. Her death is on that man's hands. Like a piper, he wandered in and seduced the young queen with his idealistic tales. But he failed to protect his family and died powerless. The village was only set ablaze because the boy was in the way of the Sanctus Church's designs on the throne. Wow. And that insipid king could do nothing to stop them. But you see, this boy, His Highness the Prince, looks so much like Her Majesty. And so... You there, boy. Are you perhaps... No, it can't be. And yet... Is something amiss, Milady Gruide? He is one of Gallica's allies. His loyalty stands with His Highness, and he has risked much in the prince's name. Whoa! What's with the formal introduction? You were the one who gave us our orders in the first place. Hurry. Ich höre schon wieder diese Stimme. Are you okay? The time has come. Here thou camest to the end of thy journey. This secret place was home to thee. Now remember thy path thus far. Walk thy life's road and see it anew. I have been waiting for thee to overcome thy trials. Long have I waited for thy return. Was passiert denn hier? His life is not yet ended. What do you mean? It all started on that ill-fated day when the usurper thought to extinguish his light. Before he fades away, recount all thou hast seen and felt, all thou hast gained in thy journey's course. Ich blicke nun in die Vergangenheit. Ich sehe die Wege, die ich auf meiner Reise gegangen bin. Gallica and thee sought to take the head of Louise, but thy efforts came to naught. So
ye moved instead to join a tournament to decide the land's king. In the prince's name. Though thy plan was reckless, thou didst win the trust of the people by the support of peers and subjects alike. Thus, thou didst declare thyself the prince. It was all for victory. After overcoming many obstacles, thou didst finally lift the prince's curse. Yet by the cruel machinations of another, the young prince is no longer with us. Thy sole mission was to save the prince. Bereft of him, thou hast no further reason to live. Ach so. Dann endet es hier. Keine gespaltene Persönlichkeit, sondern ein gespaltener Körper vielleicht. Ja, so war, ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Das heißt, aber wieso erkennt uns diese Älteste nicht wieder, wenn sie uns den Befehl gegeben hatte damals, den Auftrag? Wie passt das zusammen? Irgendwas ist hier doch nicht ganz richtig, oder? Irgendwie wurde hier mit Erinnerungen, ja, sie wurden irgendwie manipuliert. That's not true. If the prince is dead, weren't thy efforts all for naught? He's not dead. So thy resolve is yet unbroken. So be it. Thou hast earned the truth. He was consumed by the curse, and was taken by a deep, abiding slumber. Yet his soul remained alive, so from his earthly form, I extracted his soul, that he might travel the land in Odyssey. And thus his stilled sands began to flow once more. Thy journey hast taken thee far, and taught thee much. So now I ask thee, who art thou? Ich bin nur ein Reisender. Ich hätte jetzt gerne geantwortet, ich bin der Prinz. Aber Mann, darf ich nicht. Ich existiere gar nicht. I'm nobody. Indeed. Thou art nobody, and thou hast nothing, to name but a few. Thy parents, memories of thy youth? Hast thou any recollection of where and how thy youngest years were spent? Yes, thy memories begin the moment thou befriend the prince. Dost thou suspect the reason? I don't have a past. As I said, thou hast nothing. Thou art a being of mine own creation. 'Twas Gallica alone who the resistance laid their hopes upon all those days past. Thy life had yet to begin. All thou hadst, all that had been bestowed, was a memory. Thy mission to save the prince. Thy memories of youth in the prince's company, and the void enshrouding all else in thy past. All signs of thy conjured existence. I have nothing? Nay, the words of the prince in thy memory are unmistakably of his true heart. The memories gained on thy journey, the friendships made, the trust forged. These true things art thine own. All thy trials, all thy experiences, wert to prepare thee for this day, to share the strength thou hast gained with thy other self. Do you mean? Es stimmt, dass ich schon viele neue Freunde und viel Vertrauen gewonnen habe. Aber wenn ich wirklich ein Wesen wäre, das ursprünglich nichts hatte, hätten dann alle an mich geglaubt und wären bei mir geblieben?
Dasselbe gilt auch für das Verlangen, allen in Not helfen zu wollen. Wie konnte ich nur so lange an einem so lächerlich idealistischen Glauben festhalten? And thou wilt face an ordeal beyond any you have yet faced. If thy desire is instead for freedom, thou mayest still abandon thy mission and end it here. Is that right? Ich verstehe, meine wahre Identität ist... Answer my final question. Who art thou in truth? I am the prince. What is this? I feel a curious resonance. Could this be? But how? Impossible. Hey, what's going on? What awaits us now? Ah, life is not yet lost. Thou wert born apart from the prince's flesh, born of his desire to change the world. In his stead didst thou travel the world. Thou didst support his heart, and became his living fantasy. That is thy true self. Thou art everything the prince sought to be, his ideal. It all began with the novel in thy possession. Jetzt werdest du nur aus Xenoblade 2. Drawn by the divine relic, Magla coalesced into flesh, and flesh coalesced into form. The form of an elder, as I once was. Time hath come. Awaken, reborn anew. No more the prince's dream of utopia thou wouldst chase. Nay, but thine own. Oh? Alles wie immer, aber andere Haarfarbe. What? What is this? What's happened? Thou hast done well to guide him this far. This voice. I'm sure I've heard it before. Thy mind should now be clearing. Remember now thy true charge. He was never a member of the Resistance. The mission, the departure, was thine alone. And thereafter didst thou encounter him. Who are you? Wait, what am I saying? In those long ago days, he had just been born into this land. Newborn in form, if not in appearance, the boy needed a guide. Thus, I decided his memories would be thine. Thou wouldst share past and purpose, a memory so crafted to suit thee.
My journey to the capital would not be made alone, but alongside him. No, that can't be. He was there when we got our orders. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? Ja, das fragt man am besten eine Fee. Ja. For all our sakes, you cannot fail. No. But I was alone? By this choice, he might be saved. By these gentle, necessary lies, we could live to see this day when our dearest wish is fulfilled. As he traveled alongside thee, he gained both strength and wisdom. It is only by thy efforts that my voice reached him. He has now been saved. And so the journey ends here. Thou hast fulfilled thy mission admirably. What? Wait just a minute. What do you mean, it ends here? From here on, thy path is thy own. Choose thy own future for thyself, and may the fates smile on thy journey. How do we make sense of this? Is it really you? How do you feel? Ich fühle mich jetzt leichter. I feel a bit lighter. There seems to be no doubt. He is still himself. But I also sense His Highness within him. Everyone? I need to tell you something. The truth is... So let me get this straight. You're saying it's not a matter of our captain and His Highness joining together, but that the former was this disembodied entity sprung from the latter? Then that's why he had no memories? 'Cause he didn't even exist? I see. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Entlassen. I understand Ja. the feeling I had sensed upon our meeting. What shape Du kannst jetzt machen, was du willst, aber Geld kriegst du nicht mehr von mir. will itself, a part of his consciousness. Yes, the prince's very heart. He was his soul given flesh. Perhaps the form we knew was one shaped by material magla, much like how the dragon god manifests beyond the vessel Drakadios. A mass of magla with a will. Forget the dragon god. He may as well have been a dragon himself. Small wonder he awakened to an archetype before anyone else. It was no great aptitude for magic. He himself was composed of pure magla. Aber was wusste Luis, dass er das ausnutzen konnte? Of one's desires. Similar to archetypes. I suppose this is the very essence of magic. You mean to say that it was not merely pretense to claim the prince's name? He truly was His Highness all along? If that's true, this is finally your reunion with your sworn liege. Seems like cause for rejoicing, eh? Lady Hulkenberg of the Royal Guard. But I failed to protect His Highness. No. I am sure the strength of your devotion had a hand in saving him. While all and sundry believed the lad had shuffled off, you alone kept the faith, milady. And in the end, that faith was rewarded. Fate was changed. Are you really His Royal Highness the Prince? Please, forgive me, Your Highness. I failed you when you needed me most. And more, despite being a member of your royal guard, I did not recognize Your Highness at our meeting and showed you such insolence. And I hereby pronounce your sentence. Give the poor knight a break, will you? You've been by her side all this time.
You of all people know how much he's gone through for you. This time, I will protect you. Even should it cost me my very life. I swear to it. Finally, we've done Grius proud. We've really done it. By the way, what are we supposed to call you now? I mean, how would you prefer to be addressed, my lord? Captain. Same as always. No, your highness! With all respect, I must object. This is no time to be thick-headed, Miguel. He's the one who gets to decide what we ballet call him, so we'll listen to him, eh? What? You, sir, should be begging his highness for forgiveness on bended knee. You mangled the royal runner to your own whimsy, you lout! Well, that is, I mean, it was all dashed useful in the end, wasn't it? A bit of clemency, your highness. So much for acting same as always. Ha. Nenn mich Numa. It's beyond belief. Not just that a child who'd lain cold for years could come back to us, but through such extraordinary circumstances. After so long in the curse's thrall, he could not even open his eyes. He may as well have been a corpse. But all this time, he had been on his own journey. It was the boy's dearest wish. He spoke of a fantasy of traveling the world, meeting its people, seeing its truths. And without him even knowing, magic made it real. He is a child of Elden blood and Elden legacy. All these years he spent in the village, he has rested near the secret of true magic. Perhaps this is how it came to be. His was a fantasy surpassing fantasy. It became more than a dream, but a self-possessed force acting of its own volition. And now, reunited, Prince and fantasy live anew. A journey to discover and reclaim the self, in all senses. No wonder he set off the custom igniter in the Royal Gauntlet Runner. It was the Crown Prince himself. Even having it all explained like this, it feels like nothing short of a miracle. I can only guess that fate had a hand in it. That's right. I remember, I heard a voice. Ein Schlafwandler. It said. Kinda, ne? A voice? Whose? If you can't remember anything from before our journey, then we probably met after you'd only just... happened, right? I shouldn't have known you then. But for some reason, I was convinced that we'd always been together. I thought we both received the order to save the prince, too. Ever since the moment I heard that weird voice guiding me. A voice? Lady Gruade mentioned a revelation. Hold on, are we still being mystic and metaphorical, or was there an actual guide involved? I know someone was guiding me. I just don't know who. So a disembodied voice. Hang on. Come to think of it, that sounds a bit familiar for me too. Hey, who do you think the voice belongs to? Any idea? Ich hab da so eine Idee. Das ist bestimmt die Mutter von ihm gewesen, ne? I have a faint idea, but I'm not entirely sure. Sagte sie nicht? An elder like me? The light coming in. They seem familiar. I might say the same. When I first acquired Stimmt. this power, I had a vision of somewhere not unlike these grounds. Does this mean that we've been guided as well? Perhaps someone has been at your side unseen, watching over the course of your journey. I imagine all this comes as a great shock for you as well. But here you are, back in your rightful place. You have come to the end of your arduous journey and found new life. It is a life well won, grasped with your own two hands. Chiefess Gruade, we want to know everything. What is the truth behind your tribe, the Elder?
We Mustari are also said to have inherited truths of the world before us. Histories hushed by sanctism. But this village, it is something altogether different. I myself feel a strange Stimmt, das ist voll die Impa. here. A lost haven underground, yet letting of the sky's light. Please, tell us, what is the Elder Tribe? To know what we are, you must first know our history. Come to the altar room past the door. I'll wait for you there. Aha. Altarraum. Okay, schauen wir mal. Elder sind Shikar. Das kann tatsächlich sein, dass das in die Richtung geht. Und sie haben ihre eigenen Murals, natürlich. Does this depict the Elder Tribe? Elder comes from an ancient word, meaning only the old ones. It was an alias given by our ancestors to outsiders who visited the village in the distant past. As for our original name, you know it well by now. We were humans. The human tribe. So Luis's words... There is no human tribe. Tribes, as we know them today, did not exist then. We were all one people. Humankind. A world united. But wait. The ruins on Virga Island. There's nothing left of the civilization today. Was it destroyed? Why? How? A war. One that all but destroyed the world past. But its destruction was born of the discovery of Magla. Or as you call it today, magic. Do you wonder what they battled over? Without the divided tribes, what could they have disagreed on? They were racked by division. Over the abstract, undefinable idea of rightness. They tried to destroy something invisible, and destroyed only themselves. And any idea of absolute rightness is born of fear. That fear flooded the world, and gave way to war. And their age of prosperity came to be called the world before. The people we now call tribes were either born of artificial division for the sake of the war effort, or natural adaptation to survive the hellscape after. Die Menschheit wurde von Angst und Furcht zerrissen. So entstanden die Stämme, wie wir sie kennen. Unbelievable. We've met plenty of people caught up in pointless conflicts. Given the choice, I know they'd rather live in a world without tribal division. And yet the truth is, that world's already fallen apart. Yo. More than that, it's how we all got here. Such drastic physical changes would normally have taken eons to effect. Accelerated by Magla, however, it was only a matter of a scant few centuries. You understand now, yes? We, the Elder, are the survivors of the old world. Our ancestors fled the flames of war and thus escaped the ensuing divisions. Das heißt, der Prinz, also ich, bin jemand, der sowohl etwas aus der Altwelt als auch aus der jetzigen Welt geerbt hat. Beggars belief. It is nothing short of astounding. But then, why do we know these monsters as humans? By the war's end, both sides were consumed by fear. Their magical assaults escalated with each retaliation, until it was beyond all control. Our world became a hell. Rampant Magla distorts the body and mind. By now, I'm sure you know that better than you ever wished to. Humans are what remains of that branch of humankind that succumbed to melancholia. Broken, horrifying testaments to their own mistakes in the war of magic. Some persist, breed,
and multiply as any beast does. Others live centuries of agony before their lives burn out. Even we do not know the full scope of their nature. Regardless, when the Die Katze riecht Level in 1. this land, our claim to the human legacy was forgotten. To the people, the name only Tijan, All deine hallo, Lieben mach's dir werden gemütlich. brennen. Die Erde wird brennen, der Himmel wird brennen, das Meer wird brennen. Zugriff verweigert. The Elder. So, the old world couldn't control its magic. And wait. How does the Sanctus Church Immer macht er alles kaputt. all this revisionist history to spread their magic igniters? Ach, also eine Erdrune. Okay. Eine Rune der Begrüßung. Hallo Tishon 022, mach es dir gemütlich. Ach. So, was haben wir noch? Eine Toll, Wasserrune. Alles versaut. Prost. Eine Erdrune. Die habe ich ja schon gemacht gerade. Aber gut. Bei der Feuerrune kann ich gerade nicht nachkommen. Ich bin mitten in einer Cutscene, ich kann gerade nicht speichern. Eine Wasserrune. Okay. Eine Feuerrune. Warten wir kurz, dass das hier mal durchgelaufen ist. Tichon 022 hat Bock auf PvP. Nun gut, wenn du es nicht anders willst, dann nimm das. Alle Runen kosten jetzt mehr. Muhahaha. Ich habe heute fett geminecraftet. Nice. Da machst du jetzt auf jeden Fall hier gemütlich. Hier geht die Story gerade gut ab. Indeed, what are magic igniters to you? Tools for the church to shackle the people, perhaps? Or weapons that hide magic's true potential? Am I close to the mark? In truth, it's the opposite. Igniters are tools made to limit magic. Restraints made in self-discipline, meant to avert a repeat of history's destructive mistakes. Oh. The Sanctus Church of today is muddied by greed. But its faith was born of good intentions. They once urged self-control, and thus control of one's personal magic. At times, they preached we must close our eyes to the truth when it would only lead us to ruin. By this benign tenet, history was obscured, and the Elder denounced. I had no idea. There's a grim irony in that. His Majesty only hid his son's ancestry to protect him. Yet in the end, that meant Forden could attack the village under any pretext he liked, his motives concealed. With all that said, you have now reclaimed your true form. The friends that stand with you are of different tribes and ideologies, but of one mind. As you are now, you may walk the path of the rightful king. The path of a modern world, where the tribes walk as individuals, yet with mutual respect and cooperation. The sovereign's power, thou king to be, entrusted with the will of the people. To bear their hopes is to be their rock in the storm, and to face anxiety in their names. Immer wenn ich reinkomme, explodiert alles. Ja, da muss ich auch mal irgendwie was gegen unternehmen. Irgendwie die Anzahl der Commands, die man so kurz hintereinander machen kann, beschränken. Sasa hat keinen Bock auf PvP, ich soll es wieder abschaffen. Ah, na gut. Dann kommt das wieder weg. Dann kommt es wieder weg. So, weg ist es.
Ich mag auch eher Einzelspieler und PvE. Yet, anxiety itself is not something to blindly reject or desperately cast away. It begins with a simple thing, acknowledging its existence. Accept thy weakness, walk forward alongside it, and thou wilt grow strong and true in its company. Es stimmt, die Leute sind schwach. Sicherlich denken viele Leute, dass es nur ein ferner Traum ist, allen in Not zu helfen. Aber ich kann Louis' Methoden nicht so einfach akzeptieren. Er will die Schwachen und Andersdenkenden sterben lassen, als sei das Ganze natürlich. His Majesty. Studiere den Prince Archetype. Es ist in Ordnung, wenn die Leute mich nicht sofort verstehen. Ich weiß, dass es sinnvoll sein wird, meine Überzeugung im Kampf zu demonstrieren. Das ist meine Mission. I've made up my mind. I'm with you to the end, no matter what. Where's this coming from? Before we got there, this guiding voice thing told me my duties were over. But what am I gonna do? Just go, okay, bye? Especially after we've come this far together? No. I'm going to face Luis with you. Even if it is scary. Even you've got to cope with anxiety, eh? I realized something in our travels. Anxiety can lead people astray. But overcoming it makes a person stronger. There's always anxiety in the unknown. I know what it's like to be afraid of something I don't understand. That's why I think it's my duty to help people face and connect with their anxiety. Is that okay? From now on, it's not about orders. I'm with you, because I want to be. Ah. Gib mir noch einen Rank-Up. Same here. Für den Mage-Archetype. Los. Oh. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Well, we're past the worst of it. But the problem remains. Luis's dark magic. We've seen it turn the boy into a monster. And no doubt he can do it again. A forbidden spell, turning sane mortals into the fearsome human monsters. In other words, a destabilizing magic, turning a person's magla into a snarl beyond control. This man named Luis. He may have his own past in this ancient sanctum. Luis has been here? What do you know of him? What do you wish to know? What is this forbidden spell? The essence of magic is in the control of magla. However, just as its chaos may be calmed, it can also be deliberately pushed out of control. That is what you saw. He whipped your innate magic to a frenzy and you were lost to melancholia. Just as the humans of the ancient war once were. In every age, the cause and effect are the same. People learn fear, become slaves to their anxiety, suffer, and thus, the power of magic is born. Pardon me. You mean to say anxiety is the source of all magic? Magla is a substance born of the heart, generated when one feels anxiety or fear. By certain means, it may be kindled into power. That is what we call magic. In this way, it is by virtue of the anxiety in our hearts that we gain the power to overcome it. Magic is a natural process, and anxiety is its invaluable, irreducible fuel. But in turn, those burdened with more anxiety and fear produce more and more magla from their hearts. Without the willpower to face your fear, the magla overflows.
Uncontrollable by magic, it can give rise to strange and terrible happenings as it manifests. Wie immer hat er ein Command vergessen. Cheese. Es ist gecute. Es wird kommen. Es wird kommen. Es wird kommen. Oh je. Ich weiß nicht, wie lange das andere Jahr noch läuft, aber es wird kommen. With the world embroiled in chaos, these outbursts of swollen magic may be happening all across our kingdom. 'Tis the answer to everything. The melancholia crystals, the beasts driven feral. The very land is erupting with the weight of its people's fears. Hold on. If Luis's art is rooted in bringing out this chaos, then anyone might be next. He said he became a monster because he's elder, but that wasn't the complete story. If what you say is true... Indeed. All people today are ultimately descendants of humankind. If Luis so chooses, he could turn anyone into a human monster. Yet as long as you have the strength to confront your fears, even this transformation may be defied and overcome. What do you wish to know? Who exactly is Luis? Every time I heard of his doings in the wider world, I felt more and more sure that Luis is from this village. His knowledge of humans, his skills in magic, his grasp of darker arts. They're all beyond a mere soldier to begin with, however prodigious. As it happens, a name does occur. Among those old families who perished in the fire, there was one by the name of Caradrius, a family of doctors, I believe. In an effort to better heal the ills of the people, they had studied spells much like the ones he now exploits. Caradrius heißt doch sein Runner. But if Luis bears our legacy, that may be the reason for his vast knowledge. Wait, what about Luis's ambition? The vision Rella saw? Do you think he actually wants to turn everyone in the kingdom into humans? There is no known magic strong enough to turn many people at once, and none that can be cast quickly. Even if it was possible, I don't know what it would accomplish. But this is Luis we're talking about. Who knows what he's thinking? But if he would turn people into humans, if in the unlikely event that happens... If there is any motive for such cruelty, it can only be hatred. If Luis is truly from this village, then their fire would have cost him everything. Such unjust tragedy could easily beget a thirst for revenge, even if it meant wielding a magic that twisted life into something terrible, instead of uplifting it. Indeed, it seems the opposite of an archetype. A truly dark power. Who goes there? Someone flees! That's him. The malformed assassin who struck at the prince. He's bound for the woods. Oh. After him! Ja, dann wollen wir mal, wa? Das sind voll interessante Bilder. Nein, Basketball mache ich nicht. Basketball ist Kacke. Das stört zu sehr den Stream. Schnell hinterher! Oh, Sidequest. Oh, ich kann angeln. Ach, Mann. Das schon wieder. Russell, sind alle in Sicherheit? Das sind wir. Wir haben kein Opfer zu beklagen. Allerdings, wir wurden beiseite gefegt wie Kieselsteine. Nicht eines Blickes würdig. Ich konnte lediglich zusehen. Ich war machtlos gegen ihn. Niemand konnte etwas tun. Schließlich hat er den Widerstand ausgemerzt. Wären wir eingeschritten und hätten einen Fehler gemacht, gäbe es noch mehr sinnlose Opfer. Ich glaube, dass der Bandit die mächtige Magie gespürt hat, die von der Wiedererweckung seiner Hoheit ausging. Und er kam, um nachzusehen, was passiert war.
Ich bin nicht sicher, warum er davon gerannt ist, aber er muss etwas planen. Also bitte mit Vorsicht vorgehen. Wisst ihr, was witzig ist? Theoretisch hätten wir die ganze Reise skippen können und einfach hier hinkommen können, um zu erwachen. Also. Oder? Das hätte doch gereicht. Hätten wir einfach die gesamte Story geskippt. So it was you behind the attack? Indeed it was. I killed the prince, though he died all too easily. And the odd thing was, his aura felt awfully similar to yours. So I decided to bide my time a while and listen. And it's a good thing I did. There really is something stranger going on. Who are you? Are you the prince or not? Whatever your answer, I must report back to Lord Luis. Wie war das noch mit der Weg ist das Ziel? Ja, komm. If he becomes king, everyone in this country is doomed. If that is what Lord Luis so desires, then I shall see it done. It's almost impressive how blind your faith in him is. I suppose it's just easier to follow instead of thinking for himself. He's forgotten anything he really wants. Wobei, ich sehe den Punkt ein, dass der Fluch noch auf dem Prinz lastete. Das heißt, den mussten wir wahrscheinlich loswerden. Das hat noch Sinn ergeben, doch. What did you intend to do? The crown is too heavy a burden for your reedy frame. Lord Luis is the true king, who will save the worthy. And you are nothing but a powerless imposter, only fit to be sacrificed. He is no imposter, fiend. His Highness has finally taken his first steps on the road to victory. Here at his journey's end, after enduring these countless hardships, he has Oh verdammt, ich habe gar nicht nachgeschaut wegen dem Archetype. ruler. Because he knows the people's suffering firsthand. Well, imposter or not, it's all the same if he's a corpse. And so I shall return the prince and his dying legacy to the underworld, where they belong. Bastard! I wondered why you ran away, but it was all to lure us straight to this monstrosity. Keep your guard up. The Melancholia is fueling his magic power. We've come too far to be stopped by something like him. Let's put our power on full display. Ist das nicht der Boss aus dem Schloss am Anfang da? Die Kraft deines neu gewonnenen Prinzarchetyps wird entfesselt. Prinzarchetyp freigeschaltet. Der Prinzarchetyp ist ein Archetyp exklusiv für den Protagonisten. Du kannst ihn nun als bereits studierten Archetyp in Akademia benutzen und ihn wechseln, wie du möchtest. Er kann als Unterstützung für alle Synthesefertigkeiten dienen und besitzt einzigartige Eigenschaften. Allerdings können seine erhaltenen Fähigkeiten nicht auf andere Archetypen übertragen werden. Oha. Okay, Heldenhieb. Es fügt noch Schwächen hinzu, das ist ja, Oh. Also das hier, das chargt alle ab. Das ist ja cool. Aber ich zauber gerade mal den Wirbel auf den Apfel hier. Wertkunst Blutmond. Hohen physischen Hiebschaden bei allen Gegnern. Ja, let's go. Yay. Archetyp Prinz entwickelt sich zu König. Sehr gut.
Komm. Toll. Was hast du denn hier? Kunst der Flamme. Massiven magischen Feuerschaden bei einem Gegner kann Verbrennung verursachen. Frostschaden bei allen Gegnern. Windschaden bei allen Gegnern. Mit einem Gegner hohen physischen Allmachtschaden zu, erhöht Schaden gegen Menschenmonster. Fügt ein Gegner eine einmalige Schwäche gegen Finsternis zu. Und hier hat er nur Heldenhieb. Dann will ich Königsschwert tatsächlich machen. Kann man mal machen. Weg mit dem Apfel. Wie viel tausend? Ah, okay, 1000. Das geht ja. Dann kann ich nämlich einfach wieder das machen. Das fand ich sogar ganz cool. Also rein optisch auch. Es ist sehr rot, aber... Nice, gekrittet. Schlagschaden massiv. Na gut. Bitte. Das ist das. Wow, so massiv. Bei einem Gegner nur. Okay, das ist bei allen. Ich habe eine Schwäche getroffen. Die Brille. Ah, das ist so. Ah, so Persona hier. Ich liebe es. Das war sehr, sehr, sehr viel Persona 4 gerade. Ja, bitte, mach Äpfel. Ja, let's go. So, ich glaube, ich reiche hier gerade mal weiter. Und hier machen wir Kunst der Flamme. Ist nur noch ein Ziel. Ja, wow. So. Ich glaube, hier kann ich es auch. Machen wir das so. Heldenhieb. Wobei, das ist physisch, ne? Ich gehe mal nach vorne damit. Oh! Das hätte ich aber öfter machen sollen. Schwert des Windgotts für den Sucher. The bastard got away. I say, you chaps boggle the mind. It's no mean feat to fight on even footing with a human. I'd hoped as much. You may yet have the power to face Luis at his full strength. It's good to see you're safe.
We've certainly taken these powers a long way. Maybe we thought ourselves invincible, but don't worry. At long last, the prince is safe. In a manner of speaking. Everything's going according to plan. Still, what's our next move? The people think you a monster. We'll not find any public backing like this. Alsace once said that His Highness the Prince was a soul born into adversity. He is royalty and elder both, heir to the legacies of heaven and earth. He is water and fire, in condemned conflux. When the day comes that His Highness may be revered as the good ruler he can be, then the world will truly be free of prejudice. And that, he said, is why we fight. In his own words, huh? We have to fight for what he believed in. All the more reason we can't turn from this. Right. Es gibt eine Methode zum sofortigen Ändern jahrelanger Vorurteile. Aber wenn ich nicht daran glaube, dass ich die... keine Methode. Aber wenn ich nicht daran glaube, dass sich die Dinge ändern können, wird alles so bleiben, wie es jetzt ist. Come what may. My life is a shield raised in your highness's name. Are you prepared to fight Luis to the bitter end? We fight him together. Yes. By our efforts, we will stop Luis's reign. If he ends up king, he'll be sending all traitors to the gallows. Not just us, but any innocent folks he doesn't find use for. Wir haben auf unserer Reise so viele Tode gesehen. Sollte sich die Welt nach Luis Wünschen entwickeln, würden wir nichts anderes mehr sehen. Wir müssen ihn aufhalten. Look, I'm never giving up hope either, okay? All we have to do is beat him, right? Oh ja. Looking forward to the victory song. Well, we've got bigger things to worry about now. But I can't wait to sing it. You... I'm still amazed. You really do look just like your mother. Truly, you are a child of fate. Your mother, she loved your father, and you with all her heart. The injustice that befell this village is not your fault. But listen well. Once you leave this village, you cannot return until you have fulfilled your ambitions. After all, an old crone like me can't take care of you forever. If you want to overcome your hardest challenges, you'll have to face them yourself. The world's fate is in your hands. Please, put an end to the tragedies of humankind's failures. Yes, I will. Our final battle lies ahead. We cannot lose. Yet, before all else, His Highness has only just awoken. Let us rest in the gauntlet runner for today, and advance to the royal capital tomorrow. Bye, Impa! It's a bit strange, isn't it? I was convinced we'd been together for a long time. Bis zum nächsten Playthrough. We've only just met. The beginning of my journey may have been a false memory. But my journey with you and the memories we've made, those are all real. Well, guess I'm repeating myself. But I'm glad we're working together. Likewise, I'm glad to be your ally. Yep. Kriegen wir jetzt noch einen Rank-Up bei ihr. Toughest challenge is next. Yay! Sehr schön. The mystical fairy, Gallica. She who still keeps the virtues of the mage. Your tempered bond has become a fire-forged trust. Thus, a new pinnacle of heroism awakens within thee. By the grace of her newfound powers, work together to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. We've got the path to tomorrow in front. Sehr schön. I'm gonna lead the way. Elementarmeister und Hexer-Archetyp. Bei Truppkämpfen besteht eine gewisse Chance auf zusätzliche Aktionssymbole. Ist das zu verstehen?
Was ist da oben? Ah, und der Prinz ist da am Kopf. Okay, verstehe. When things get tough, remember this magic. The music meant for you will play in your head. Das ist die Magie der Musik, die Gallica 1 für mich gewirkt hat. Jetzt, da ich darüber nachdenke, mag sie mir auf Weisen geholfen haben, die mir nicht bewusst waren. By the way, the chiefess told me something about your novel. Apparently your parents gave you that book when you were still just a kid. I wonder what your parents wanted you to get from reading it. What they hoped for you. Aber ja, wenn man diese Bücher den Kindern in dem Dorf gibt, dann ist das tatsächlich ein Zeichen dafür, dass Louise auch daher stammt. Meine Eltern, mit anderen Worten der verstorbene König und die Königin des Elderheiligtums, haben mir dieses Buch geschenkt. Vielleicht war in diesem Buch die in diesem Buch dargestellte Utopie keine bloße Fantasie, sondern es waren Geschichten aus der alten Welt, die im Heiligtum weitergegeben wurden. The part we're reading today is the last chapter. It's about the ruler of this ideal world. Let's read it together. The last chapter is about the ruler of a utopia. The one who governs this utopia must have an unwavering will. To maintain justice in this world, there are innumerable obstacles to overcome. Yet, as long as one lives by their ideals, those who support them are sure to follow. A utopia is not the creation of a single mind or a single power. It is a world shaped by all its people. The last part sounds a little more metaphorical. There's a little more. However, even a utopia may one day fray at the edges, and its people may come to conflict over the question of what is right. What is a true utopia? What is a true ruler? None have yet found the answers to these questions. Niemand hat bisher eine wahre Utopie gefunden. Die alte Welt, genau wie die im Buch dargestellte Utopie erscheint, wurde tatsächlich in einem Krieg zerstört. Wenn dieses Buch tatsächlich die alte Welt beschreibt, sollten wir solche Ideale wirklich folgen. Eher das Gegenteil, würde ich meinen. So even the author of this book struggled with these questions. And if you become king, you'll have plenty of tough questions and struggles to face yourself. Lady Cruaday mentioned the king was a real idealist when he first arrived at the village, but little by little, the pains of reality crushed his hope. And he even lost his son. In the end, his will was broken. He didn't lift a finger to stop the church's rise to power. With that in mind, I can honestly see why people would be drawn to Luis. His values are radical and cruel, but he's devoted to them. Unshakable, even. But we can't lose either. For the sake of everyone who has believed in us along the way. Selbst wenn ich gewinnen und den Thron besteigen würde, gibt es derzeit keine Garantie, dass ich meine fast naiven Ideale auch umsetzen könnte. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss an sie glauben und weitermachen. Andernfalls wird sich rein gar nichts ändern. You've got the power to change the world. And the one who gave it to you was, well, yourself. And that's what I'm going to help you with. That's my mission. My real mission. And I'm going to see it through. Nachdem ich mit Gallica über den Roman und Ideale gesprochen hatte, schloss ich die Augen. Jo! Natürlich sind wir hier auch nochmal. Academia. Anscheinend wurde ich von Moore in einen Traum gerufen. So, you found a way to unequivocally shape your destiny. As far as I know, there is no record of your newly acquired archetype ever being used, even in ancient times. An archetype whose existence was only theoretical, known to some scholars as the magic of true sovereignty. Indeed, a power of legend. I once said that to be elder was your inescapable fate. However, it seems the truth was more complex than that.
Magic is a process by which we confront fate and tame anxiety. And archetypes are its essence. They are manifestations of a resolve capable of heroic virtue. So then, what do you think is the foremost, most inescapable fate a person must bear? The foremost fate? Sterben. Not really sure, but for me to be me, and for you to be you? Or something like that. Indeed. It is birth that is inescapable. You cannot choose who you are born to. And once your familial place is determined, Okay. that fate Ich war am anderen Ende des Lebens. Yet by some strange tangle of destiny, you were given a choice that the very act of existence denies most people. By your own will, you were born again as a prince. Do you understand? You stand on the threshold of truly becoming a ruler, not as an unearned title of bloodline's chance, nor as a mere authority over people. You have taken control of your life. You are ready to rule your very self. That is what it truly means to be a hero. And it is the crux of the power that is awakened within you. What glorious coincidence indeed, that I, as a scholar of archetypes, might cross paths with and witness such a remarkably fated boy. It almost bespeaks it. Indeed. 'Tis his hands that bear our fate. Who? I remember. I know that I know this voice. Had I forgotten it all this time? Yes. I swear I've heard it before. And I let it slip from my mind. Who are you? You with this voice that moves hearts. Speak. Who are you? Why have you awakened this boy to his power? If it is answers you seek, then go and claim them. Could you be? As for you, I bid thee awaken. Move onward to thy final ordeal. Take thy place at the final proving of the ascension of kings. Ich verlor das Bewusstsein und schlief für den Rest der Nacht ein. Was mich daran erinnert, dass der Autor des Fantasy-Romans Moor ist. Hat auch Moor das alte Elderheiligtum. Oh. Ah. Es ist jetzt ein Bild von uns, logischerweise. Hat auch Moor das alte Elderheiligtum besucht? Okay. All this royalty? It always felt they lived in a different world to the likes of me. Never figured I'd be walking alongside one myself. 'Tis proof that bloodline decides nothing. We are one people living in a shared world. Looks like this is gonna be our last mission. Any final words you want to say? Don't get reckless out there. It falls to us to fight with all our might. About the new stuff you've felt and learned since becoming the prince. Can I ask you one more thing? Why is it that you want to be king? It's not about honor or power, is it? Ein bisschen Geld. I want to protect this country and its people. 'Tis the answer I hoped for. As your knight, I will ever serve you with all my soul and ability. Well, I guess this means we're ready as we're gonna be. Alright. Nach Grand Thread gehen. Das war ein weiter Weg zu Fuß. This place here. Let's move. You see? Ich bezweifle, dass man uns in Grand Thread mit offenen Armen empfangen wird, aber wenn wir nicht kämpfen, werden noch mehr Leute unter den Idealen von Louise leiden. Allen in Not zu helfen ist leichter gesagt als getan, deshalb ist es umso wichtiger, unsere Entschlossenheit zu beweisen, indem wir unser Leben riskieren.
Wir werden es ihnen zeigen. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass wir uns von ganz unten nach ganz oben kämpfen müssen. So, Teacher fragte, weißt du, wofür es Zeit ist? Richtig, Minecraften. Ich dachte schon für eine Pause. Aber ich komme hier einfach nicht dazu. Their arch enemy, Luis, already has one hand on the throne. Even so, they march ever forward, spirits rekindled by battle. They head to Grand Trad, for the fight is far from over. That Elden boy is nowhere to be found. I suppose it's only a matter of time until Luis takes the throne. Speaking of which, I don't see the general. The voice of the pro-Luis faction became too overwhelming. He was ultimately forced out of his position. Why is this happening? Even if the Sanctus Church's favor has collapsed, why is it that Luis alone is reaping the benefits? The public mind is the same as it's always been. It's too difficult to find answers in themselves, so they follow those who provide. We've certainly relied on that ourselves. It's always easier to follow than to have to make all the risks yourself. Now that we are out of ideas, what can we do? Can you imagine Luis on the throne? Can you imagine what he'd do with us? We'd be the first on the chopping block. Do we hide? Run? Our ships are in port. Is this really the time for idle chit-chat? Who are you? Und dann kann man einfach so reingehen, ja? Thought I'd drop in for a word since I was in the area. You might have one way to survive. Well then, let us depart. Lord Luis, your pardon. We've encountered an unexpected snag. I killed the prince in the Elden village. I confirmed his death, yet it appears the boy candidate has merged with his corpse. It seems the prince is now resurrected. Resurrected? Yes, and what's more, the boy candidate was the actual prince after all. Something about his soul having traveled independently and then returning to his corporeal body. I see. So his ideal form was spun from Magla. Whatever the case, this means the land's true prince has reawakened in his sanctum. How interesting. After these long years, my chase may finally come to an end. My nemesis awaits. Hat Nemesis gesucht? Was stimmt mit dem nicht? What is it about that bastard that fascinates you? Yeah, I won't let it end like this. I have to do better. I need more power. I will show Lord Luis I am worthy of his gaze. We'll soon be arriving above the royal capital. Excellent. As planned, increase altitude and enter the royal palace in the sky. Are you certain? We'll be heading directly to His Majesty, the former king, and... Rest assured, that old fool is powerless to stop me now. Proceed. Understood. Let the final banquet begin. Come on, any takers? Any bets for the other candidates? Sehen uns wieder auf der Suche nach einem Kampf, ja. Nur, dass ich Luis cooler finde als Sinos. I'll call that bet. All in on His Highness the Prince. A Sanctus bigwig gambling away his tithes? This really is the end of the world. Didn't know his esteemed princeliness had any supporters left. I mean, he's not really the prince, is he? Was actually a monster in disguise all along. Haven't you heard the news? The times we live in, I'll tell you. Must be tough, being an easy mark. It didn't take much for you to buy everything Luis was selling about the prince.
chance. The fireworks went off the moment he said, "Behold." Remember? You don't think there's any chance Luis orchestrated the entire thing? Oi, churchman. You saying Count Luis lied to us? You think he cast some big illusion? An illusion, eh? What if I said it's a power more dangerous than that? Always struck me as odd. We all know Luis, the mighty human slayer, but how does he keep finding the things one after another? Seems a bit convenient, if you ask me. Like he knows in advance where these monsters will appear to cause havoc. Easy to nitpick and gripe about him, isn't it, churchman? Maybe someone needs to shut you up. All right. Let's keep things civil, eh? No sense becoming a monster yourself. Oh, what's all this fuss about? Damn it! When Count Luis is king, you'll all be the first at the gallows. You'll die just like Forden. Well, they're probably just as anxious as the rest of us. All that yelling and thrashing helps fight it off. Humans have been sighted near the capital, after all. It's more than that. Pockets of society have resented the upper class for ages now, but this might be the spark that lights the kindling. Luis's respect for power is certainly cruel, but it's fair to an extent. Those of us pushing the status quo have always struggled to understand the appeal. Even then, everyone's on edge. They'll jump at any excuse to argue and snarl at each other. Never seen it this bad. Not normal, I say. Blind fanaticism and doom go hand in hand. If we don't find some common ground soon, it'll collapse beneath us. Luis left saying that he'd be waiting at the royal capital. Only one place he could be. All eyes are on his Skyrunner as it rises to the flying palace. What are we about to see? Ah, the royal palace. It's been a while. Do you hear me? Ein bisschen Blutmond draußen, wa? Stubborn and deathless. This country is distorted. You and the other titled authorities decide who grows fat and who is devoured. The country knows no war only because our very core is built upon a system of societal predator and prey. It cannot be defied from within. That is peace, but not order. Hand over the royal scepter. The game is over. The country needs change, and I will provide it. Thou impertinent faith breaker, hast thou no shame in preempting the day of judgment? Do you presume yourself a god? Is that why you wrought your face in stone and took it to the heavens? You're nothing. Just an ordinary, broken old man. How wouldst thou wield the king's magic? To what end? To purify all that your kind have left to rot. You threw away your ideals, but I will never make that mistake. Only the people's chosen may take the throne. The royal scepter and its resting place remain beyond you. This royal scepter, the royal magic. Did you think that only generations of kings were aware of their secrets? Why someone can manipulate world-changing power by use of only a single scepter? Why only those supported by the people can use it? Listen well, O king. The truth behind the royal magic. Huh. So it's true. The country truly is putrid with sin. In other words, if I took hold of it now, then I would have the power to change the world itself. How didst thou learn of this? How? Thou wert elder. You were not always blind to this country's rot. When you visited our sanctum, Nimmt er das einfach so ab. and yet, what happened to our village? What
happened to this country? Ja, okay. You cannot stop me any longer, nor can anyone else. Save one lone possibility. Oha. Snatching victory from the maw of catastrophe, the party descends again on the royal capital, Grand Trad. But they are greeted only by ominous skies. Their return hardly counts as a triumph, considering how they departed. Anticipating conflict, the Gauntlet Runner comes to a quiet stop. Sind wir bald da? Das wäre echt schön. What the hell's wrong with the sky? Isn't that... Oi! That monster boy's come back! Ah, that's why the sky's grown so hellish. The half-dead bastard returns with his head held high. A more aggressive welcome than I expected. Would any introductions help them to understand? It's useless. Words are cheap. Still, we should walk with pride instead of trying to keep our heads down. True enough. His Royal Highness, the Prince, returns! Luis distorted his form through strange and terrible magics, but the curse is now dispelled. His true form has been restored. Oi, if that's really His Highness, then tell us why ain't His Majesty in the sky stop all this bloodshed? Cause he's an imposter! Just like Count Luis said! You'll not fool us again, beast! Oi! Calm down. At least listen. And you! Never thought I'd see one of the Magnus brothers standing against Count Luis, even the thick one. He took in a Paripus like you, and you spit on him. Scum! Only thing traitors deserve is a tight rope and a stiff beam. And you want us to support the prince? Lady Juna, I can't believe this. I admired you. Why would you risk dying alongside some fake prince? I don't intend on dying with anyone. Besides, I'm still me, whoever I'm standing with. Hey, you chief! Weren't you the wretch who got kicked out of the knighthood? Now you're with this pack of throne chasers. Shame. Shame! Mustari girl! You ungrateful pagan! Count Luis brought down the Sanctus Church for you! How dare you strike out at him? They're all traitors, I say! What is all this? The truth of the prince hardly matters to them. Every one of them's only concerned with their own emotions and nothing else. We'll have your heads on pike soon enough. Leave! Get out of our royal capital! Ja, wie begegnet man denn so einem Mob? How about it? This is bad. They really are out for our blood. Has everyone gone insane? Oi! Over here! Don't bother with them! No talking this one out. You need to run. Now! Hätten wir mal draußen geparkt. We weren't away from the city that long. What happened? Why are all the people so bloodthirsty now? The prince turning into a monster before their eyes still lingers in their minds. After all, a monster entered into their society disguised as a person. No, that's not... I know, it's not true. But truth and how it appears to the citizens are different beasts. Moreover, humans have been sighted closer than ever. Schon wieder weglaufen, ja. The royal capital's populace is unused to danger, so they've become suspicious of each other. How fares your neighbor? Do you run in circles with monsters in disguise? Are questions on the tip of every tongue. Ever since Forden's death, Luis has everyone on a knife edge. He's erratic, and nobody knows how he'll react to those who defy him if push comes to shove. So, at the core of it, people are scared witless, and they cling to Luis as a savior, rather than the devil he is.
You well know that Luis cares not one whit about social status, especially as a token of birthright. No amount of wealth or standing can buy his protection. So even those who may have opposed him at first now counsel that condemning him would be imprudent, as it puts their safety at risk. Then we're stuffed. He won't save anyone. And oh yeah, he can create humans, by the way. Oh, that's all true then. I have my suspicions, but it's still a bit of a jolt. This all said, in my humble opinion, what we're seeing in the people now has been in the works for some time. Now, has the tournament for the throne truly ever been a fair contest? The Sanctus Church bent it to its whim, and I abetted that. To my shame. Before I met you people, I didn't have much to me but anger and quips. I'd rant and snipe and have my cynical little discourse, but I'd only looked to others for change. Now maybe that outlook's our real enemy. Blind fanaticism, like I had. Even if there's no malice to it, it's a dangerous thing. Hard to think clear when your mind's a muddy stream. We've been told Magla is born from people's anxiety. Perhaps the proof is now before our eyes. Kind of ironic. But we have to do something about it. If we don't, they'll never listen. We'll only ever be seen as an enemy. I had the inn prepared. They won't let anyone in but you lot. Let's head there for now, shall we? Okay. Das heißt, er hat vor, die ganzen Menschen, die ganzen Menschen, sag ich schon, die ganzen Leute hier dann tatsächlich zu verwandeln, ja. Und deswegen füttert er sie gerade mit gewissen Emotionen, damit sie dann zu Menschen werden. So. Nios sagt, dass er zum Fairnessläufer zurückgekehrt ist. Ich glaube, die Leute in der Stadt haben sich zumindest ein wenig beruhigt. Unser Fairnessläufer ist sicher noch nicht so empfindlich, aber ich denke, wir sollten ihn dennoch nicht allein lassen. Gehen wir zur flüsternden Honigbiene, die anderen sind schon vorgegangen. Okay, ich würde jetzt aber tatsächlich gerade eine kurze Pause machen wollen. Ich kann auch mal speichern. Und würde sagen, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Holt euch was zu trinken, was Neues zu snacken. Erinnert an Endwalker so ein bisschen, ne? In der Endwalker war es nur die Verzweiflung, die die Leute überkommen musste. Aber hier tun es ja alle möglichen negativen Gefühle, schätze ich mal. Weil die negativen Gefühle, die erzeugen dann das Makler und damit verändert sich dann die Form. So verstehe ich das jedenfalls. Oder generell Emotionen. Es könnten theoretisch auch positive Emotionen sein, aber Aber wir hatten das ja schon mit den Gebeten in dieser einen Questreihe, ne? Das hat ja auch schon gereicht. Einfach beten. Hoffnung als Gefühl. Aber gut, erstmal jetzt Pause. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Schlaft mir nicht ein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Cheese kam. Ja. Das hat wirklich lange gedauert. Aber er kam. Ich habe ja gesagt, er kommt. Er ist gecute. Ich muss ja, glaube ich, das mit den Cues nochmal ein bisschen überdenken. Das vorherige Command, das war tatsächlich auch noch das PvP-Command. Das lief so lange. Das hatte da so einen langen Delay noch drin. Und ja, es musste jetzt quasi gewartet werden, dass es fertig ist. Und ja. Danach kam dann halt das nächste. Ich habe das PvP-Command jetzt in eine andere Queue gepackt. Das müsste jetzt passen, abgesehen davon, dass das PvP-Command ja jetzt eigentlich auch nicht mehr da ist. Aber okay, so. Dann wollen wir mal, wa? Oh, es ist alles sehr rot hier. Schön, dass der noch kam. You made it back in one piece. Since you left, Luisa's following has only grown.
Have you changed? You're still the same person, aren't you? Ja, ich hatte nur eine andere Haarfarbe, alles gut. But it deserves explaining. I only hope you can believe us. Alright, wait a minute. Let me get this straight. I had thought all this business with declaring yourself the prince was a well-meaning bluff. But under the deception, you were, in fact, the actual prince. Is that right? Still, I mean, how do you get the whole country to believe your story? Is that even possible? Das wird da noch nicht so ganz apokalyptisch, weil das nein, aber we're getting to it, ja? Frankly, I doubt it. We've just seen firsthand how far we'll get trying to talk the people down. Then what will you do if this goes on? But you're still you, yes? You came to help everyone, just like you helped me before, right? Yes, that's right. It'll all turn out fine. Good. I see. So, even if no one believes you, you're still determined to settle the score with Luis head on? Even so, the gulf between us is wider than ever. The people have all but named him their champion. With so little time, a guileless appeal to the public may fall on deaf ears. Hard luck for the honest knight. And not much room left for civil debate now that Luis is openly advocating killing his opposition. Well, that ship sailed when the king's magic faded. Anyway, if there is a key to turning the tide, first place I'd look is the castle in the sky. You saw how violent and volatile the city folk are now, but I don't think it's as simple as fearing Luis. I've been keeping an eye on the royal capital while you were off on your jaunt through the woods. Frankly, the change in public sentiment was too sudden, unnatural. It's as if they've been collectively drained of their sanity, and if I had to guess what's causing it... You're implying it's Luis's doing? All the eeriness in the sky. Is that because... Don't know, but the change in the citizens is certainly odd. Vielleicht macht er das mit dem Royal Scepter. Vielleicht hat das diese Fähigkeiten dazu. Richtig. Was Luis im königlichen Palast macht und ob er wirklich eine Welt voller Menschen will. Wir werden es nicht erfahren, bis wir ihm tatsächlich gegenüberstehen. Ja, irgendwas muss es da oben geben. Head to the royal palace and put a stop to whatever Luis is cooking up. With that Skyrunner, you're the only ones who can. And we'll fight in the ways we can too. We'll make sure the whole kingdom hears that the real prince is back after all the strife he's been through. Indeed. If you can make things better, you might just inspire everyone to remember their own hopes and dreams. Maria's been terribly patient, waiting for you and believing in you. It'd be nice to see her smile again. Right. Wenn Luis hinter all diesen seltsamen Störungen steckt, dann hilft uns das, Stimmen zu gewinnen, wenn wir ihn aufhalten. Wenn wir Anstand und rationales Denken wiederherstellen können, wird es den Weg ebnen, um Luis zu besiegen. Daran müssen wir glauben und weitermachen. I'll always believe in you. We'll all do our best, so you can be a good king. Indeed. If we win, I suppose you really will be king. We're counting on you, O king. 'Tis too late today for a grand charge, I fear. Let us take a night's rest, and on the morrow we make for the castle. Verschwenden wir weiter Tage. Sehr schön. Kann ich dir jetzt eigentlich nochmal... Ich glaube, ich habe doch hier noch welche von denen, oder habe ich die schon alle hier abgegeben? Weiß ich gar nicht. Wenn ich hier so in die... Nee, ich habe hier noch Bilder tatsächlich. Ich habe ja die Bilder gemacht auch. Ich habe hier noch welche, die hängen hier noch nicht. Okay. Ja, bei Gelegenheit müssen wir ihr dann noch mal ein paar Bilder geben. Für morgen ausruhen. Alright. Nee, viel schlafen, danke. So.
The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 31 days remain. Oh. Noch 31 Tage. To all the people who dwell in this land. Oh, er kommt näher. Oh Gott. Soon, naught but 1 month will remain. On the dawn of the day of the hero, the one who has inspired the greatest faith of the people shall inherit the kingdom. Ooh. I bid thee forget not these words. Wasn't expecting to wake up to such a spectacle, but I suppose that confirms it. This is where it ends. Luis has already fortified himself behind the palace walls. Good thing we've got a Skyrunner. Or it'd already be over for us. Or perhaps it is us he has been waiting for all this time. However disturbing the world looks now, 'tis only a prelude to the deadland Luis strives for. Sky looks proper hellish already. And with all the humans out there, it's no wonder everyone's losing their grip. Well, he wanted a fair world where strength decides everything. Funny how that's indistinguishable from absolute chaos. But it's Luis who has the most support right now. And that wasn't born of deception. He broke the nation's order, and everyone knows it. True enough. That's what got Ardell and I dreaming to begin with. Figured a world where the poor and weak get trampled on was a world worth breaking. Come to think of it, what do we all stand for, really? Wofür stimmen wir jetzt ein? Keine Ahnung. Cool. Maybe hope. A little broad, don't you think? I don't really know what everyone's talking about, but everyone who's seen you and your friends say you're amazing. You make them really, really happy. Because, you know, you've got all the tribes in your team. Everyone's different, but you keep working together and doing great. You're so cool. Oh, die Kleine spricht die Wahrheit. Right, Maria. It is a hard thing to word, so forgive my fumbling. But perhaps Maria einfach Best Girl hier. it's a matter of standing for something Luis does not believe exists. We must prove that it does. Voll Goat, wie man so schön sagt. And you keep on working hard for it. It will come true. That's right, love. I can think of plenty of people who would be much happier if they took a page from your book. I see now. This is surely the essence of true magic. Best of luck, Your Highness. After all those speeches about taking the throne, it'd be awfully irresponsible to go dying on us now. Wenn Luis gewinnt, werden alle hier einen hohen Preis bezahlen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Wir müssen schnellstmöglich herausfinden, was Luis im königlichen Palast treibt und seine Pläne durchkreuzen. Thank you. Well, we'd best keep an eye on the calendar. The king's deadline was the dawn of the day of the hero, so we've got until the day before. And that won't be the end of things either. Even if people come to their senses, it would amount to nothing if Luis sits upon the throne. Personally, I think we should prioritize our main objective. Aber gibt es noch Gelegenheiten? Ich denke schon. 31 jetzt so. Die letzten Tage nutzen, den Rang wieder zu erhöhen. Yes! We've got a few days left. Erstmal Sidequesten. It's up to you how we spend them. When we set off, let's do it with no regrets. So Luis is hiding in the floating royal palace here. We have to stop him. I won't accept King Luis. That's... Oh, bedrohlich. Bedrohliches Wetter. Ich glaube, das wird hier auch nicht besser. Das ist nicht apokalyptisch, das ist nur bedrohlich. Oh, da fehlt aber immer noch ein Ding. Da fehlt immer noch was.
Luis aufhalten. Eine Mission mit Frist hat begonnen. Zum schwebenden Palast kannst du über den runden Tisch im Fairnessläufer aufbrechen. Aufgrund von Maklerstörungen im gesamten Königreich herrschen im ganzen Land schreckliche Wetterbedingungen. Es kann zu einem Extremwetter kommen und das als unheilvoll bezeichnet wird. Okay, bedrohlich ist das normale Wetter und unheilvoll ist das Extremwetter. Okay. Die Kräfte deiner Anhänger sind essentiell, wenn du mehr Unterstützung als Luis haben und der neue König werden willst. Nutze diese Missionsphase, um dich so gut auf den letzten Aufbruch vorzubereiten, damit du hinterher nichts bereust. Verhindere noch vor dem Tag des Helden Luis zerstörerische Vision und rette das Königreich. Der königliche Palast. Achte darauf, dass du so gut wie möglich vorbereitet bist, ehe du dort aufbrichst. Okay. Muss ja genug Platz bleiben für Superboss. Ja, haha, Jokes on you. Der Superboss, der ist nur im New Game Plus verfügbar. Und da ist das auch witzlos. Denn der Superboss, der befindet sich tatsächlich in Academia. So viel weiß ich schon. Ich kann ja mal kurz reinschauen da. Und zwar kommt dann hier ein Buch noch hin, in dem man lesen kann. Und da ist dann der Superboss drin. Das Problem ist nur, der Superboss, dafür will man natürlich mindestens Level 60 wohl haben. Was hier jetzt nicht das Problem sein sollte an meiner Stelle gerade. Wo haben wir es denn? Da. Das ginge so einigermaßen. Das wäre mir möglich. Aber wenn man so überlegt, ich bin jetzt am Ende des Spiels Level 62 gerade. Oder gegen Ende. Und die Level übernimmt man nicht das New Game Plus. Das heißt, man darf eigentlich nochmal komplett durchs Spiel progressen, um den Superboss zu erledigen. Ja, und bleibt trotzdem ein Schwierigkeitsgrad für ihn selbst. Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich da an der Stelle einen Schwierigkeitsgrad hochsetzen muss. Eroberer. Also es ist immer noch ausgegraut an der Stelle, aber vielleicht kann ich es beim New Game Plus dann wählen. Aber den Superboss, den kann man tatsächlich auf Einsteiger machen. Man darf nur nicht Geschichtenerzähler wählen. Also, Eine magische Formel offenbar vom König verfasst. Aha, der große Super Windflare. Allerdings wirft es mehr Fragen auf, als es löst. Was meinst du damit? Das sind alles Namen, die in der Altweltsprache geschriebenen Teile gehören gar nicht zum Zauber. Da stehen nur lauter Namen von Personen. Oder war das war das von Anfang an ein solcher Zauber? Was denn? Das ist ja gruselig. Was für Namen? Was soll das überhaupt alles mit diesem Sucher und der königlichen Magie? Vielleicht ist die Königsmagie ein ganz anderer Zauber, als wir dachten. Der Palast am Himmel, die Herzen des Volkes lesen, Kandidaten vor Attentaten schützen. Die einzelnen Phänomene sind vielleicht gar nicht das wahre Wesen der Magie. Der letzte König wollte vor allem eins, das Königreich auf die Reformation vorbereiten. Diese Formel enthält vielleicht den Kern seiner entsprechenden Bemühungen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr entziffern und die wahre Bedeutung herausfinden kann. Wenn dir noch etwas einfällt, schau bitte noch einmal in die Schriftrolle. Okay. Ach so. Ich rede vom Quest-Schwierigkeitsgrad. Ja, wenn es ein Quest wird. Also wie gesagt, das ist ein Buch, in dem man lesen kann hier. Und dann startet man, glaube ich, den Kampf. So verstehe ich das. Aber okay. Hier der Berserker haben wir noch gar nicht geschaut. Was gibt es denn? Unter ihm der Elite-Vernichter. Der Knochenbrecher, vor dem jeder Feind zurückweicht. Und den ich Zerstörer nenne. Der Berserker-Archetyp glaubt fest daran, dass man jeden Gegner physisch vernichten kann. Aber man darf nicht vergessen, dass völlige Hingabe für körperliche Kraft auch bedeutet, dass man alles andere zurücklässt. Aha. Und hier der Prinz. Seit jeher gibt es Helden, deren Schicksal wahre Größe war. Und zwar von Geburt an, nicht allein durch ihre Taten. Die herausragende Verkörperung der Tugenden aller Helden. Man muss ihm keinen Namen geben, denn er wird seit der Antike so genannt. Prinz. Existiert dieser Archetyp wirklich? Über welche Kräfte verfügt er? Die Wahrheiten hinter dieser
mystischen Macht sind auf ewig verloren. Aber vom Helden, den man Prinz nennt, wird viel erwartet werden. Er muss den Lebensunterhalt der Leute und die Sicherheit des Landes mit seinem Leben beschützen. So etwas verbringt man nicht alleine. In einem Kampf entsteht wahre Macht erst dann, wenn man in Kombination mit verschiedenen verbündeten Fertigkeiten vereint. Aha. Kann also Allmachtangriffe nutzen und eine breite Palette an Waffen und Magie verwenden. Außerdem kann er in Kombination mit anderen Archetypen Syntheseangriffe einsetzen. Da habe ich jetzt auch noch gar nicht reingeschaut hier, ne? Was kann der denn? Was lernt denn der? Unterstützungsangriffe von Verbündeten geschehen einfacher und Gegner werden im Schnellkampf leichter betäubt. Ja, toll. Schweren physischen Hiebschaden bei einem Gegner. Erhöht Angriff, Abwehr sowie Treffen, Ausweichen des Nutzers für 3 Runden um 3 Ränge. Oh. Verursacht schweren magischen Lichtschaden bei allen Gegnern. Du erhältst jedes Mal TP und MP zurück, wenn ein Unterstützungsangriff im Schnellkampf trifft. Oh, hallo. Fügt 4 Aktionssymbole hinzu. Nur einmal pro Kampf. Widersteht allen Affinitätsschäden außer allmächtig. Das klingt gut. Generell, wenn ich mir hier so die Affinitäten da anschaue, das sieht ja schon mal ganz gut aus, wa? Verursacht massiven physischen Allmachtschaden bei einem Gegner, erhöht Schaden gegen Menschenmonster. Ja. Okay, ich glaube, wir kümmern uns erstmal darum, dass wir hier noch ein paar Events aufdingsen, ne? Hier hätten wir übrigens noch den jetzt. Da können wir Blizzardton und Candeon und alles lernen. Ich glaube, das ist was für Juna letztendlich. Wobei, die macht gerade das noch. Das ist auch eigentlich ganz nice. Hulkenberg müsste auch das dann, glaube ich, noch lernen, oder? Weiß ich gar nicht. So sieht also der Hexer aus. Der hat eine coole Maske auf. Oder Brille? Weiß ich nicht. Und die Kristalle auf den Schultern gefallen mir auch irgendwie. Ha. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon leveln will oder ob ich erstmal den hier weitermache. Ich glaube, ich mache hier erstmal weiter. So. Und ich habe so viele neue Ausrüstung. Ich glaube, ich sollte hier auch nochmal durchgehen und überall 4 drücken, ne? Ja. Da ändert sich nix. Hey, nice. Okay. Ja, dann... Katze nicht vergessen, Katze muss sein. Die hat mich wohl ins Herz geschlossen. Ah, cool. So, dann haben wir jetzt ein paar Tage Freizeit und ich schätze mal, wir haben noch Sidequests zu erfüllen und Events zu sehen. Das heißt... Halt, ich kann auch eigentlich... Erstmal hier ein Dingens-Safe setzen. Und dann können wir mit dem Daily Life jetzt mal weitermachen. Auch wenn jetzt alles sehr rot ist. Machen wir Fairnessläufer. Dann können wir gleich noch gucken, ob wir Sidequests noch irgendwo finden. Ich gehe mal davon aus, dass es noch was geben wird. Okay, schauen wir mal durch die Stadt. Wobei, ah ja, da sehe ich schon was. 2 sehe ich da gerade. Ich kann mir halt vorstellen, dass es da noch mehr gibt als nur in der Hauptstadt. Weil jetzt das Finale des Spiels ansteht. Ah, haben sie mich schon vergessen? Manche nennen mich die Gourmet-Königin, obwohl dieser Titel vielleicht ein wenig anmaßend ist in Gegenwart eines echten Prinzen.
Stimmt, wir lernten uns in Matira kennen. Sie waren Köchin im Palast. Sind Sie noch immer auf Ihrer Reise zur Perfektionierung der Kochkunst? Ganz recht, ich benötige erneut Ihre Talente, diese einzigartige Sichtweise, mit der Sie derart unerwartet und mächtige Gerichte zaubern können. Ich bin ganz Ohr. Auf meinen Reisen habe ich mich immer wieder gefragt, welche Kochkunst kann in Zeiten wie diesen den Hunger derer stillen, die ums Überleben kämpfen. Mir geht es um jene, die sich keine Gourmetküche leisten können, sondern nur einfache Mahlzeiten, die den Bauch füllen mögen, nicht aber das Herz. Was die Welt also braucht, ist ein Gericht, das zwar aus einfachen Zutaten besteht, aber eine farbenfrohe Süße mit sich bringt, die den tristen Alltag zu erhellen vermag. Ein Gericht, das einfach und doch aufregend ist. Also sehr mir diese Vorstellung auch gefällt, habe ich doch keine Ahnung, wie wir so etwas hinbekommen sollen. Wenn ich an Essen denke, bei dem mir das Herz schneller schlägt, dann denke ich zuerst an süße, nährstoffreiche Lumi-Bienen. Sind ein Muss. Okay. Und damit alle es genießen können, ob jung oder alt, wäre eine fluffige Textur perfekt. Verstehe, also müssen wir ein Gericht mit Lumi-Bienen kochen, das eine fluffige Textur hat. Ganz richtig. Wenn Sie mir ein Gericht zaubern können, das vielversprechend erscheint, dann kommen Sie hierher und erzählen Sie mir davon. Okay. Erhöht die Redegabe. Herr des Sees, bekomme ich dafür. Habe ich das schon? Der Duft. Ah. Der unzerstörbare Honigkuchen. Los, versuchen wir das. Das ist also das Gericht, für das Sie sich entschieden haben. Sieht aus, als bräuchten Sie mir ein unauffälliges, bräuchliches Brauwerk. Okay. Ja, genau. Was denn nun? Und dann passt es also? Ja, wenn ich die Techniken anwende, mit denen dieses Gericht zubereitet wurde, kann ich jedes Küchengemüse in unwiderstehliches Gebäck verzaubern. Dank ihnen kann ich endlich das erschaffen, was mein Ziel war. Essen, das so gut schmeckt, einfach herzustellen ist und allen Freude bringt, die es verspeisen, wie auch immer. Sie haben alle Erwartungen übertroffen, wie versprochen ist hier ihre Belohnung. Okay. Ah. Bitte sehr. Ein Glück habe ich das schon mal gekocht. Ich darf mich wieder hocharbeiten. Seit ich Sie kenne, weiß ich, wie engstirnig meine kulinarische Welt wirklich war. Ich muss noch viel über Essen lernen und über die Herzen der Leute. Meine Reise muss weitergehen und unterwegs werde ich dieses neue Rezept jedem beibringen, dem ich begegne. Ich hoffe, dass meine Kochkünste eines Tages hungrige Leute im ganzen Land zum Lächeln bringen. Sie schaffen das. Und das ist nett von Ihnen. Natürlich habe ich mein Versprechen Ihnen gegenüber nicht vergessen. Nach meiner Reise werde ich in die königliche Hauptstadt zurückkehren. Bis dahin haben Sie selbst alle Hände voll zu tun, nicht wahr? Ich hoffe, dass die Aussicht auf meine leckere Kochkunst Sie auf Ihrer eigenen Reise motivieren wird. Ich freue mich schon darauf, Ihnen etwas anbieten zu dürfen. Bis dahin verabschiede ich mich. Viel Glück, Eure Hoheit. Ja, ein kleines bisschen fehlt da noch. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Ich habe gehört, so im Schnitt haben die Leute hinterher 15 Tage übrig, die sie einfach nur mit Schlafen verbringen. Mal schauen. Mal schauen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Anhängern? Hier, Basilio. Der wäre verfügbar und Barden auch. Barden könnten wir fertigstellen an der Stelle. Dann machen wir erst Basilio. Der hat bestimmt wieder einen Tag, den er danach einmal Ruhe braucht. Aber erstmal, hatte ich hier nicht gerade? Oh ne, nicht in diesem Areal. Aber ich kann mir gerade hier mal Makler abholen. Ja, wie läuft es so?
Jo. So, was haben wir denn hier? Diese Kleidung. Sind Sie nicht der Kandidat, der behauptet, der Prinz zu sein? Wenn Sie tatsächlich über diese Fähigkeiten verfügen, hätte ich eine Aufgabe für Sie. Es gibt in der Nähe von Altabury einen Ort namens Vulkanberg. Können Sie dort für mich das legendäre Großschwert des Kriegskönigs suchen? Oh, ich glaube, das habe ich schon. Vor langer Zeit war der Kriegskönig der Held, der das Land mit seiner außerordentlichen Führungsstärke einte. Sein Schwert wird das legendäre Großschwert genannt. Es heißt, es sei von atemberaubender Ehrfurcht der Biet nach Handwerkskunst. Ich bin lange in der Hoffnung gereist, es zu sehen. Alles begann vor 10 Jahren. Es ist nur so, dass der Vulkanberg eine echte Monsterhöhle ist. Ich würde zweifellos sterben, bevor ich es finden könnte. Deshalb kam mir die Idee, jemanden so prinzhaft an meiner Stadt zu engagieren. Sie werden natürlich fürstlich entlohnt. Es gibt auch andere Schätze. Was sagen Sie? Schwer, einen Schatz abzulehnen. Vielleicht finden wir etwas Nützliches gegen Luis und falls nicht, kann man es verkaufen und dafür etwas kaufen, das nützlich ist. Was sagst du? Ja, aber das machen. Nehmen wir an und geben ihm das gleich. Sie tun es wirklich? Ihnen gehört mein Dank. Ich werde natürlich eine angemessene Belohnung vorbereiten. Und natürlich dürfen Sie das Schwert behalten. Ich möchte es nur sehen. Schick! Wenn wir es hinbekommen, kriegen wir einen Schatz und dazu ein legendäres Schwert. Klingt für mich recht lohnenswert. Vergessen Sie nicht, das Großschwert ist im Vulkanberg versiegelt. Was? So viel? Echt? Ja, da war ich ja schon. Den habe ich schon geplündert. Das Großschwert ist im Vulkanberg versiegelt. Moment, vielleicht haben wir es bereits. Ist das Ihr Ernst? Darf ich es sehen? Ja, hier. Es ist rostig, aber man erkennt die prächtige Gestaltung darunter. Bleiben Sie hier, ich muss es polieren. Wow, jetzt glänzt es richtig. Und so verziert. Das ist also das legendäre Großschwert? Eigentlich? Nein. Den Verzierungen nach zu urteilen wurde es weit nach der Zeit des Kriegskönigs geschmiedet. Es ist etwas ganz anderes. Letztendlich ist das legendäre Großschwert vielleicht auch nur ein weiterer Mythos. Ich habe 10 Jahre meines Lebens mit der Suche danach verschwendet. Meine Eltern würden mich jetzt sicherlich auslachen. Wärst du nur zu Hause geblieben und hättest dich um die Felder gekümmert, dann wärst du glücklicher, hieß es. Es ist vermutlich an der Zeit, meinen Traum aufzugeben, was? Ich sollte wieder nach Hause. Ah, der Kriegskönig ist echt. Wo kommt denn das her? Naja, immerhin unterscheiden sie sich nicht so sehr von dem Kriegskönig. Er hatte eine geheimnisvolle Kraft, Herzen zu berühren und seine Taten haben die Welt verändert. Und hier ist jemand, der das Gleiche tut und vor mir steht. Vielleicht gar keine so wilde Fantasie zu träumen, eines Tages das legendäre Großschwert sehen zu können. Vielen Dank, Wilhelm. Sie haben mir die Hoffnung geschenkt, dass das legendäre Großschwert noch irgendwo dort draußen ist. Aber zunächst werde ich heimkehren und dann, wenn ich genug Geld habe, begebe ich mich wieder auf die Reise. Oh, ich versprach Ihnen eine Belohnung. Seien Sie nicht zu bescheiden und nehmen Sie sich bitte... ja, okay. Weisheit. Brauche ich auch noch ein bisschen. Geliebtes Großschwert. Diese Waffe mag nicht von der legendären Art sein, aber sie ist ziemlich gut. Das ist genau, was wir auf einer Reise wieder unseren gebrauchen können, nicht wahr? Wenn Sie Ihre Reise fortsetzen, stoßen Sie eines Tages ja vielleicht tatsächlich mal auf das legendäre Großschwert. Wenn Sie das tun, so hoffe ich, dass Sie zu mir kommen und es mir zeigen. In der Zwischenzeit bin ich auf Ihrer Seite, oh zukünftiger König. Okay. Ja. Basilio steht hier rum. Aber wir schauen noch mal in die anderen Orte, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hin muss, damit dann Quests eventuell auftauchen. Aber versuchen kann man es mal. Ne, ich glaube nicht. Es ist nur... Ich könnte ja Sachen fortsetzen, die ich schon angefangen hatte. Hier hätten wir noch einen Sidequest. Das sieht aber auch crazy aus im Himmel.
Eine total komische Textur, die sie dafür gewählt haben. Schwätziger Mustari. Schön, sich in Zeiten wie diesen die Mühe zu machen, mit einem Mustari wie mir zu sprechen. Meine Initiative ist ziemlich vielversprechend. Da ich so große Hoffnungen in sie setze, möchte ich eine Information mit Ihnen teilen, die ich gestern in der Taverne aufgeschnappt habe und Sie interessieren dürfte. Es geht um das alte Bauwerk nördlich der Stadt, das verlassener Turm genannt wird. Im Inneren wimmelt es nur so von starken Monstern und praktisch niemand, der einen Fuß hineingesetzt hat, ist von dort zurückgekehrt. Ich hörte, dass es in der Welt 3 dieser Türme gibt und offenbar hat die Suche mit der 3 auch irgendeine wichtige Bedeutung. Wie dem auch sei, Sie sind ein Elder mit einer Fee im Schlepptau. Sind Sie der Held, der die Insel gerettet hat? Na, wenn das so ist, gibt es noch etwas, das Sie unbedingt hören sollten. Es ist eine streng geheime Information über den Turm. Oben gibt es anscheinend eine Art legendäres Monster. Ich hörte etwas von einer Prüfung und eine verbotene Kraft zu erhalten. Aber über die Details bin ich mir nicht im Klaren. Praktisch alle, die der Legende nachgegangen sind, haben ihr Leben verloren. Aber sie haben sich auf der Insel um die Sache mit dem Drachengott gekümmert, nicht? Wenn diese verbotene Kraft echt ist, soll der Held der Insel sie bekommen. Ich bin mir sicher, dass der Häuptling das auch so sehen würde. Ich überlasse es also Ihnen, mit dieser Legende weiterzumachen. Fragen Sie den Informanten in der Taverne nach Details. Dort habe ich auch meine Informationen her, also sollte er noch mehr über die Prüfung selbst wissen. 3 ist wichtig? Triforce? Oh, schau mal! Schau mal! Da fehlt nur noch ein halber Rang. Die Belohnung wird das damit verbundene Risiko lohnenswert machen. Nun denn, ich bin dann mal weg. Ich wünsche Ihnen viel Glück dort draußen. Verbotene Kraft. Und was hältst du von diesem verlassenen Turm? Sollen wir uns mal ansehen? Ja, wir waren da ja schon mal bei dem Turm, aber das mit dem Monster, das ist neu. Dann fragen wir doch mal. Was will ich wissen? Prüfung im verlassenen Turm. Oh! Siechtrankzutaten. Davon habe ich schon gehört. Wenn ich mich recht erinnere, handelte es sich um eine Art geheime Mustari-Medizin von der Insel Verga. Für die Herstellung wird ein seltsames Material namens Sengwasser benötigt. Aber das habe ich doch schon längst gemacht. Wieso kann ich das hier noch kaufen? Ich habe gehört, dass im verlassenen Turm etwas passiert sei. Wissen Sie etwas darüber? Ah, Sie sind von der draufgängerischen Sorte, was? Das gefällt mir. Leider habe ich keine verlässlichen Informationen, aber wie wäre es mit einer Legende? Die Prüfung, um die verbotene Kraft zu erhalten. Offenbar muss man ein unglaublich mächtiges Monster besiegen, um sie zu bestehen. Vor langer Zeit kam ein Reisender von dem Turm zurück und erzählte seine Geschichte. Wenn man ihm glaubt, ist das Monster dort. Eine gigantische Bestie. Versuche, sich gegen ihre Angriffe zu schützen, werden als Kränkung wahrgenommen und die entfesselte Vergeltung ist wahrlich grauenhaft. Das war auch schon alles, was ich weiß. Es gibt keine Informationen zu ihrem Aussehen oder dergleichen. Und vielleicht ist ohnehin alles grober Unsinn. Heutzutage glaubt ohnehin keiner mehr solche Märchen. Aber es stimmt zumindest, dass etwas Seltsames in diesem Turm los ist. Was auch immer das alles... wie auch immer das ist alles. Wenn Sie herausfinden wollen, worum es bei der Prüfung wirklich geht, müssen Sie es sich selbst ansehen. Cool. Also, sonst haben wir hier gerade auch nichts mehr. Wie sieht es in Verga aus? Oh, da gibt es auch was. Naja, gut. Ich meine, wir haben 3 Türme. Jetzt bestimmt 3 Quests, 3 Prüfungen. Ha? Hallo, tut mir leid, Sie in solchen Zeiten zu stören, aber es gibt da etwas sehr Wichtiges. In letzter Zeit habe ich in alten Geschichten nach unseren echten Traditionen gewühlt und dabei etwas über Türme gefunden, die im ganzen Land verteilt stehen. Türme, wieder eine da, bei dem wir waren, oder? Ja, so einen kennen wir. Ach wirklich? Das macht die Sache einfacher. In den Büchern stand: Wenn die Welt erschüttert wird, erscheint ein Zeichen in den 3 Türmen. 3 Prüfungen in 3 Türmen. Wer sich dreifach würdig erweist, soll Meister einer verbotenen Kraft werden, die in dieser Welt versiegelt wurde. Kurz gesagt, es werden 3 Türme erscheinen, in denen jeweils eine Prüfung wartet.
Wer diese absolviert, erhält eine Art uralt, nie dagewesene Kraft. Eine genaue Beschreibung der Kraft fehlt leider. Aufgrund der Formulierung dreifach würdig, nehme ich an, neben Stärke werden auch Ehre und ähnliche Attribute getestet. Die Prüfungen sind ein Test, wer würdig ist, die Kraft zu erhalten. Wer die Prüfung besteht, dem wird Ehre zuteil. Ich sehe einige Parallelen zur Königsmagie. Wir können nicht zulassen, dass Louise sich diese Macht sichert. Ich würde sie lieber in ihren Händen sehen. Was denken Sie? Wollen Sie sich diesen Prüfungen stellen? Ein Turm liegt offenbar südlich unserer Insel hier. Er heißt Turm des blinden Glaubens. Oh ja, da habe ich drin gegrindet. Und es gibt sogar ein paar Inselbewohner, die mehr darüber wissen. Für genauere Informationen müssen Sie den Informanten fragen. Ich bin mir sicher, dass dort Monster leben und ich denke, Sie könnten auch nach Prüfungen fragen. Was die anderen beiden Türme angeht, Mustari außerhalb der Insel könnten genauere Details über sie wissen. Wir kennen die Geschichte bereits recht gut. Mustari sind auf dem Festland nur selten zu sehen, also hinterlassen sie einen starken Eindruck, wenn man auf sie trifft. Ach, wirklich? Unsere Quellen für Informationen von außerhalb sind recht dünn. Ich habe jene, die nicht auf der Insel leben, gebeten, wie Spione in größeren Städten zu agieren. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass diese Prüfungen gefährlich sein werden. Die Bücher sagen sogar, zahllos sind jene, die ihr Leben ließen. Aber ich glaube, dass sie alle in der Lage sind, das zu überstehen. Und deshalb wollte ich sie über diesen Fund informieren. Ich bete für ihr Glück im Kampf, Retter der Insel. Ich hoffe, dass die Legende zu einer Macht für sie alle wird. Sounds good. Dann schauen wir doch nochmal hier rein. Und holen uns hier unsere Informationen ab. Haben wir sonst noch was? Nein, nur die Prüfung. Okay, wie Sie gehört haben, kennt niemand alle Einzelheiten über die Prüfung. Vor allem kehrt nie jemand, der sich dorthin begibt, zurück. Aber angeblich ist vor langer Zeit einmal ein Mann aus dem Turm entkommen. Und mit seinem letzten Atemzug kritzelte er diese Worte. Die Schönheit der purpurnen Flammen führte einen allein in den Tod. Wer sich ihrer Versuchung hingibt, findet ein feuriges Ende. Es gleicht eher nicht einem Testament, also sehen wir es eine Warnung an. So, das ist ein komischer Satz. Aber was es genau bedeutet, lässt sich nur schwer sagen. Allerdings kann den Mann ganz offensichtlich etwas heimgesucht. Irgendwas in diesem Turm muss wahrlich angsteinflößend sein. Für mich ist dies eine dringliche Empfehlung, diesen Ort nur mit Schutz vor Feuer zu betreten. Jedenfalls kann das sicher nicht schaden. Das ist alles, was ich weiß. Da es Prüfung genannt wird, wird es wohl nicht gerade leicht werden, aber ich habe Vertrauen, dass sie es schaffen. Schutz vor Feuer. Ja, man muss ja die richtigen Archetypes ausrüsten, oder? Okay, dann gibt es wahrscheinlich in Alteberg auch noch eins. Irgendwo. Ja, na klar. Und auch nur das eine, okay. Ach halt, das sind zwei. Ich sehe hier gerade zwei. Das ist der Mustari. Ah, ausgerechnet jetzt, da ich endlich mehr über den Turm weiß. Das darf nicht wahr sein. Hat er gerade Turm gesagt? Vermutlich derselbe Turm, den er erwähnt hat, oder? Ha, ein Elder und eine Fee? Sind sie etwa der Held, der die Insel gerettet hat? Werde das Feuer. Okay. Okay. Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ich bin vor lauter Aufregung laut geworden, nicht wahr? Wissen Sie, ich bin Mustari-Forscher und erforsche die Folklore dieser Insel. Was mich dabei in letzter Zeit am meisten interessiert, ist die Legende der 3 Türme. Ich konnte endlich die exakte Lage einer dieser 3 Türme, dem Turm der Anmaßung, herausfinden. Er befindet sich nördlich dieser Stadt. Allerdings wird er von Monstern heimgesucht, also kam ich leider zu dem Schluss, dass ich bei meiner Tapferkeit nicht für eine Feldstudie geeignet bin. Pah, das muss die Prüfung des Turms aus den Legenden sein. Sie soll erfolgreichen Herausforderungen eine verbotene Kraft verleihen. Hoho, aber ich habe eine Idee. Vielleicht könnte der Held, der unsere Insel gerettet hat, zäh genug für die Prüfung sein? Wenn es wirklich eine verbotene Kraft gibt, die man gewinnen kann, bin ich sicher, dass sie in den Händen unseres glorreichen Helden besser aufgehoben ist.
Nachdem Sie von all diesen Wundern gehört haben, sind Sie sicher neugierig, ob sie wahr sind. Können wir das nachweisen? Oder sind es einfach nur Märchen? Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Jemand muss zum höchsten Punkt des Turms der Anmaßung nördlich von Atterbury aufsteigen. Ach, und erkunden Sie sich bei einem Informanten nach den Details. Ich schätze, Sie werden auch mehr über die Prüfung selbst herausfinden können. Das sind Drachenprüfungen, ne? Also, ich schätze mal, wir kämpfen gegen Drachen. Wie ich mich freue, dass die Angelegenheit nun in fähigen Händen liegt. Vor mir steht ein wahrer Held. Damit möchte ich mich verabschieden. Weitere Forschungen warten auf mich. Machen Sie es gut. Schön, dass der seine Forschung einfach so abgibt. Mich interessiert die Legende des Turms doch sehr. Wir sollten nachschauen gehen, wenn wir Zeit haben. So, aber hier war noch ein Questgeber. Hallo? Entschuldigung, sind Sie vielleicht der Prinz? Man hört überall unangenehme Gerüchte, aber ich glaube kein Wort. Wissen Sie, ich interessiere mich schon seit der Zuschaustellung für Sie. Als ich dann erfuhr, dass Ihre Abstammung so beachtlich ist wie Ihre Taten, da war es mir klar, Sie sind der perfekte Kandidat für den Thron. Um mich erkenntlich zu zeigen, Eure Hoheit, habe ich eine Art besonderes Angebot für Sie vorbereitet. Ich nenne es die Warmes Herz, volle Brieftasche Thermalkampagne. Okay, Sie müssen einfach nur in einer Thermalquelle baden, um einen Preis zu erhalten. Wenn Sie mir etwas Wasser aus der Quelle in diese Ampulle füllen und als Beweis mitbringen, gebe ich Ihnen 30.000 Reef. Ist das in Ordnung für Sie? Oh. Also, Sie bezahlen uns, um ein Bad zu nehmen? Das kommt mir komisch vor, um nicht zu sagen dubios. Seine Hoheit arbeitet so hart daran, seine Leute zu retten. Er soll lediglich einen Augenblick der Entspannung haben und etwas zusätzliche monetäre Unterstützung erhalten. Mehr will ich gar nicht. Würden Sie diese Ampulle als Zeichen meines Wohlwollens annehmen? Okay. Wie freundlich Sie doch sind. Es ehrt mich, dass Sie an mich glauben. Die Quelle befindet sich hier unter der Azurbrücke. Es ist düster dort, vor allem, weil sie nur nachts öffnet. Aber ein Bad dort soll wahrlich himmlisch sein. Sie können mich jederzeit hier finden. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie das Wasser aus der Quelle erhalten haben. Okay. Es gibt also eine heiße Quelle unter der Azurbrücke. Nun, geh dorthin, wenn du ein Bad nehmen möchtest. Das wird wahrscheinlich Zeit kosten, ne? Okay, dann schauen wir nochmal nach dem Informanten. Und ich würde tatsächlich nicht anfangen mit diesen Türmen, sondern mit anderen Events, weil es sehr gut möglich ist, dass wir wieder Events nur unterwegs mitnehmen können. Also, ne, dass wenn wir dann irgendwie Basilio progressen wollen oder sowas, dass wir unterwegs sein müssten dafür. Und, ja, dann lass uns mal so weit kommen, dass das dann auch verfügbar wird. Mein Geschäft besteht darin, faktenbasierte Informationen zu verkaufen, aber hier habe ich wohl keine andere Wahl, als eine Legende zu erzählen. Vor langer Zeit gab es einen Mann, der aus dem Turm zurückgekehrt ist. Ich kann nicht für die Richtigkeit der Worte des Mannes bürgen, aber er gab Folgendes vor. Ein fauliger, von Miasma durchzogener Körper, den niemand durchdringen kann, und ein Blick, der dich, deine Kinder und deine Kindeskinder verflucht. Ah, nicht so ein Drache. Er hat diese geheimnisvolle Nachricht hinterlassen und ist verschwunden. Ich frage mich, was er dort drin wohl gesehen hat. Logischerweise bezieht er sich vielleicht auf ein Monster, das gegenüber allen Angriffen immun ist und seine Gegner verflucht. Aber das ist Spekulation auf Basis einer uralten Legende. Ich habe das Gefühl, meine Reputation als Informant aufs Spiel zu setzen, wenn ich solche Geschichten erzähle. Ich muss jedoch zugeben, ich bin neugierig, was tatsächlich im Turm ist. Sagen Sie es mir, wenn Sie es herausfinden, aber bleiben Sie ja am Leben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Event mit Basilio. Ich save hier nochmal, glaube ich, so wie ich die ganzen Sachen angenommen habe. Alright. Und wenn ich hier so reingucke,
Basilio, wie gesagt, Yufa müssen wir noch. Juna müssen wir noch abschließen. Baden und Brigitte noch abschließen jeweils. Ja, ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Basilio müssen wir jedenfalls definitiv progressen. Für Nios fehlt mir, glaube ich, auch noch ein Teil. Ein Relikt. Also ich habe noch 2 Relikte, glaube ich. Aber 1 fehlt dann noch. Mal schauen. Siehst du diesen Himmel? Ganz schön seltsam. Ja, blablabla. Okay. Wir nehmen den Fairnessläufer. Mal schauen. Hey, hast du gehört, was geschehen ist? Der Laden da drüben wurde ebenfalls überfallen. Dem Ladeninhaber wurde das Genick gebrochen, wie allen anderen auch. War das nicht der Laden, der unter der Hand illegale Zünder verkauft hat? Vielleicht hatte da jemand ein Hühnchen zu rupfen. Ich glaube auch, dass sein Kumpel das leider macht. Man sagt, ein Paripus stecke dahinter. Muss den Verletzungen nach zu urteilen ein wahrer Riese sein, vielleicht sogar ein Monster. Was, noch ein Mord? Dieser Ort wird von Tag zu Tag gesetzloser. Es tut weh. Das ist Winka. Oder Winzer? Winka. Was ist los? Sind es deine Wunden? Hey, ganz langsam bitte. Basilio, sag jetzt nicht, du hast dir Sorgen um mich gemacht. Du und Fidelio seid nicht umsonst, Brüder. Hast immer nach mir gesehen, wenn ich es schwer hatte. Selbst wenn ich nur etwas gegessen hatte, was ich nicht vertragen hatte. Mir ist es wirklich nicht in Ordnung. Wenn es wirklich nur eine Lebensmittelvergiftung wäre, würde dir dein Bauch wehtun. Ich bin kein Kind mehr, Winka. Du kannst mich nicht mehr so offensichtlich anlügen. Lass uns zu einer Kirche gehen. Einer der Heiler wird schon ein Mittel gegen die Schmerzen haben. Ich mag die sanktische Kirche und ihre Heiler nicht. Besser als zu sterben? Was wissen Sie denn schon? Mein Tod ist nah. Mehr gibt es nicht zu sagen. Du wirst nicht sterben. Ich bin es leid, dass ich die für mich wichtigsten Leute nicht retten kann. Sag nicht, dass du stirbst. Sag, dass es dir besser gehen wird. Na schön, dann gehe ich zu deiner Kirche. Aber später. Ich muss mich erst um etwas anderes kümmern. Um was denn? Wenn es wichtig ist, springt ordentlich Geld bei raus, oder? Gehen wir ihm zur Hand, damit wir schnell fertig werden. Ja, ihr zwei werdet mir wohl helfen können. Ich brauche nur ein wenig Zeit, um mich vorzubereiten. Komm später wieder, in Ordnung? Du verschwindest jetzt aber nicht einfach, versprochen? Ich finde seine Ohren immer noch niedlich. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe, ohne zu fragen. Wenn der hier wäre, würde er mich ordentlich zusammenfalten. Das war typisch für dich. Ja, er muss dich im Zaum halten. Ich glaube kaum, dass er böse auf dich wäre. Ich hoffe nicht. Der hat sich immer Sorgen um Winka gemacht. Die Leute in der Einrichtung waren wie unsere Familie. Falls ich ihnen jemals irgendwie helfen kann, werde ich es tun. Ich bin froh, dass du hier warst, sonst hätte mich Winka wahrscheinlich wieder abgewimmelt. Du bist selbst ein echter Idiot, weißt du das? Nicht viele wären so lange bei mir geblieben. Danke. Reduziert deutlich die Marktkosten beim Studium von Berserker. Dann sollten wir wiederkommen, wenn Winka seine Vorbereitungen abgeschlossen hat. Ich zähle auf euch. Toll. So vergeht die Zeit. Zurück zur flüsternden Honigbiene. So, Nios wäre möglich. Und Juna und Brigitte ebenfalls. Und 2 Sachen habe ich nachts zu erledigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das andere schon angenommen hatte. Ich mache mal ganz einen neuen Marker weg. Das nervt mich gerade. Der letzte Wunsch ist es, glaube ich, ne? Genau.
Das könnte ich nämlich auch noch machen. Abends am Platz im Fischerquartier im Brehaven. Ich glaube, wir machen Neras, weil ich nicht weiß, ob man am nächsten Tag einfach mit ihm mehr Zeit verbringen kann. Aber das könnte ich natürlich auch unterwegs machen, ne? Okay, vielleicht machen wir ihn nicht. Brigitta könnte ich abschließen, dann wäre die mal erledigt. Genauso Juna. Oder ein Quest. Ich glaube, ich bin für Quest. Brehaven. Fischerquartier. Nachts. Machen wir das. Ich finde es übrigens schön, dadurch, dass alles jetzt so rot ist. Sagt mir das Spiel so ein bisschen, ach, hättest du eigentlich auch dein Halloween-Layout hier lassen können, ne? Ich hatte ja das Stream-Layout ein bisschen angepasst für Halloween und jetzt, wo ich es wieder nicht rot habe, ist das Spiel so rot. Ah, da sind sie ja. Wir sind bereit für Alonsos letzten Auftrag, das Dorf dazu bringen, eine Spende anzunehmen. Der Weg zum Dorf ist jetzt frei. Wenn wir eine Kutsche nehmen, wären wir nur wieder zurück. Sollen wir aufbrechen? Hervorragend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wissen Sie, ich bin mir sicher, dass Sie etwas Großartiges entdecken werden. Er lebt bestimmt noch. Wir eilten per Kutsche zu Alonsos Dorf, wo wir das Geld den Dorfbewohnern gaben. All das Geld ist für das Dorf? Es ist mehr als genug, um das Dorf wieder aufzubauen, aber sind Sie sicher, dass Sie es einfach abgeben wollen? Bitte nehmen Sie es. Dieses Dorf hat es verdient. Danke. Wir danken Ihnen herzlichst für Ihre großzügige Unterstützung. Alonso hat im Dorf ein großes Chaos angerichtet, aber dank Ihnen können wir es wieder aufbauen. Diese Welt ist voller schrecklicher Leute, aber es gibt auch gute Leute wie Sie. Ich finde, Sie sollten König werden. Ja, Sie haben die volle Unterstützung aller Dorfbewohner. Ihr Weg mag beschwerlich sein, aber am Ende werden Sie jetzt hier erreichen. Wegen diesem Alonso haben wir jemanden aus unserer Mitte verloren, aber Sie haben für Gerechtigkeit gesorgt. Sie sind die Hoffnung dieses Dorfes. Wir werden dafür sorgen, dass dieses Geld sinnvoll eingesetzt wird. Hey, Herr Wilhelm, warum hat Alonso all die schlimmen Dinge getan? Dabei war seine Mutter so nett. War das wirklich die richtige Entscheidung? Ich kehrte zur Taverne im Brehaven zurück, wo Alonso und ich unser Gespräch hatten. Ich hatte das Dorf verlassen, ohne Alonsos Namen reinzuwaschen, aber ich frage mich, ob das richtig war. Alonsos Brief ist weg. Jetzt ist er da! Did my last words have you in tears? What's with you? You look like you've seen a ghost. Weil ich wirklich einen Geist sehe. I didn't take you to be the superstitious sort. I didn't die. That's all there is to it. Even if the world would have preferred otherwise, I plan to keep living. As long as you and my mother wish for it. Consider the letter a bit of a stage prop. But everything you wrote was sincere. Quite so. Alas, did my deceit diminish my sincerity? I'm sure you've told your fair share of lies as well. The same is true of all your future subjects. No man or woman is completely honest. Fiction has its role to play in supporting people. Like with you in that book you hold so dear, yes? But there comes a time in all lives where reality starts to give chase. It closes in on us eventually. So when that time comes, well, if that time comes, we'll run from it for as long as we can. Is that so wrong? Of course not. It all comes back to weakness.
But it's weakness that makes people interesting. I find it endearing. Should you ever have need of deception, you can rely on me. I'll be at your service, no matter where or when. Schwäche macht Leute interessant. Das ist ein interessanter Punkt. I'll be counting on you, Alonso. And I, you. Now, go on and show me that new world of yours. Well, I do hope we can keep seeing each other like this. Come what may. So long, young Majesty. Ich finde das ja auch cool, dass das jetzt nicht noch ein Rank-Up gab, sondern das Spiel uns selbst getäuscht hatte und den Rank-Up schon vorher gab. Finde ich richtig gut gelungen. Sonst hätte man nämlich ahnen können, dass da noch was kommt. Oh, es hat nicht mal Zeit verbraucht. Das ist ja cool. Dann kann ich ja tatsächlich auch noch nach Alterbury Heights und da jetzt unter der Brücke einmal baden gehen. Ach, sieht das übel aus hier. So, wo geht das hier jetzt? Ah. Von dem Yufa erzählt hat? Was? Wasser, das engste lindert. Vielleicht kommen wir hier sogar an Mack. Ich glaube, das ist das, oder? Ich speichere mal. Aber wieso Yufa? Oh. Eine schöne Quelle, mit dem ominösen Himmel im Hintergrund. Aber okay. Vielleicht liegt es an dem unheimlichen Himmel. Aber es gibt hier keine Gäste. Ich könnte so wahrscheinlich ein schönes, entspanntes Bad nehmen. Das warme Wasser hat mich durch und durch aufgewärmt. Mein ganzer Körper zittert. Was soll ich bloß tun? Es ertragen. Ich werde es noch ein klein wenig ertragen. Mein Körper kocht in diesem Wasser. Ich kann nicht. Oh Gott. Ich dachte, das wäre ein positives Zittern. Was Pflanzenartiges schwimmt in dem Wasser? Eine Heldenfrucht. Genau, das Wasser nehmen wir auch noch mit. Ich bin aber gespannt, ob eine andere Antwort besser gewesen wäre. Ja, das ist so gut mit der Ansage. This here. Got it? Ich will einmal gerade laden und eine andere Antwort geben. Bin ich sehr gespannt, was das ändert. Einen kühleren Platz suchen. Ich sollte einen Platz mit exakt der richtigen Temperatur suchen. Das heiße Wasser fühlt sich so schön an. Ich fühle mich, als wäre ich bis zur Seele aufgefrischt. Ich spüre, wie meine Erschöpfung vollständig von mir abfällt und ich könnte auch einen Teil des Maklers im Wasser gewinnen. Ah, das gibt dann mehr Makler, okay. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king.
30 days remain. Have a look. Oh, jetzt gibt's aber ein Paket von Barden mit dem Heilmittel. Okay. Got it? So, wer ist denn an diesem Tag jetzt verfügbar? Hier ist nichts Neues aufgetaucht, ne? Nope. Nope, die nope. Das war's aus einer heißen Quelle, kann ich berichten gehen. Das werde ich auch tun. Was haben wir sonst? Barden halt. Okay. Where to? Let's go. Da sieht man halt schon wieder, dass jetzt bestimmte Charaktere wieder einen Tag Pause brauchen. Ah, ich kann ihn sofort ansehen, dass sie in einer heißen Quelle gebadet haben. Haben das Fläschchen mit heißem Quellwasser dabei? Das ist eine Ampulle. Dann möchte ich Ihnen das gerne abnehmen. Und wenn ich fragen darf, wie war das Bad? Schön und gemütlich. Ein Wasser, das wahre Gemütlichkeit vermittelt. Ja, das perfekte Qualitätssiegel. Jetzt muss ich dieses vom Prinzen durchdrungene Wasser nur noch vervielfältigen. Das ist ein bisschen weird. Doch, no King-Shaming, aber, ne? Verkauft die jetzt unser Badewasser? Geschafft, meine perfekten Badesalze sind vollendet. Was hat es mit diesem Gütesiegel auf sich? Und was meinen Sie mit Vervielfältigung des Wassers? Nun, ich verdiene mein Geld mit Badesalzen. Und wie könnte ich das Produkt besser bewerben, als es mit der Zufriedenheit seiner Hoheit? Zufriedenheit seiner Hoheit. Also wollten Sie ihn nur zu Werbezwecken benutzen? Darum geht es? Sind die Schlimmste. Moment, es tut mir leid, dass ich meine Absichten hinterm Berg gehalten habe. Aber dass ich eine Unterstützerin bin, ist keine Lüge. Heute packt die Leute in diesem Land die kalte Angst. Ich hatte gehofft, dass ich mit meinem bescheidenen Badesalz etwas Wärme in die Herzen zurückbringen könnte. Natürlich sind es nur Badesalze. Sie werden keine Kriege beenden oder Meinungen beeinflussen. Wahre Wärme kommt erst, wenn wir ein gedeihendes, friedliches Land sind. Und darum wollte ich eine Mischung verwenden, die ihren Segen hat. Immerhin sind Sie derjenige, der die Wärme zurück in unser Land bringen will. Sie scheint deine Worte wirklich zu verstehen, Wilhelm. Was willst du tun? Es könnte schon in Ordnung sein, ihr ein Gütesiegel zu verleihen. Solange ich mein hatte, wenn das alles ist. Oh, ich wusste, dass Sie es verstehen würden. Das ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nehmen Sie es an. Und das hier auch, bitte. Ich habe so viel über Ihren Ruf gehört, Ihre gute Arbeit, da kann ich Ihnen nicht weniger bieten. Es wäre mir eine große Ehre, wenn dieses Mittel Ihnen bei Ihren zukünftigen Vorhaben helfen würde. Wie auch immer. Was kriege ich denn? Das mächtige Allheilmittel. Okay. Ach, und nehmen Sie bitte auch das. Es ist nur ein Insekt, aber es besitzt einen schönen Glanz. Ich bin sicher, dass es irgendwie wertvoll ist. Ein Goldkäfer. Oh. Ah, natürlich, diese Salze verdienen sich den angemessenen Namen, der die Tiefe ihres Glaubens in sie widerspiegelt. Ich habe mich entschieden, ich nenne es royale Umarmung, Waldduft. Stellen Sie sich mal vor, wollen Sie riechen, als würde seine Hoheit persönlich in seinen, als würde seine Hoheit Sie persönlich in seinen Arm halten? Moment mal. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. Hier, kein anderer Name würde derart die Seele berühren. Aus diesem Herzen danke. Mit Ihrer Unterstützung, Eure Hoheit, wird dieses Badesalz ein durchschlagender Erfolg. Ich werde dem Krämerladen der Stadt sofort dieses Produkt empfehlen. Okay. Ich habe Sie problemlos dazu bringen können, es zu verkaufen. Also, dann nutzen Sie bitte gleich die Gelegenheit und stocken Sie auf, Eure Hoheit. Ja, jetzt soll ich das kaufen, oder was? Es läuft gut und während ich darauf warte, dass Sie das wahrhaft warme Land unserer Träume aufbauen, werde ich mein Bestes tun, damit es alles schön und gemütlich haben. Cool. Das Beste geben? Konnte es eigentlich so weit kommen?
Auf was wartet sie hier eigentlich? Ah, okay. Ich bin noch nicht... Ich habe noch nicht genug Weisheit, um sie fortzusetzen. Ja, das heißt, ich muss jetzt wohl Barden abschließen. Wird gespeichert. So. Oder fällt mir ein. Ah, ich wollte noch mal was machen eigentlich. Mir ist klar, dass du es ernst meinst, aber hast du deine Meinung geändert? Du hast doch jetzt vor, König zu werden, oder nicht? Das habe ich, verstehe. Dann verspreche ich, dich jetzt noch mehr zu unterstützen. Allerdings wirft das die Frage auf, was ich in diesem Moment überhaupt tun kann. Ich muss schon sagen, du tauchst immer zum perfekten Zeitpunkt auf. Ich wollte gerade gehen. Okay. Das hier ist jetzt schneller wohl. Ja, das ist tatsächlich schneller geworden. Das haben sie schneller gepatcht. Okay. Moment, was? Gleich wird der Gouverneur von Matera bekannt gegeben, dass zuvor wegen der Sache mit dem Riesensandwurm aufgeschoben wurde. Mit anderen Worten, ich stehe kurz davor, mein Amt zu verlieren. Du hast mich jedoch die ganze Zeit unterstützt, also solltest du auch dem Ende beiwohnen. Es ist jetzt Voice, weil es ist ein letztes Event, ne? Yes. Everyone's gathered here today to learn what's what, and probably to sentence me to exile. What will you do if you're exiled? Who knows, laddie? This town was everything to me. Maybe I'll just live alone for a bit in the mountains and think on it there. I asked you all to gather here so I could speak about Martira's governance. While Barden was recuperating, I was glad to act as his proxy. However, henceforth, I would like Barden to resume his duties as governor. Oh, surprise! Hat keiner mit gerechnet. At the time, I cooperated only so I could use you for my own ends. But I had a revelation in those moments as the giant sandworm approached. I saw that I cannot even protect myself, much less the people. When you returned here exhausted and in tatters, I regretted everything from the bottom of my heart. My actions are unpardonable. Sir Gastro, but if I go back to governing, it's... Glaub an dich. Have some faith in yourself, Barden. All right, if you say so. I'm just not sure where to start, except to begin with an apology. My excessive measures frightened you all, and I implemented them because of my own insecurity. I was anxious about whether or not I could keep you safe, so I turned to surveillance and barriers. No more. We'll keep some of our armed forces, but what I really need for security is to have faith in you all. That's why I am not fit to govern. Things will be different now. He's right. We've changed. From now on, we won't push all the power and responsibility onto just one person. Barden, listen! I followed your example and built a defensive barrier myself. I did too. And I had an idea. We could turn uninhabited houses into shelters. Things didn't go well before, that's true. But you're not the only one at fault, Barden. This is just as much our town as yours. Oh, laddies and lassies. You see? After two disasters, everyone has a more mature view of things. You're free to decline. But is that really what you want to do?
must apologize. If it truly is what everyone wants, I'll be the governor of Martira again. This time, I won't do anything to scare the populace. We'll have faith in each other and the town's unity will be known far and wide. And for our first step, I have the perfect suggestion. Step forward, young man. Oh. The reason I stand here now is thanks to this fella. He is the hero who saved this town. The one most worthy of the crown. I want us to support him as the future king. Yes! Bargain and a hero together! Woo! Deswegen war das also so weit verzögert, dass ich das erst jetzt machen konnte, ja? Weil das mir nochmal Stimmen bringt. It was this little poor wee who started it. He didn't mean to, but he touched an igniter some fool had left behind. I only know this because just the other day he came to me begging for forgiveness, all in tears. If I'd known from the start, I would have just thought it a lone accident. Instead, I acted like invaders had infiltrated us. Got my people all terrified. Du bist immer noch so gütig. You're a kind person. I'm the kind of man who rushes in without thinking. I ought to take more care and not act so rash. Let's focus on the future now. This region, in fact the whole country, depends on it. Mind if I ask you just one more time? If you think I'm fit to govern? Ich bin mir nicht sicher. There's no one more qualified for the job than you, Barton. And you truly believe that? Then I must devote myself to the work even more, so as not to disappoint the future king. Thank you greatly for everything you've done. This only happened because I had your support. Even when I made mistakes, you stuck by my side. I'll return the favor one day. I swear it. Nice, nice, nice. Was glaubst du, werden wir dieses Wochenende... Oh. Werden wir dieses Wochenende fertig mit dem ersten Playthrough? Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab. Also dieses Wochenende, das ist nur noch heute und morgen. Wobei am Montag wäre auch noch ein Stream. Ich weiß nicht, ob du den jetzt zum Wochenende mit dazu zählst an der Stelle. Aber ich glaube, es hängt wirklich sehr stark davon ab, wie viel jetzt noch kommt. Weil, was ich so gelesen habe im Internet, war von wegen, Leute dachten, sie wären am Ende des Spiels und dann war das noch nicht vorbei. Dann kam da noch mehr. Das heißt, ich kann es absolut nicht einschätzen, ob dann jetzt zum Beispiel der Palast da zum Beispiel, ob das wirklich das Ende sein wird, ob das der letzte Dungeon ist, oder ob danach erst noch der letzte Dungeon kommt. Ja? Also, ich glaube, da geht vielleicht noch ein bisschen. Was ich aber schon mal sagen kann, das ist ein guter Punkt eigentlich an der Stelle. Und zwar, heute ist der 2.11. Nächste Woche wäre quasi noch eine normale Streamwoche. Und danach die Woche würde ich dann spätestens den Streamplan mal wieder aufbrechen, dass sich die Zeiten wieder ändern. Denn am 12.11. kommt der Final Fantasy 14 Patch und den würde ich auf jeden Fall am 12.11., das ist ein Dienstag, würde ich auch mit euch dann erleben wollen, abends. Das heißt, da freue ich mich sehr drauf. Da kommt der Final Fantasy 11 Raid in Final Fantasy 14 und wir haben eine neue Story. Und das könnten wir dann den Abend dann zusammen machen. Und danach würde ich mich, glaube ich, ein bisschen unter der Woche wieder zurückziehen. Beziehungsweise generell nach Metaphor hatte ich das vor. Also nach Metaphor steht dann Final Fantasy 1 bis 6 an. Erstmal für den restlichen Monat. Ist so mein Plan. Ende des Monats habe ich Geburtstag. Und ich weiß noch nicht ganz, was ich mir wünschen soll. Aber vielleicht machen wir Astrobot. Je nachdem, ob ich mich dazu entscheide, mir das zu wünschen.
Und ja. Besuchen wir die alte Welt. Oh, das kann passieren, dass das hier noch so in die Richtung geht. Wer weiß, wer weiß. Ja. Na, also das New Game Plus von Metaphor würde ich nicht mehr im Stream machen wollen, weil ich ein paar Videoideen zu Metaphor habe, denen ich nachgehen möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich mich unter der Woche dann streammäßig wieder ein bisschen zurückziehen wollte, damit ich Zeit habe, diese Videos zu machen. Aber schauen wir mal, wenn wir dann soweit sind. Also das ist jetzt so der Plan für den November. Ich würde jetzt quasi Metaphor nein, sobald wir Metaphor durchhaben, würde ich dann quasi unter der Woche die Streams wieder reduzieren, nur halt für Final Fantasy XIV dann am 12.11. den auf jeden Fall noch lassen. Und, was werde ich hier eingeladen? Ich will kein Dissidia spielen, danke. Warum tauchen hier einfach Einladungen auf? Was soll das? Da wollte wohl jemand Screentime haben. Ja, also, ne? Aber wenn wir Metaphor jetzt nicht schaffen, bis Montag, sage ich mal, bis einschließlich Montag, dann würde ich den Mittwoch auf jeden Fall auch noch auch wieder Metaphor spielen. Ja, und dann, wie gesagt, sobald wir Metaphor durchhaben, weniger unter der Woche und am Wochenende dann Final Fantasy 1 bis 6. Und die Final Fantasy Spiele, zumindest die ersten, die sollen nicht so lang sein. Da heißt es schon, bis zur Platin braucht man so 16 Stunden oder sowas. Das ist ja nichts. Ich meine, ich kenne die Spiele noch nicht, aber das ist ja nichts. Also, mal schauen, wie weit wir da kommen. Und dann halt, wie gesagt, könnte man eventuell Ende des Monats, vielleicht Anfang Dezember, noch Astrobot spielen, was auch eine schnelle Sache wäre, aber wahrscheinlich eine coole Sache. Und danach im Dezember dann Trades Through Daybreak New Game Plus, sobald das YouTube-Projekt durch ist. Ja, das ist so mein Plan für die nächste Zeit. Für das restliche Jahr, um genau zu sein. Um Weihnachten herum gibt es auch wieder Final Fantasy XIV. War am 24.12. bringen die Content raus, ey. Aber okay. Gut. Schauen wir mal. Your tempered bond has become a fire-forged trust. Thus, a new pinnacle of heroism awakens within thee. By the grace of his newfound powers, work to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Nice. Ach, den Kriegsherr hat die noch gar nicht. Interesting. Content, um dich von Final Fantasy 11 ab. Today really is such a bonny day. Also, Final Fantasy 11 habe ich gar nicht geplant. Ich weiß, Final Fantasy 11 wird wahrscheinlich wieder zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie Free Login bekommen oder sowas, aber da habe ich wirklich nichts geplant mit. Stattdessen habe ich noch weitere Videoideen, die ich dann eigentlich zum Ende des Jahres hin mal machen wollte. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch im Dezember dran arbeiten, aber ja, Weihnachten selbst weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich dieses Mal zwischen Weihnachten und Neujahr auch mehr Zeit für mich haben, aber das ist ja schon wieder hinfällig mit Final Fantasy 14. Mal schauen. The townspeople love me, despite all my flaws. And everyone is so... Thank you again. I'm just so happy. Aww. Juhu. Matira war jetzt nicht so groß, aber okay. So, wir hatten hier zur Verfügung
Juna, Niras und Brigitta. Mach mal Juna, dann ist sie fertig, wa? Hey. Erinnerst du dich daran, was ich Myrtis gesagt habe, dass ich sie singen hören möchte? Und ich glaube, da kann ich etwas deichseln. Das ist ein einmaliger feierlicher Anlass, also möchte ich ihr wirklich ein Geschenk machen oder dergleichen. Aber ich hatte ich hatte nicht viel Zeit, um mir was zu überlegen. Ich schätze, sie wird sich wohl damit begnügen müssen, dass wir hinübereilen, um sie zu sehen. Kannst du jetzt mitkommen? Thanks. Juhu, ich kann es kaum erwarten, sie singen zu hören. Wir müssen zum Nachtpirscher drüben in Briehafen. Kannst du bitte deine nette Teleportmagie wirken? Ist auch das letzte Event von ihr, also auch voiced. That girl's amazing. I'm kind of emotional right now. Aww. She's a bit rustic, but she might have what it takes to be a songstress. Look at Myrtis now. Her audience is melting in her hands. I asked Capra to make some connections, and I think introducing Myrtis here was the right choice. I think she's got potential. Yes, she really does. If I don't watch out, she may just pass me up. Her voice, though, it lights a fire in my heart. You came? Oh, I just wanted to catch a few notes. But I must admit, you sing with a river of emotions, and it swept me away. I didn't expect to say it, but I was having a great time. You don't say. Well, thanks. I'll take your word for it. As for me, I think I've learned to face my demons. There's nothing standing between me and my songs now, so you keep an eye out, because I'll be right on your tail. Next time we meet, we'll be sharing a stage. Well, shouldn't you be off then? Take too long and I'll have a stage larger than this country. There's that telltale confidence. I will be off, but do enjoy your time here. The cheek on that one. But you know, my good man, I think this whole ordeal has finally shown me exactly why I sing. It's not the lyrics, it's not the harmony, it's the power of the song as a whole. And it varies. When Myrtis sings, you can feel her fiery passion. But for me, I want my music to give people hope, no matter how deep the despair. I want my songs to show people that there is always a light that they just have to reach out and touch. That the future is worth fighting for. I think that's what the world needs right now. Aww. You already fill me with hope. To hear that from you, of all people, is high praise indeed. But just you watch. I'm not done growing. Well, it would be much easier to do that if the world weren't under a constant barrage of tragedies. So let's work together to create a world where everyone can hear me sing in peace. I'll expect a seat at your side. Every time. I want my next song to bring a smile to every face. Schön, dass es auch hier die vollen Punkte gibt. They'll hum across the kingdom, but more than anything, I want you to love it. My sister told me something once. She said I should always strive to get my voice out to more and more people. Journey has been difficult at times, but I'm so glad I never gave up. And as for you, you better be at my side, listening to every note. Ach, schön. The ephemeral songstress, Juna, keeper and heritor of the masked dancer's virtues, by the grace of her newfound powers, work together to give truth to our hopes and fulfill thy destiny.
Vererbungsplätze. Erhöht die MP-Wiederherstellung der Triumphhymne. Sehr schön. Und das andere weiß ich immer noch nicht, was das sein soll. Tonight we drink. You're stuck with me until the dawn breaks. Don't make that face. I just want to see what kind of music you like. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 29 days remain. Oh, noch 29. Naja. Das Daily Stand-Up-Meeting. Ich höre eine Stimme. Oh, ja, nice. Basilios wieder ready. Und ist auch der Einzige hier noch. Ja. Halt Yufa ist sonst noch, ne? Und Niora ist vielleicht abends. Aber ich glaube, ich mache Brigitte dann als nächstes mal fertig. Damit müsste ich dann auch das Händler-Upgrade noch kriegen, ne? Den neuen Archetypen. Das ist bestimmt auch nicht zu vernachlässigen. Okay, dann schauen wir mal, was er jetzt hier hat. Wir sind hier, um dir zu helfen. Was ist los? Du siehst nicht gut aus, Kumpel. Unter einem solchen Himmel sieht niemand gut aus. Lass uns die Einzelheiten abklären, in Ordnung? Kennt ihr den Nachtpirscher? Den zwielichtigen Club? Dort betreiben einige Typen unter der Hand einen schwunghaften Handel mit Zündern. Die Fäden zieht natürlich ein Schmuggler. Reich wie ein König und nie einem Drink abgeneigt. Hat ein Vermögen mit dem Verkauf von Zündern auf dem Schwarzmarkt gemacht. Wenn er den Laden verlässt und sich über sein neuestes Geschäft freut, komme ich von hinten und breche ihm das Genick. Das Genick? Na, warte mal, du willst ihn einfach töten? Was zur Hölle denkst du dir dabei? Was ich mir dabei denke? Das weißt du doch so gut wie ich, Basilio. Irgendwer muss Leute wie ihn töten. Und in diesem Fall bin ich das. Sag mir nicht, dass du mit all den Morden, über die man spricht. Moment, wir sollten uns wenigstens anhören, was er zu sagen hat. Tja, da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe sie alle getötet. Mika, warum tust du... Nachdem ihr geflohen wart, wurden die Experimente schlimmer. Sie sagten, sie könnten es nicht zulassen, dass auch wir fliehen und haben uns richtig fertig gemacht. Täglich starben Freunde, endloser Schmerz, Stunde um Stunde. Und doch sagten sie, wir sollten dankbar sein. So seid ihr nichtsnutze, doch noch zu was zu gebrauchen. Auch ich wurde in den Abgrund geworfen, als wäre ich eine Leiche. Und ja, ich habe überlebt. Und in mir wuchs eine Kraft. Die Macht, diejenigen töten zu können, die bequem von dem Geld leben, was sie mit Zündern verdienen. Das ist eine Offenbarung, oder etwa nicht? Ich dachte, dass zumindest du das verstehen würdest, Basilio. Ich versuche, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es ist... Kumpel, du hast jedes Recht, sie zu hassen, aber... Das kannst du nicht unterstützen. Ich kann kein Teil davon sein. Du Verdammter! Du warst der Erste, dem die Flucht gelang, und jetzt sieh dich an! Aufgetakelt für die feine Gesellschaft. Und woher kommst du? Wo ist deine Familie? Wenn Fidelio noch am Leben wäre, würde er sich... Hey, Winker! Verschwinde, ich will dich nie wieder sehen. Du bist nicht meine Familie. Du bist für mich gestorben. Was soll ich nur tun? Ich verstehe ja, wie er sich fühlt. Auch ich spüre den Schmerz. Aber Mord ist nun mal Mord. Ja, verdammt, das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn der hier wäre, wüsste er sicherlich Rat. Finde deine eigene Antwort. Du musst nachdenken, deine eigene Antwort finden. Das ist leicht gesagt, aber wie soll man das denn bitte anstellen?
Der und ich wären da drin gestorben. Die Schmerzen brachten uns nach und nach um. Ich habe jeden einzelnen Tag daran gedacht, die Bastarde hinter den Zündern zu töten. Aber ich kann doch nicht einfach herumlaufen und die Leute töten. Das ist falsch, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Winker wird sich nicht davon abbringen lassen. Hey, was würdest du? Nein, vergiss es. Du bist nicht Dell. Ich kann dich nicht darum bitten, mir zu sagen, was ich tun soll. Aber wenn ich meine Antwort für Winker habe, wirst du mir helfen, oder? Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich auf dich zählen. Vererbungsplätze hoch. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken, in Ordnung. Lass uns für heute einfach zurückgehen. Brigitte! Die Langeweile ist anders als früher, aber das Licht in ihren Augen ist unverändert. Sie sind schon ein amüsanter junger Mann. Ich habe auch schon auf Sie gewartet. Ich möchte mit Ihnen über meine Entscheidung sprechen. Haben Sie jetzt Zeit für mich? Auch das ist wieder Voice, weil es Ihr letztes Event ist. Ich danke Ihnen. Honestly, I was thinking about closing up shop for good, but I see we have one last item of business for today. You didn't notice? 2 children have been following you. They have igniters. I imagine they're here for me. Brigitte! You two. I saw you at the village. Oh, das sind Überlebende aus dem Dorf. What a shame, right? I bet you didn't think you left any survivors, right? Everyone we know is dead! You killed them! I see. So, you're here for revenge. Is that it? You've got it wrong. The church was the one that did this to you. What are you talking about? The Sanctus told me all about it. They said you set the whole village on fire. That's why they gave me this igniter. They said killing isn't wrong when you're punishing the wicked. I see. You. My apologies. But I'd appreciate if you didn't interfere. No matter what happens. Understood. This is your first time killing someone, I take it. I hate to break it to you, but you should have finished the job without saying anything. You realize you just gave yourself away. Now I might dodge. That's a chance at survival I didn't have before. Macht sie da eine Lektion für die draus? Ach. Kill you. And what's the exit plan after you've done the deed? How do you get out of the city before they find my corpse? Or did the Sanctus forget to mention these details? The church thought they'd use you to kill me. That? Or they were hoping I'd kill you? No! You're lying! If you don't have it in you, then I suggest you save your revenge. You're not fooling us! It's a painful thing to live your whole life running away, carrying your sins on your back. If you ask me, it might even be harder than killing someone. You'll watch me die again whenever you close your eyes. You'll smell my blood, hear the rasp of my final breaths, see my eyes cloud. Again and again and again. That's what lies down this road. It's a dark path to walk, alone, with the weight of your despair. Your heart won't let you trust again.
nor will it let anyone save you. But you still have time to turn back. Ich finde diese Ausrufezeichen dann immer, als hätten sie jetzt was realisiert. Finde ich immer wieder gut. I've prepared living spaces at my research facility. They're meant to give people like you a safe home. What? What are you talking about? You think we trust you? I know how easy it is to lose all your peace and hope in an instant. And now that you've seen that firsthand, I can't fault you for doubting me. But just once, just one more time, I want you to think of your future and get the help you need. It's a hard thing to crawl up out of hell. But the first step is having the courage to believe. But if I lived in your place, you'd just kill me. Alles gut, sie wurden nur entdeckt wie Snake. Ja, genau. I'm not saying you have to trust me right away. Believe me. I have a hard enough time trusting people myself. But isn't this what you two really want? To believe in people, and believe in your own happiness. Thank you. I'll show you the way to the research facility now. That took incredible bravery, you two. I can already tell you have a better life than mine ahead of you. A more peaceful and gentle future, greater than anything we could imagine, is about to dawn. The two of them fell asleep as soon as they found their room. Must have been the first sleep they'd had in days. Can't imagine how nervous they must have been. We have to protect them. We can't let this place be destroyed. Suppose that means I can't afford to close down the shop just yet. I'll keep selling igniters for now. But I'll only stock models with limiters, meant to dampen their destructive force. And I'll offer a bargain for the people to trade in non-limited igniters towards buying my wares. Against the church's campaign, it'll barely make a difference. But it'll buy some time until you take the throne, right? That's smart. But I expected no less. Well, once your heart's set on something, your brain tends to follow suit. It's a small gesture, at best. A pretense at change. But it's enough. As long as it can give those children a little hope. I trust you to brighten our world. Give it the surge of hope it needs. Take the throne, and lead us forward. I want that hope to come from the both of us. Ah, right. Now I'm in the thick of this research. I can't exactly dismiss this as someone else's problem anymore. So we'll take on the job together. May the flame of hope burn ever brighter, and may the light of that torch pierce the world's dark. May it reach the crying and the suffering, and save them. I vow to stand by your side. I'll find ways to be useful to you. I was always afraid of telling the truth. I built igniters into a shell around my life. On the inside, I figured I had nothing. I was nothing. Just a hollow parody of a person. But even knowing how weak I really am, you refused to abandon me. Thanks to you, I've come to know hope again. So I'll believe in that hope, and try to live my life to the fullest. That's my decision, and I'll stick by it. Thank you, young man, for giving me the courage to live again. The traitor and iconoclast, Brigitte.
keeper and heriter of the merchant's virtues. Bilderstürmerin. Bilderstürmerin. Iconoclast. Okay. Your tempered bond has become a fire-forged trust. Thus, a new pinnacle of heroism awakens within thee. By the grace of her newfound powers, work to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Thank you for helping Der me. Magnat. Na, endlich! No doubt there are countless people out there suffering, enduring unimaginable pains at this very moment. But you can show them that their world is not a living hell. Not when you have your own vision for it. I'll be waiting for the day it comes true. Jo, okay, was fehlt denn jetzt noch? Oder wer fehlt denn jetzt noch? The hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 28 days remain. Look at this. Ein allmächtiges Heilmittel. Let's head there. Ich glaube, jetzt habe ich hier am Tag, glaube ich, nichts, oder? Nee, jetzt habe ich hier keinen mehr. Es sind auch nur noch die 3 hier. Jo, Yufa, Basilio und Niras. Und für Yufa brauche ich erstmal mehr Dingens. Das kann ich abgeben gerade? Aber er hat doch gerade kein Event. Na ja gut, dann gebe ich ihm das einfach mal. Habe ich eigentlich noch einen neuen Eintrag? Ah, das letzte ist völlig unbekannt. Hallo? Oh, da fällt mir ein. Also ich kann gerade nicht mit ihm sprechen. Das ist ja schade. Kann ich ihm das also nicht geben. Aber mir fällt gerade ein, ich könnte ja mal halt die Bilder noch Maria überreichen, oder? Warum wird denn die Kleine? Ach, hier steht sie rum. Sehr schön, sehr schön. Fehlt da tatsächlich noch was? Weiß ich gar nicht. Da unten links könnte noch was hinkommen, oder? Okay. Wir brauchen Weisheit. Haben wir irgendwas, was uns Weisheit gibt? Ich kann doch auch irgendwie noch mit Maria kochen, oder? War da nicht auch mal was? Ah, nicht jetzt, wa? Nee, nicht am Tag. Brauchst du mir noch was nützen? Nein, ich will nicht mit dem klugen Mann sprechen. Oder doch?
Ich dachte gerade, ich rede mit dem, der da sitzt, aber nee. Oh, werden beim Schlachter verkauft. Ich glaube, das erweitert einfach das Inventar der Shops. Hey! Hey! Ganz plötzlich verkauft er mehr. Also, dann ist jetzt trotzdem die Frage, wie lerne ich jetzt mehr Wissen? Ich habe die letzten Tage vergessen, im Fairnesslauf ab. Oh. Aber ein Glück habe ich das heute nicht übersehen. Weil morgen ist Musiktag, ne? Jo. Hab ich komplett vergessen. Naja. Die EP sind jetzt nicht so die Welt, aber die Items, um die ist es schade. Okay, was haben wir denn in Grand Thread? Da könnte ich mich hinsetzen und Weisheit erlangen, aber ich glaube, das ist nicht so viel, ne? Redegabe. Where to? Kann ich hier dann nochmal... Hier ist Weisheit da oben, ne? Nee, habe ich hier gar keine Weisheit mehr? Da kriege ich noch Fantasie? Was soll denn das? Where to? Ich habe hier einfach keine Weisheit mehr. Was soll denn das? Where to? Da hätte ich Weisheit. Hat der Tom hier zum Beispiel nicht mehr. Where to? Where to? Dann versuche ich es vielleicht tatsächlich noch in Grand Thread. Dann schaue ich mal, wie viel ich da kriege. Aber wenn das nur 2 oder 3 sind, dann mache ich lieber was anderes. Something up? Oh. Okay. Dann schauen wir mal. Look at that. All right. Ah, hoho, sehr schön. Was muss ich nochmal machen? Das ist ja sehr gut, dass ich da einfach so einen großen Boost bekomme. Ich kann hier auch gar nicht mehr mit denen kochen. Habe ich das wohl verpasst? Ist das eine verpassbare Trophy? Ja. So, wer steht denn alles an? Ist nur er gerade. Ah, machen wir ihn mal.
Du meinst das hier? Ja. Ein seltsames kleines Teil. Der Mechanismus sieht ziemlich primitiv aus. Nein, warte mal. Das hier sieht aus, als würde es etwas verbergen. Oho, das kann doch nicht so einfach sein. Haha, Volltreffer. Mein lieber kleiner Wonneproppen. Wie lange habe ich darauf gewartet, dich in meinen Händen zu halten? Das war wirklich ein Relikt, was? Haha, und natürlich verbindet sich es hier mit den anderen. Ja, damit wäre die Hypothese bewiesen. Die Inspiration schlägt zu und welch ein Prachtexemplar. Wilhelm, das habe ich dir zu verdanken. Ach ja, wir haben jetzt schon einige eingesammelt. Stehen wir kurz vor einem Abschluss der ganzen Sache? Na, noch nicht ganz, es fehlen noch 2. Der alte Knacker hat notiert, dass es insgesamt 8 Teile sind. Und von den 2 fehlenden ist eins... Ha, wie wär's? Würdet ihr mich auf einen kleinen Ausflug begleiten? Das wird doch nicht lange dauern. Klar, aber wohin geht es denn? Nach Hause! Joris brachte uns zur Garage seines Anwesens in einer Ecke von Grand Thread. Hey, das hier ähnelt mehr einer Garage für Fairnessläufer als einem Haus, oder? Hast du tatsächlich hier geschlafen? Natürlich, ich habe neben meinem Schmuckstück geschlafen, gegessen und bin neben ihm aufgewacht. Ist das nicht ein Traum? Oh, ich wusste, dass es die ganze Zeit schon hier war. Ich finde das relatable übrigens, ne? Warum sollte man zum Schlafen woanders hingehen? Wenn man das einfach in der Nähe machen kann. Ich schlafe auch in diesem Raum. Möchte ich an der Stelle noch mal hervorheben. Wisst ihr, das letzte Relikt hatte so ein seltsames kleines Grübchen. Ich habe euch schon mal davon erzählt, oder? Dass ich als Junge mal ein ähnliches Stück Schrott bei meinen Suchen nach Fossilien gefunden habe? Mir kam der Gedanke, dass dieses Relikt hier genau in die Form von den anderen Teilen passt. Deswegen sind wir hier reingeschlichen, weil ich vermutet habe, dass es hier ist. Also habe ich probiert, ob die Teile zusammenpassen. Klick, klack, knick, knack, boom. Es passt perfekt. Ach, egal, welche Last ich tragen muss. Der klügste Kopf meiner Generation. Welche schwere Last ich tragen muss, der klügste Kopf meiner Generation zu sein. Was für eine Legende. Oh, lass dich nicht aufhalten, Junge. Erzähl mir mehr von meinen Heldentaten. Es ist lange her, dass ich hier war. Da überkommt mich ein Gefühl der Nostalgie. Das hier war mein ganzes Leben. Hier begann ich von den Sternen zu träumen. Ich wollte diesen Traum verwirklichen, aber hier war es auch, wo ich daran scheiterte. Als Hulkenberg mich aus meiner Werkstatt gezerrt hat. Nun, ich hätte nie gedacht, dass ich mich nochmal in die Lüfte erheben würde. Diese Reise mit euch allen hat mich zum Positiven verändert und ich werde bis zum Ende bei euch bleiben, damit das mal klar ist. Bis zum Ende und dann weiter, finde ich gut. Gewiss doch, dann sorge ich besser dafür, dass ich noch lange gesund bleibe. Dieser Kampf bedeutet, dass wir gerade die Halbzeit erreicht haben, was? Mit euch wird es einem nie langweilig. Ich freue mich schon auf viele weitere Tage voller Abenteuer. So, ich habe jetzt aber nur noch eins, was ich ihm geben könnte. Aber da es noch nicht mal einen Sicherheitsmechanismus gibt, bedeutet das dann wohl... Verstehe, das letzte Teil muss dann... Nein, ich sehe es mir besser erst persönlich an. In jedem Fall fehlt nur noch eins. Wir sind so weit gekommen, also müssen wir es auch zu Ende bringen. Ich weiß, dass du es schaffst. Der Traum beginnt. Das habe ich sogar schon, ne? Nur, was war das für ein Geräusch? In diesem Teil der Stadt gibt es nicht viele, die auf der Straße leben. Das war bestimmt nur der Wind. Ich mache erstmal sauber, dann hole ich mir ein paar Sachen und dann gehe. Gehe ich? Okay. Geht ihr schon mal zum Läufer zurück? Ja, ich komme gleich nach.
Wie du meinst, aber komm nicht zu spät zurück. Sass. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 27 days. Musiktag. Es gibt Glück, im Fairnessläufer abzuholen. Try not to die. So, No, no. Let's go. Smash it all to bits. Jo, okay. Fairnessläufer. Da. Well then. Got it. So, was haben wir hier noch drin? This is Alright. Okay, so. Wie verbringen wir diesen Tag? Haben wir hier jemanden, der was von uns will? Oh, Basilio ist auch nicht möglich? Mein Fantasiewert ist nicht hoch genug. Ach, das ist ja anstrengend. Okay, das heißt für mich, ich gehe nach Grand Threat und erhöhe erstmal wieder... Erstmal wieder den Weisheitswert. Ja, Fantasie ist dann aber auch ein Problem. Uff. Kann ich das hier irgendwo steigern? Habe ich hier Möglichkeiten zur Steigerung von Fantasie? Sieht ja nicht so aus, ne? where to? Nicht in diesem Ort. Atterbury Heights war da, glaube ich, Fantasie. Da. Tricky. Ich müsste sie beide weitermachen letztendlich. Die Weisheit könnte ich jetzt wahrscheinlich hochpushen. Aber wenn ich mir das hier anschaue, hat er es, glaube ich, mehr nötig, weil er hängt noch einen zurück. Da käme der Zerstörer-Archetyp dann auch hinzu. Das halte ich für sehr wichtig, wenn ich ehrlich bin. Bei Yufa. Ja, sie könnte ich dann halt mal aus der Party nehmen. Ich glaube, es nimmt sich nicht viel, ne? Machen wir erst Basilio. Alright then. Ach halt, das ist... Ups, hier. Der Opernplatz. Ich hoffe, das gibt mir auch so wunderbar viel. So einen Schneemann bauen, okay. Mit dem Körper beginnen. Rund und dicklich. Ja, wenn wir den kleinen Körper machen, dann fällt der Rest zusammen. Dreieckiger Ohren. No kidding. All right.
Hyperrealismus. Okay, ich glaube, das waren ein paar falsche Antworten, aber ich bin mal gespannt, wie viel es gibt. Ah, es ist keine Katze. I see. Alright. Okay, das gibt eine Menge, aber nicht genug. Ah, sehr schön, er wäre dann auch direkt verfügbar. Muss nicht noch ein bisschen warten. Say there. Let's go! Gut, dann machen wir den mal klein und schlank. Gute Idee, das hört sich doch gut an. Ah, dreieckige Ohren. Hyperrealismus. Sie sagte, das ist ein bisschen einfach gerade, aber halten wir es einfach. Ich bin gespannt. Es ist halt auch wieder nur ein normaler Schneemann. Was soll das denn? Gut, dann gehen wir vor Hyperrealism. Dum, dum. Say there. Legen wir los. Klein und schlank. Dreiecke Ohren. Hyperrealismus. Ich hab's. Vielleicht können wir in Summe wie eine echte Katze aussehen lassen. Auf geht's. Ich bin gespannt. Wenn es jetzt wieder nur normaler ist, dann bin ich in... Oh! Damn. Das ist schon ein bisschen erstaunlich gut. Das muss ich nur 3-mal machen, um das voll zu kriegen, ja? Boah. Puh. Habe ich keine bessere Möglichkeit, um Fantasie zu leveln? Hier noch ein Relikt. Ah, es war also ein Relikt. Und jetzt haben wir 8. Wunderbar. Das ist dann das letzte, ja? Nun, das stimmt, aber... Es tut mir leid. Das Problem ist, alle unsere Relikte wurden gestohlen. Na klar. Hast du wieder getrunken? Ja, wer war das? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Du warst neulich mit mir in der Garage, ja? Du musst dich doch erinnern. Sie war nicht verschlossen. Diese Gelegenheit haben sie gnadenlos ausgenutzt. Dann sind alle Relikte, die wir bis jetzt gesammelt haben, weg. Hast du eine Idee, wer sie gestohlen haben könnte? Wenn du so fragst, ich hatte das Gefühl, jemand beobachtet mich. Dann hat dich also möglicherweise jemand beobachtet.
Na dann, hatten wir nicht ein Geräusch in der Garage gehört, so? Aber wer wird denn Relikte stehlen? Was hat man davon? Ich glaube ja nicht, dass man die in irgendeinem Laden verkaufen kann. Jemand, der sich mit Relikte auskennt? Das wäre unser Albtraum, wenn die Relikte gestohlen wurden, um sie zu benutzen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn das letzte Stück nicht für die Kühlung verwendet wird, dann muss es insgesamt... Wenn ich nicht gerade auf dem Holzweg bin, muss ich dieses Problem selbst angehen. Als ein Mann der Wissenschaft und als Gelehrter der Technologie ist das meine Pflicht. Wilhelm Gallica, bitte, könnt ihr die gestohlenen Relikte wieder beschaffen? Ich kenne einen Gardisten in Grand Shred, mit dem du reden solltest. Normalerweise steht er vor dem Rekrutierungszentrum. Wenn es eure ultimative Mission ist, Louise zu besiegen, besteht meine darin, die Sache mit den Relikten abzuschließen. Bitte helft mir, das Problem zu lösen. Alles klar. Danke. Ich kann nur euch vertrauen. Wirklich wundervolle Kameraden unterstützen mich. Vielleicht waren all meine Fehlschläge bis jetzt doch nicht so umsonst was. Oh, da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht geschaut bezüglich Steckbriefe. Ich überlasse den Gardisten in deinen fähigen Händen. Gib mir Bescheid, falls es etwas Neues gibt. Ich frage mich an den anderen Ausgängen der Stadt durch. Natürlich muss es wieder eine Sidequest geben dafür. 26 days remain. Niu. Dann schauen wir doch direkt mal nach, ob wir einen Steckbrief noch hätten. Vielleicht gibt es noch einen neuen Ort. Ich vermisse auch immer noch die Trophy bezüglich dem Aufdecken aller Orte. Oh, 3 Stück sogar. Kokamordos, Grauen der Lüfte. Bandenführer Zistos, der Fanatiker. Und Ordemos, Hauer des Grolls. Ja, ja. Gib mir halt den Auftrag. Erhöht den Mut. Ah, neue Orte. Mit Ruinen. Na, sowas. Ja, wir fragen die dann natürlich bezüglich dem, was sie da noch wissen. Und, oh, da oben. Auf dem Weg dahin finden wir auch noch was, wa? Aha, auf dem Landweg. Also welchen Gardisten soll ich hier fragen? Ihn hier? Ein Dieb, so. Nun, hier ist es das hier ist eine große große Stadt mit unzähligen Einwohnern. Wir geben unser Bestes, aber uns fehlen die Leute, um jeden Gauner zu schnappen.
Ich muss aber schon sagen, mich überrascht, dass Berühmtheiten wie sie selbst nach dem Täter suchen. Letztens habe ich noch einen anderen Promi hier gesehen. Wir wissen schon, diesen seltsamen Kandidaten Jin. In letzter Zeit wandert er hierher umher und murmelt was von irgendwelchen Relikten. Relikte? Dann steckt Jin hinter allem. Hier können Sie uns sagen, wo er hingegangen ist? Er sagte, er wolle zur stillgelegten Mine gehen oder so ähnlich. Kam mir recht merkwürdig vor. Er ist auf dem Weg zu den Minen. Wir können ihn noch einholen, wenn wir uns beeilen. Oh. Okay, dann haben wir so ein paar... Ich meine, wir haben ja mehr als genug Zeit, wa? Wenn das jetzt wirklich der letzte Rest ist. Ja, war ist doch richtig Fernsläufer. Ich bin mir echt nicht sicher, wo ich gerade weitermachen will. Auf jeden Fall, wenn ich mich irgendwohin auf den Weg mache, dann kann ich in einem Buch lesen, was ganz nice wäre. Preparations are... Auf dem Weg dahin müssten wir da noch irgendwie vorbeikommen, schätze ich mal. Wir könnten den erstmal abhaken, theoretisch. Ja, ich glaube, ich glaube, ich will Niras fertig machen. Fertig kriegen. Wenn Niras fertig ist, kann ich nämlich dann den letzten Archetyp da von der Reihe freischalten. Das halte ich für wichtig. Lesen und Schreiben lernen. Muss ich mal gucken, was mir das brachte. Kochen wir erstmal. Magisches Brot ist dran. Mit Heißmay. Understood. Knowing that. Ach ja. Das kennen wir schon. So, was brachte mir das? Fantasie, das ist doch perfekt. Das Buch lesen. Fantasie. Und damit ist das Buch beendet. Nochmal Fantasie. Ja, perfekt. With the protection of the royal magic gone, the tournament for the throne escalates. Those who would turn the tide with military might are spurred by opportunity. However, the case of Jin Dulz was something altogether different. Standing firm in his path is the party's gauntlet runner, there to take back what Jin stole from Nurse. That can only be Jin. What? We can make Wer war denn Jin? War das der Vogeltyp? Nein. Oh. Gegen den habe ich mich mal debattiert, ne? We could ask you the same thing. Why'd you steal Neris's relic? I had no other choice. If I can't prove I'm useful to Luis, then it'd kill me. I thought
If I could find him some kind of treasure, some token, I could win his mercy. And your engineer, he's the one who made a runner fly. His secrets are bound to be valuable. Maybe valuable enough that Luis would spare my life, but... damn it all! I don't give a damn anymore! All I have to do is slaughter you all! The royal magic's nothing to us anymore! Anyone can be killed, so I'll take your heads and serve them up to Luis on a platter! Dann bringen wir dich halt um, ja richtig. Flamme des Suchers. Let's go. No holding back! The power of lightning! No, Da. So für einen Verbündeten sehr schade. It's Samurai. I have time to go offend. Are you prepared? I call the lightning. I can take this. Oh, souls of kings, give me strength. Damn it! Damn it! Verdammt! I'm not done yet. Now it's do or die. This isn't good. Das ist nicht so nett. Oh. Oh. Aktionssymbol erhöht. Oh. I call upon royal power within. Keep it up, Stroll. Magic Seeker. This is bad. Rage. Fire. Hit their weakness. Come forth, royal soul. Okay, der wäre schon mal. Are you prepared? Jetzt muss nur noch der. Probiere ich mal. Nö. Wie sieht's damit aus? Hm. This isn't good. How'd you like this? Apu. Ich kann ja immer noch das machen, stimmt. Dann mach ich ihn einfach anfällig. So. This isn't good. Come on. Ich mach weiter senken. Das ist nicht so gut. No holding back. I'll cut you down. Tougher than I thought. I can take this. Magic Seeker. Allow me to support you.
Come forth, royal soul! I call upon the royal soul! Great job, Juna! Now we're something new! What do I do? I'll crush you! Ach, komm. This isn't good! You leave me no choice! Ja, der war aber mächtig. Take my fullest power. No, not this. After you. Captain, Let's go. they slowed us down! You hit their weakness! I can take this! That's your opening, Watch Captain! me. What do I do? Sting! Great job, Juna! Are you Now we're prepared? something new! Not done yet! Here I go. What do I do? Be fortified. Juna, your speed's down! Na, geht doch. I'm sorry. I'll return what I've stolen. Really? You better listen up! Don't go Wenn Magier anfangen zuzuschlagen. Ja. You just, Wohl wahr. I don't know, skedaddle and lay low until Luis is out of the picture. Yes. Yes, ma'am. Will do. Skedaddling presently. Abakus des Glücksgottes. Capable too. I admit, it feels... I am most certainly stronger than I was. Hört zu Beginn des Kampfes automatisch Angriff, Abwehr, Treffer, Ausweichen des Nutzers. Jin ist Hals über Kopf geflohen. Ich sollte niemals die verlorenen Relikte übergeben. Ah, you got them back! I knew you two could manage it! Most helpful. Ooh, would have been dire indeed if the thief were the one to complete it. Dire how? There's something I've got to tell you two. It's about what these relics really are. It was nagging at me a bit, you recall? Why were the relics scattered all across the lab? There must be a reason. Has to be, eh? Hi Yoda! Mach's dir gemütlich! As if someone deliberately made sure they'd be separated. You see, in the course of my tinkering, I worked out that these relics could still function as components to a greater device. The trigger mechanism is a bit like magic igniters, but without a doubt, it's something different altogether. Something utterly transcending modern technology. Based on the few clues present, and my own technical knowledge, I can only conclude... Ja, conclude what? Weapon of mass destruction. Natürlich! Eine Massenvernichtungswaffe, klar! As we know it. A weapon? Like the king's magic or Luis's magic. No. Perhaps something even greater. It's a power that could end an entire civilization. Wie geht es dir, fragst du? Mir geht es wunderbar. Ich bin richtig fit heute. Und wir kommen hier gut voran. This little thing could do all that. Why even make something so... Who knows? No way now of telling the creator's motives. But I think I understand how this sort of thing happens. Bei dir auch alles in Ordnung? Once you're struck with a grand enough idea, you can't help but bring it to life. As a technician, no doubt they only thought to prove their hypothesis, no matter the danger involved. Ja gut, soweit. Once Na, it ist doch became fein. real, they saw the horror in what they'd created. And so this was their effort to bury it, scattering it in pieces across Ukrainian leagues. Hard to say if they plan to put it back together someday, or if they just
couldn't bring themselves to destroy the fruit of their labors. Say, old boy, what do you suppose we should do with this? Ja, zerstören ist ein bisschen schade. Ich meine, sie bedeuten ihm viel. Das ist ein bisschen... Damit können wir vielleicht Louise besiegen, aber auch den Rest der Welt. Auf einmal. Quasi. Let's put the pieces back where we found them. I suppose that's one way to deal with it. But there may be enterprising hunters who'll collect them all again, just like we did. Oh. No. I'm grateful that you found all the pieces for me, but I've got to destroy it myself before it falls into Okay, er will sie anyone zerstören. else's hands. I hope you can understand. But how are you going to destroy it? Couldn't be simpler, really. If we're not putting it together, you've just got to crush the central component. If I'd found this as a younger man, it wouldn't even have crossed my mind to break it. After traveling with you all, and getting to keep working on the runner, it's all been a sharp reminder of why I became an engineer. Technology's not a selfish pursuit. It's something you use to make other people's lives better, happier. That's how I managed to make this gauntlet runner fly. So thank you. Well, your best work's still ahead of you, right? Ah, you really do understand me. Yes, a proper genius can't bally well rest on his laurels, can he? So, in that vein, let me pledge my support anew, what? As genius, inventor, and architect of the people's joys. The free-hearted engineer, Neurus, keeper and heritor of the gunner's virtues. Your tempered bond has become a fire-forged trust. Thus, a new pinnacle of heroism awakens within thee. By the grace of his newfound powers, work together to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Also, so gesehen war das ja ein sehr effizient verbrachter Tag, ne? Ich konnte mein Buch lesen, habe mehr Fantasie bekommen, habe dann diesen Kampf gemacht und zack, noch das Event hinterher und dann habe ich noch die Nacht vor mir, oder? Dragona. Dann fehlt jetzt nur noch der Berserker. Und danach kann ich theoretisch alles lernen. Under the circumstances, we've got to learn to take inspiration from the world around us, instead of mooning and pining over brilliance of the past. Plenty of modern inventions took design inspiration from this sort of relic too. We'll need to work out how to make them safer to operate. Right, splendid. I'm feeling positively activated now. Let's have a proper think for the rest of today. Work out some exciting new concepts together. And while we're at it, would you mind hanging around to watch me break this old thing? Haha. Schon schade irgendwie. Bist du auf Netflix unterwegs? Dort läuft gerade eine sehr sehenswerte Doku. Tatsächlich habe ich kein Netflix-Abo, nee. Irgendwie war Netflix... Ich habe da nie was gefunden, was ich gucken wollte. Und dann habe ich mir gedacht, dann brauchst du doch kein Abo. Das Einzige, was ich hätte an solchen Abos, wäre für Amazon Prime. Weil da einfach so viele Sachen noch mit dranhängen. Abgesehen von der Prime Delivery halt auch noch hier Twitch Prime und sowas. Es hat übrigens so den
ganz subtilen Nebeneffekt, dass zum Beispiel die VODs hier auf dem Channel längere Zeit verfügbar bleiben als normal. Dafür bezahle ich quasi. Okay. Was haben wir hier dann noch? Also ich habe spezielle Twitch Prime Emotes. Hier, das sind hier diese lilanen Dinger. Die hat man nur mit Twitch Prime. Die VODs des eigenen Kanals bleiben länger erhalten. Ich glaube, normal sind irgendwie 2 Wochen oder so. Und bei mir sind es 2 Monate. Glaube ich. Irgendwie sowas. Abgesehen davon, dass ich die ja eh zu Highlights mache und ihr die VODs auf YouTube findet. Aber, ne, falls jemand irgendwie nochmal einen Stream anklickt. Ja. Und ich kann halt einmal pro Monat einen gratis Prime Sub vergeben. Und wenn man das mal so zusammenrechnet, 12 Prime Subs im Jahr, das wären 60 €. Und die rechne ich dann immer für mich eigentlich von dem Prime-Abo, das ich ja jährlich bezahle, einfach runter. Und schon ist das alles, was ich dafür dann bekomme, noch sehr erschwinglich. So rechne ich mir das schön. So, was mache ich denn jetzt? Ich könnte noch ein bisschen die Weisheit steigern, schätze ich. Also, dann hau ich mich hier nochmal auf die Bank. Mach dir keine Sorgen, ja. So, zack, her damit. Weisheit. Reicht das immer noch nicht? Was soll denn das? Das fantastische Leben des Evelyn? Balin? Keine Ahnung. Ein WoW-Spieler, der an einer Muskelerkrankung vor 10 Jahren verstorben ist. Wirklich gut gemachte Doku. Oh. So ein herzerwärmendes Ding. Ah, Basilio ist wieder ready. Genau, jetzt kann ich ja nämlich mit Basilio. Und theoretisch dann auch bald Yufa. Mal wieder die Events weitermachen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich diesen Ingame-Tag jetzt auch mit Basilio verbringen. Ich glaube, das ergibt Sinn. Und dann wahrscheinlich die Nacht wieder Wissen sammeln für Yufa oder so. Mal schauen. Jetzt kannst du durch die Gegend skaten? Das kann ich schon die ganze Zeit, tatsächlich. Moment. Ich kann hier auf mein Schwert drauf springen. Dann kann ich Sword-Surfing betreiben. So. Wegen meiner übermäßigen Fantasie kann ich helfen. Sehr schön. Wir werden einfach sein lassen. Mordet Winker wohl einfach weiter. Irgendwann kommt bestimmt ein Punkt, an dem ich ihn nicht mehr retten kann. Keine Chance. Selbst wenn mich Winker dafür hassen sollte, muss ich ihn aufhalten. Wovor zur Hölle hatte ich Angst? Wichtig ist jetzt, dass Winker aufhört zu töten. Ich werde ihn stoppen, auch wenn ich ihn dafür windelweich prügeln muss. Jetzt, da ich mir sicher bin, will ich ihn sehen. Jetzt sofort, meine ich. Können wir zu ihm gehen? Los geht's. Danke.
Mit dir an meiner Seite fühle ich mich gleich viel besser. Lass uns nach Brehaven aufbrechen. Ich bin mir sicher, der hätte dasselbe getan. Verdammt, der ist nicht hier. Andererseits sind viele Leute auf der Hauptstraße. Sollte also nicht zu viel erwarten. Der Mörder wurde immer noch nicht gefasst. Noch nicht, aber angeblich wurde endlich ein Kopfgeld auf seine Ergreifung ausgesetzt. Vielleicht ist er sogar gerade jetzt unter uns. Kopfgeld, da muss er sich versteckt halten. Er darf nicht einfach so herumlaufen. Suchen wir sein Ziel. Ach ja, wir können ihn aufhalten, wenn wir ihm zuvorkommen. Nein, nicht zuvorkommen, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das klingt ja nach, wenn wir ihn zuerst umbringen, kann er es nicht mehr machen. Nee, bitte nicht. Jedenfalls meinte er wolle zuschlagen, wenn sein Ziel den Nachtpirscher verlässt, richtig? Wenn ein Zündergeschäft läuft, passen die da echt gut auf. Bin jetzt einigermaßen bekannt, darum kann ich nicht mehr da rein. Vielleicht könnte ich für jemanden die Leibwache spielen? Winker. Langsam sehe ich klarer. Warte auf uns, Winker. Hey. Er hat gesagt, er sei hinter einem reichen Händler her. Ist er das? Ein feinster Tropfen. Geld ist kein Thema. Schickt die Rechnung an den Wohnsitz des großen Lord Alcea? Ja, das muss er sein. Ziemlich aufgeblasener Typ. Ich werde mit ihm sprechen. Und wer sind Sie? Sind Sie der Händler, der Zünder unter der Hand verkauft? Haben Sie von dem Morden in letzter Zeit gehört? Sie sind das nächste Ziel des Mörders. Wir sind hier, um ihn als Leibwächter zu verhindern. Halten Sie mich für dämlich. Sie geben sich als Leibwächter aus und wollen mein Geld stehlen. Sie schätzen uns wirklich falsch ein. Sie müssen mir glauben, sonst wird es bald zu spät sein. Das ist ein guter Leibwächter. Ah, woher kenne ich dieses Kindergesicht? Ich bin mir sicher, ich habe ihn irgendwo auf einem Plakat gesehen. Sind Sie etwa ein gesuchter Verbrecher? Ergreift sie, ruft den Wachdienst, nehmt die beiden fest. Was? Moment mal, wir haben doch gar nichts verbrochen. Nein, noch nicht. Aber ich weiß, dass sie die Absicht hatten. In letzter Zeit hat es mehrere Morde gegeben. Und dafür muss jemand verantwortlich sein, richtig? Wenn das so weitergeht, werde ich bald dieser Morde beschuldigt. Ich bin ein talentierter Gefängnisausbrecher. Du verschwindest, ich bleibe hier. Von wegen. Ich werde dich nicht zurücklassen. Bitte verzeihen Sie, Lord Alcea. Mir wurde mitgeteilt, es gäbe wenig Wachpersonal wegen der ganzen Mordfälle. Aber bald sollte jemand da sein. Puh. Dann sind Sie erstmal mit dem Leben davon gekommen. Ziehen Sie sofort Leine, dann drücke ich ein Auge zu. Mist. Die Leibwächterstrategie hat nicht funktioniert. Ich war mir so sicher. Danke für vorhin. Du wolltest mich retten, oder? Ganz genau. Ja, okay. Ich bin ja dankbar, aber tu bitte nichts, was du später bereuen könntest, in Ordnung? Aber diese Reaktion kenne ich bereits. Ich bin nicht so aalglatt wie Winker. Winker konnte für uns alles erreichen. Ja, okay. Wir waren wie eine Familie und er hat immer auf uns aufgepasst. Er sagte immer, er spart das Geld von den Experimenten, damit wir eines Tages zusammen leben können. Der meinte, das würde nie passieren, aber ich hatte Hoffnung. Auch Winker hatte Hoffnung. Ja, dieser Traum hat dafür gesorgt, dass wir nach vorne schauen konnten. Wahrscheinlich haben wir dadurch überlebt. Aber ich bin heute anders als damals. Auch ohne Dell weiß ich, was ich tun und lassen sollte. Winker hat gesagt, der Rest von uns sei tot. Wenn das stimmt, bin ich der letzte Sanden. Bin ich sein letzter Freund. Das bedeutet, dass ich ihn retten muss. Ich will ihm zeigen, wie man lebt. So wie du und Dell es mir gezeigt haben. Ja, mit der Berserker-Power. Zerstörer-Archetyp. Nice, damit werden auch alle frei.
Die Wachen werden bald hier aufkreuzen und Winker wird wohl nicht mehr kommen. Wir sollten zurückgehen und uns eine neue Strategie überlegen. So, habe ich hier noch was? Die Ruine. Der Antrieb dieses Kerls ist reine Gier und er hat eine besondere Vorliebe für Gold. Vielleicht reicht es aus, während des Kampfes mit Gold zu werfen, ihn abzulenken. Oh. Ansonsten ist er offenbar anfällig für Lichtmagie. Okay. Nein, ehrlich gesagt ist das selbst nicht gerade beeindruckend. Allerdings steckt noch mehr hinter dieser Geschichte. Die Informationen sind noch unklar, aber anscheinend ist irgendwas in den Ruinen, was noch viel gefährlicher ist. Vielleicht hat das Militär aus diesem Grund das Kopfgeld ausgesetzt. Ein Schatzsucher schlich sich hinein und sah irgendein Ding, was auch immer es war. Es ist groß und eigenartig. Und es war von einer Aura aus Blitzen umgeben. Ah, okay. Ich fürchte, mehr kann ich ihm nicht sagen. Okay. Und dann noch? Monster aus Halunkenheim. Das Halunkenheim ist eine Abstiege für Gesindel. Früher tummelten sich dort Banditen, heutzutage eher Goborns. Offenbar haben die Goborns die Banditen von dort vertrieben. Nun greifen sie vorbeikommende Reisende an. Ich habe beim Rekrutierungszentrum von ihnen gehört. Sind sie wirklich so schlau, wie oft gesagt wird? Ja, das sind kleine, schlaue Bastarde. Ihr Bau wurde ursprünglich von Banditen erbaut. Daher könnte es schwierig werden, die Goborns im Inneren aufzuspüren. Die Goborns sind nicht, Aber das habe ich doch schon längst. Das habe ich doch schon vor Ewigkeiten gemacht. Warum hatte ich diese Information noch nicht? Dann schaue ich hier nochmal im Brierhafen. In die Taverne. Aura aus Blitzen, Sinore, Kirin, Rajang. Oh, wer weiß. Das Anwesen des Aszendenten ist ein weiterer Ort mit schicken Namen. Man kommt dort nicht hin, ohne zu fliegen. Wer weiß also, wer es gebaut hat. Da es unerreichbar ist, haben die meisten es vergessen. Letztens habe ich aber gehört, dass ein Kopfgeld auf ein Monster ausgeschrieben wurde, das sich dort versteckt. Es müsste ein Kokamordos sein. Haben Sie von einem Kokassados gehört? Die sind ganz ähnlich. Wie Kokassados mag er seine Beute weich, also wird er versuchen, ihre Abwehr zu schwächen. Sie sollten sich besser Möglichkeiten überlegen, ihre Abwehr zu stärken und sie oft zu verwenden. Zum Glück ist er auch anfällig gegen Frost. Solange er nicht von da runterkommt, sind sie die einzigen, der ihn besiegen kann. Das ist eine gute Chance, ihr Können zu zeigen. Okay. Und wo war sonst noch einer? Hier, ne? In Alterbury. Laut meinen Quellen ist tatsächlich ein Monster auf dem verlassenen Pfad aufgetaucht. Wie Sie vielleicht wissen, ist der Wald, in dem angeblich eine Gruppe von Leuten ausgesetzt wurde, nur damit in der Hungersnot weniger Mörder gestopft werden müssen. Diese Geschichte ist nur ein Gerücht, aber selbst wenn es stimmt, war es vor langer Zeit. Trotzdem vermeiden es die Leute immer noch, sich in die Nähe zu begeben. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Entdeckung so spät kam. Ein Monster namens Ordemos hat den Ort zu seinem Lebensraum gemacht. Es ist ein zweibeiniger Riese, der absolut außer Kontrolle gerät, sobald er einmal tobt. Wenn er sich gestärkt hat, werden seine Angriffe ungemein mächtig. Nachdem er sich gestärkt hat, müssen sie seine Stärke neutralisieren. Dann überanstrengt er sich, die angesammelte Kraft gerät außer Kontrolle und schwächt ihn. Es scheint anfällig für Finsternis zu sein, allerdings wird er Blitz reflektieren, also verwenden Sie den nicht. Glücklicherweise gibt es dagegen keine Dörfer, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bevor er über ein bewohntes Gebiet herfällt. Bitte machen Sie ihm den Garaus. Okay, es ist Nacht, also ich kann jetzt nicht irgendwie losziehen und irgendwie was in die Richtung bewegen. Ich könnte aber tatsächlich... Oder muss ich sogar? Weisheit nochmal boosten?
Let's go. It will be Lord Louis. Smash it all to me. Is it Louis after all? How did this happen? So. Something up? Oh. Einmal Weisheit boosten, bitte. Das habe ich kommen sehen, ja. Now then. Nice. Okay, Weisheit ist voll. Dann fehlt jetzt nur noch Redegabe. Es ist ja schade, dass ich die ganzen Debatten verpasst habe. 24 days remain. What am I supposed to do? Jufa, Nacht, nee, tags, es ist Tag, ne? Es ist Tag. Eine Wasserrune. Eine Wasserrune. Eine Wasserrune. Das ist eine gute Idee. Vielleicht ist sogar das Gegenteil davon auch mal eine gute Idee. Aber erstmal Prost, Moment. Erstmal was einschenken hier. So, Prost. Nee, eindeutig Nacht und deshalb gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Oh, gute Nacht, Zaza. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wäre morgen um 19 Uhr, falls du Bock hast. Oder, naja, nach dem Schlafen um 19 Uhr. Das nächste Mal 19 Uhr. Wie auch immer du es sehen willst. Aber ich denke, eine kurze Pause ist keine schlechte Idee. Zumindest, um auf die Toilette zu gehen. Holt euch was Neues zu trinken oder was zu knabbern oder weiß nicht was. Macht es euch auf jeden Fall weiterhin gemütlich. Es geht gleich weiter. Alright, da bin ich wieder. Chat, cool, dass wir langsam ein paar mehr Leute sind. Finde ich auch ganz cool. Wobei ich gestehen muss, ich habe keine Ahnung, wie viele Zuschauer wir gerade haben. Aber auch wenn nicht jeder schreibt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Lurker sind unglaublich guter Support. Denn, man darf nicht vergessen, je mehr Zuschauer sich hier gerade befinden, auch wenn sie nicht aktiv im Chat teilnehmen, desto mehr wird der Stream auf Twitch gepusht. Das heißt, herzlichen Dank auch an alle Lurker. Ja, sorry, ich habe irgendwie was im Hals gerade. Herzlichen Dank an alle Lurker. Ich freue mich sehr darüber. Das ist ein toller Support. Und die andere Sache ist, ich schaue nicht auf die Zahl, wie viele Zuschauer zu irgendeinem Zeitpunkt gerade da sind. Denn ich vertrete den Standpunkt, dass das, was ich hier euch biete, nicht davon abhängig sein sollte, wie viele Leute gerade zuschauen. Egal, ob ich hier alleine bin, ob hier gerade 10 Leute sind, ob hier gerade 1000 Leute sind. Von daher, ja. Aber ich habe gerade einen Haferkeks gegessen und jetzt habe ich so einen blöden Krümel im Hals. Ah! Und dann darf ich jetzt auch gleich was vorlesen. Ja, kann ich dir etwas fragen? Ich möchte mit den Sanktisten sprechen, die an Hyperion geglaubt haben, aber ich kann nicht die passenden Worte finden. Erzähl von dir selbst. So. Über mich selbst sprechen? Würden Sie sich das denn überhaupt anhören wollen? Du hast recht, ich muss in meinen eigenen Worten erklären, was passiert ist. Da drin steckt mehr Wahrheit als in allem anderen. Ich bin mir sicher, dass Sie verstehen werden, dass ich nicht Ihr Feind bin. Ja, ich bin sicher, dass alles gut wird. Sollen wir jetzt zur Kirche? Gehen wir. Wunderbar, dann lass uns Teleportationsmagie nutzen, um zur Kirche zu reisen. Denn die Kirche, die ist
Okay, im Briefhafen. Okay, ich dachte schon, wir stünden davor. Haben Sie das Tagebuch von St. Hyperic gelesen, was über die Gläubigen gesagt hat? Offenbar haben nun alle Hyperics Tagebuch gelesen. Ich frage mich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mit ihnen über die Gefahr blinden Glaubens zu sprechen. Hallo zusammen, ich heiße Euphosia. Wie Sie sehen können, bin ich eine Mustari und Heidin. Mein Begleiter und ich haben gegen St. Hyperic gekämpft und gewonnen. Aber bitte halten Sie uns nicht für Ihren Feind. Hören Sie einfach zu, was ich zu sagen habe. St. Hyperic glaubte, dass Krankheit eine Strafe Gottes war, weswegen er erst die Kranken und damit sich selbst umbringen wollte. Was sagen Sie da? Was soll diese üble Nachrede? Ich sage das, weil auch ich früher dachte, man könne Leute opfern, damit Gott andere rettet. Aber das dachte ich nur über mich selbst. Sehen Sie, wie das zusammenhängt? Hyperic wollte viele opfern, nicht nur eine Person. Aber wie groß die Anzahl auch sein mag, es nützt nichts. Man muss seine Probleme direkt angehen. Wie sollen sie direkt angehen? Halt, wollen wir wirklich den Worten einer Heidin Gehör schenken? Dieses Mädchen ist ein Handlanger des Bösen. Nein, Yufa hat mir meine Mama wiedergebracht. Ovi hat recht, wer weiß, was ohne sie aus uns geworden wäre. Wollen Sie etwa sagen, unser Glaube war sinnlos oder schlimmer noch, ein Fehler? Überhaupt nicht. Ihre Hingabe war echt. Und ich denke auch St. Hyperics Wunsch, sie alle zu retten. Die Überzeugung hinter den Gebeten, der Glaube an eine höhere Macht. Ich bin überzeugt, dass diese Dinge zu ihrer Rettung geführt haben. Ich möchte damit einfach nur ausdrücken, dass der Glaube an eine Rettung durch Gott kein Grund ist, sich nicht selbst zu retten. Ich bitte Sie, bevor Sie Ihre Hände zum Beten falten, reichen Sie sie den Leuten um Sie herum. Schätzen Sie einander. Selbst Ovi hat einen Weg gefunden, einer anderen Person zu helfen. Sie hat sich dazu entschieden, tanzen zu lernen, um ihrer Mutter etwas vorzuführen. Ja, ich werde für Mama tanzen, bis sie glücklich ist. Fräulein Yufa, Ihre Worte lassen mich viele Dinge in einem ganz neuen Licht sehen. Ich glaube, ich habe beinahe aus den Augen verloren, wofür ich eigentlich gebetet habe. Ich frage mich, ob Gott mir vergeben wird. Ja, ich bin sicher, dass er das wird. Na. Also meine Nerven sind jetzt ziemlich am Ende, aber das war es wert. Ich glaube, meine Worte haben sie erreicht. Na, das haben sie. Danke dir, Wilhelm. Und das alles verdanke ich deinen kleinen Schubs, den ich brauchte. Ich habe meine Vergangenheit immer als Wunde betrachtet, aber ich denke, ich könnte... aber... Das steht da nicht mehr annähernd. Aber dank ihr konnte ich den sanktischen Anhängern hier helfen. Jetzt kann ich stolz auf meine Vergangenheit sein. Das gehört alles zu meinem Leben als Euphosia. Oh, sehr schön. Was kannst du zur Geschichte aus ReFantazio sagen? Ist sie ansprechend, tiefgründig, flach, deiner Meinung nach? Das Spiel ist Metaphor und der Name ist Programm auf jeden Fall. Also, die Monster sind hier die Menschen. Oder sind die Monster vielleicht die Menschen vielleicht die Monster? Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, also es gab so ein paar Wendungen, die fand ich echt extrem gut. Mal so ganz neutral ausgedrückt. Also flach ist hier auf keinen Fall. Tiefgründig, ja, weil es Metaphern sind, ne? Also das ist... man kann hier wieder viel über das echte Leben eigentlich mitnehmen. Über die Realität. Über unsere Realität. Also manchmal denkt man sich... Ja, das erkenne ich irgendwie wieder. Und ob du das ansprechend findest oder nicht, das kann ich dir nicht verraten. Aber vielleicht ist das ja ab jetzt mein Weg und mein Ziel. Eine Zukunft, in der alle die Steinmauern des Glaubens hinter sich lassen, um einander zu verstehen und zu helfen. Ich freue mich auf jeden neuen Tag, an dem Ovi und auch die anderen gemeinsam lachen können. Oh,
Ja, mit dir möchte ich. Ich möchte. Also, wo wir hier gerade in dieser Cutscene sind, das passt vielleicht auch ganz gut. Man merkt, dass das Spiel reißt viele Themen an, die unsere Gesellschaft eigentlich so ausmachen. In diesem Fall ist es jetzt verschiedene Glaubensarten, die zusammenkommen und eigentlich zusammen harmonieren können, aber irgendwie sich einander abgrenzen wollen, weil man Angst hat, dass die anderen, keine Ahnung, einem irgendwas antun. Eigentlich eine unbegründete Angst hat, ne? Was sehr stark in diesem Spiel vertreten ist offensichtlich auch Rassismus. Ich meine, sie hier wird als Heidin beschimpft, weil sie eine Mustari ist, die auf einer Insel lebt. Die Mustari, die hat sich herausgestellt, die wissen ein bisschen mehr über die wahre Geschichte der Welt, während die Kirche wieder alles verschleiern will, blablablub. Ja, aber trotzdem werden sie als Heiden jetzt dargestellt, weil sie einen anderen Glauben haben. Dann gibt es Völker, die werden total diskriminiert. Hier die Hunderasse zum Beispiel, die werden gerne für Experimente an Lebewesen einfach missbraucht. Man stellt sie dafür in Häkchen an, aber eigentlich tötet man sie damit oder tut ihnen Leid an die ganze Zeit. Unter dem Vorwand Experimente. Also hier geht einiges ab an der Stelle. Und dazu dann halt noch, dass man dieses Buch hat, in dem diese Fantasie beschrieben wird, wie es ja hier dargestellt wird. Wo man sich aber nur denkt, ja, und das ist 1:1 unsere Welt. Die Fantasie in der Fantasiegeschichte. Also, das ist schon sehr tiefgründig. Vielleicht auch, und das macht ja Persona auch gerne, ne, dass da so ein bisschen Gesellschaftskritik drin verarbeitet ist in diesem Spiel. Ich denke, als würden mich die politischen Themen auch interessieren. Also ich kann das Spiel nur empfehlen. Ich finde das sehr gut. Ach, vergiss es. Es ist spät geworden. Findest du nicht? Lass uns einfach nach Hause gehen. Und das Ganze ist halt so wunderbar verpackt in dieses Fantasy-Setting. Aber da steckt mehr dahinter. Das ist ein bisschen, wenn ich es irgendwie präzisieren müsste. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Nier Automata. Einem Spiel, in dem es nur einen einzigen Menschen gibt, der kein Mensch mehr ist. Und trotzdem lernt man verdammt viel über die Menschheit. Über das Menschsein. So. Was kann ich denn jetzt gerade nochmal machen? Ich habe doch jetzt nichts mehr hier, oder? Die sind immer noch als neu gekennzeichnet. Das ist ja aber egal. Jufa hätte nur noch ein letztes Event und er noch 2. Okay. So. Dann kann ich ja fast nur noch versuchen, meine Redekunst ein bisschen zu erhöhen, oder? Na, schauen wir mal. Was ist denn hier los? Dann versuche ich mal mein Glück, wa? Schwinge ich ein paar Reden. This place. Ja, was haben wir für einen Tag? War ich schon im Fairnessläufer? Ach, egal. Passt schon. Es ist kein Musiktag, ist nicht so wichtig. Oh.
Sind Sie mit Luis als König zufrieden? Yo! Sehr schön. Ah, perfekt. Jo, noch einmal und dann ist die Redegabe auch voll. Well then. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 23 days remain. Ich finde das immer noch so gut, dass jetzt hier gesagt wird, wie viele Tage noch verbleiben, ne? Das geht echt aufs Ende des Spiels zu. Let's go. Basilio wieder. Wir brauchen immer so einen Tag Pause, aber ich habe 2 Leute, die ich im Wechsel machen kann, von daher. Oh, bevor ich den angehe, ich glaube, ich nochmal auf den Fairnessläufer und hole mir die Sachen ab. Gute Nacht bis in den nächsten Tagen. Danke für deinen Stream. Ja, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, so. Wo haben wir ihn? Da. Das ist schon Quality of Life, dass man einfach direkt hinporten kann, ne? Ich weiß zwar nicht, ob ich so jemals die Strecke für die Sword Surfing Trophy zusammenbekommen werde, aber was soll's. Im Notfall grinde ich das gegen Ende. Dann schnappe ich mir einfach irgendeinen weiten Save und dann wird gesurft, bis die Trophy poppt. Dieser reiche Händler namens Alcea betreibt seine Geschäfte wohl in diesem Laden dort. Wir sind schon einmal gescheitert, da heuert er uns wohl kaum an. Und da müssen wir einfach weitermachen und die Augen offen halten. Und? Ganz schön schlau für mich, oder? Genial! Du bist ein Genie. Ich hatte einfach eine Eingebung. Wenn er das Ziel ist, muss der Mörder zu ihm kommen. Diese Stimme, das kann nicht sein. Sie kommt aus dieser Gasse. Oh oh. Winker, nicht! Halt den Mund. Das Blut klebt an seinen Händen. Und sie tragen die Schuld. Sie alle. Es reicht nicht. Ich habe noch nicht genug getötet. Ich muss weitermachen. Muss töten. Für uns alle. Hey, Winker, alles in Ordnung? Alles nur wegen dieses Zünderexperiments. Ich zerbreche, genau wie unsere Freunde. Meine Sinne werden schärfer, aber ich verliere nach und nach die Kontrolle. Der Schmerz fühlt sich anders an. Jeden verdammten Morgen sticht die Sonne meine Haut. Schmerzen, bis nur Schmerzen alles sind, was Sinn ergibt. Manchmal fühle ich mich selbst wie ein Zünder. Ich will zerstören. Muss zerstören. Wie ein Hunger, der immer stärker wird, bis ich nicht mehr aushalten kann. Ich ihn nicht mehr aushalten kann. Darum habe ich mir in diesen Momenten immer eine dieser Bastarde gesucht und gemordet. Gemordet. Sie alle getötet. Winker. Genau das haben sie verdient. Sie haben uns benutzt. Sie haben uns leiden lassen. Und sie werden jetzt genauso leiden. Was soll es los? Kriegt sein Makler außer Kontrolle? Winker, hör auf! Winker! Ich werde sie alle töten. Wer sich mir in den Weg stellt, den mache ich auch alle. Du wirst deine Familie töten? Genau. Ich bin dein Bruder. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden. Du
Du sagtest, du würdest Geld sparen, damit wir zusammen leben können. Erinnerst du dich? Wenn du nicht lächelnd an meiner Seite bist, hat das doch alles keinen Sinn. Ach, Basilio. Ich spüre nichts als Hass. Nur Hass. Ich will einfach nur töten und nie aufhören. Ich kann nicht aufhören. Also werde ich warten. An der Kluft. Oh, der war aber fix. Der wirbelte Makler um seinen ganzen Körper. Das hält er nicht mal lange aus. War dieser Sprung auch Teil der Macht, von der er gesprochen hat? Er hat sich in ein Monster verwandelt. Bist du bereit dafür? Ja, Wilhelm. Bin ich. Wenn es für Winker ist, niemand will das mehr als Winker selbst. Deswegen hat er uns gesagt, wohin wir gehen sollen. Diese Kluft, die Winker erwähnt hat, ist vor den Toren der Stadt. Wahrscheinlich lebt da schon seit langem niemand mehr. Immer, wenn jemand durch die Zünderexperimente gestorben ist, wurde die Leiche dort entsorgt. Ein Massengrab, das auch unseres hätte werden können. Ich denke, ich muss gegen Winker kämpfen. Sag Bescheid, wenn du mit deinen Vorbereitungen fertig bist. Erhöht die Toleranz. Ja, nachts kann ich aber nichts machen, ja. Während des Tages mit Basilio sprechen, ja toll. Ja, dann bleibt mir ja wieder nichts anderes übrig, als hier ein bisschen Reden zu schwingen. Das ist dann auch nur noch der letzte Rest hiervon. Okay, Moment. Es wirkt nicht so, als würden sie mir wirklich zuhören wollen. Mit welchen Worten soll ich nur die Herzen des Publikums erobern? Oh. Was für eine Farce. Was können sie jetzt noch tun hier? Es ist beeindruckend, dass er noch nicht aufgegeben hat. Ich dachte, allen in Not zu helfen sei nur ein Lippenbekenntnis, aber vielleicht ist da ja mehr. Yes! Nice! Zack, fertig. Trophy. Her damit. Her damit! With this, thou art the heroic embodiment of heroes lost. By thy supporters' faith, thou graspeth might beyond might. All heroic embodiments dwell within thee. Their power marks thee scion to a forgotten hero king, a wielder of all his peers' powers. Now, go forth. Thou needst fear nothing more. Thy destiny awaits, World Shaper. Forge this land anew, to a world none before you saw realized. Gib mir meine Trophy! Gab's dafür nicht eine Trophy, dass man die alle auf Max hat? Here. How you feeling? Smash it all to bits. Oh, Jufa, aber will noch nicht. I won't stop. Ist aber nicht der richtige Zeitpunkt.
Ich muss aber für seinen Quest sorgen, ja? Gab es da wirklich keine Trophy für? Oha! Okay. Okay, okay, okay. Dann wohl nicht. Okay, dann schaue ich doch mal nach halt erstmal den Fairnessläufer. Es ist Musiktag. Got it. This is... Wunderbar. Und dann geht's nach Briarhaven, ne? Where to? War das nicht hier? Oder wo sollte ich mit ihm sprechen? Ich muss Winker Basilios alten Kameraden aufhalten. Ich sollte während des Tages mit Basilio in der Stadt sprechen. Ja, aber wo ist denn Basilio? Where to? In welcher Stadt? Let's go. Ha. Also wenn ich jetzt an diesem Tag sonst nichts zu tun habe, würde ich nämlich mich mal aufmachen, den so ein Monster zu besiegen, sag ich mal. Basilio! Well, whoever's king next. Please. Das ist halt wirklich nicht, wo da eigentlich rumsteht, ne? Vielleicht muss ich mich auch erst nach Briarhaven begeben, bevor der da auftaucht. Kann ja auch sein. Luis rightfully ought to be king. Sie alle lachen, ey. Ich schau mal nach Briarhaven. Vielleicht muss ich erst hier sein, bis hier jetzt Questmarker auftauchen. Nein! Ach, Mist. I say that is enough. I guess it's over. The world belongs to Lord of... I'm just incredulous. I guess it's over. Ich könnte auch mal wieder Goldkäfer abgeben gehen, wa? I'm just
isn't that... Yep. Well met, eh? Aha. Arena-Anleger. Let's go. Also ich finde ihn hier gerade nicht. Oh, ich wüsste, wo er in dem anderen Ort da ist. Vielleicht schaue ich da gleich mal hin. Bitte sehr, Goldkäfer? Noch nicht genug. Alright then. Where to? Okay, in Altabury Heights. Ich glaube, ganz hinten ist, ne? Die Taverne. Und hier vor der Taverne lief der immer rum. Ist einfach nicht da. Ist auf dem Fairnessläufer. Oder wo versteckt er sich jetzt? Ja, aber ich glaube, dann mache ich mich einfach auf den Weg. Einfach auf den Weg in einen dieser Dungeons, sag ich mal. Ich glaube von Grand Threat aus. Ich muss das ja eh mal angehen. Hier habe ich auch keinen Zeitquest gerade. Ne, das wird mir nicht angezeigt. Oh. Das ist unheilvoll. Aber nee, es ist nur bedrohlich da oben. Dann mache ich das jetzt. Gehen wir. Aha, Yufa ist unterwegs. Aha, so sieht's aus. Ihr letztes Event ist im Fairnessläufer. Tja. Alles richtig gemacht hier. No one else is here, right? The truth is, I wanted to ask you something today. Ah. A shameless sort of request, maybe. I'm happy to do anything for you. Would you consent to shake my hand? Nee, alles aber nicht das. Sure, but why? Wait, really? You will? Do you remember, the trials of Malnova? I said we Mustari have two kinds of handshakes. The one we did back then was to demonstrate trust, but this time, I want the other kind. I want to convey my feelings to you. Please? Oh. All right. Sorry, but I am grateful. Es fällt mir schwer, mich zu entspannen. Troubled by something? You seem tense. How did you know? So I'm right, am I? Let me hold on a moment more like this. I felt it to be a sort of miracle. I never thought I'd be involved in any way with followers of Sanctism. That's why I was so hesitant at first. When I found myself clashing with them, I became even more unsure of what was right. But then,
That very unsurety is what turned out to be the most important feeling, did it not? Once I learned what frustrated me, what I refused to compromise on, I knew then who I really am at my core. It led me to a realization. I only want to live in a world where you exist. Aww. I feel the same way as you, Yufa. Do you mean I can stay by your side? Truly, you'll grant me something so special. It's all I could ask for. Just know that for me, no one could possibly replace you. I may not be accustomed to things here, but I like my life right now. I even like the people here, on the mainland. It's just that there's such a plethora of things I feel I must protect, and I don't always know how. But I prefer this over being protected. No matter what lies ahead, I will protect our future. That means you. The Oracle Priestess, Yufa, Keeper and Ich werde da, glaube ich, einfach nie drauf klarkommen, wie er bemerkt, dass irgendwas los ist. work together to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. If everyone the world over could cooperate like this. My apologies. I've been holding your hand all this time. Oh. Perhaps we can hold fast this way just a little longer. I'm glad. Ah. Hey, did you see outside? The Gauntlet Runner arrives at Was ist das denn für ein Ort? where magma crystals resembling massive humans jut eerily from the rock. For reasons as clear as the crystals, excavations here were deemed taboo and forbidden by the Sanctus Church. However, some say that the mining continues in secret. The crystalline figures gaze in silence at their new visitors, as though assessing them. Ja, hab's geschafft. Sieht gut aus. Perfekt. Check this out. Und das sind Statuen aus Maglerkristallen. Es sind nicht nur die Statuen, die Dichte und Menge des Maglers hier. Es müssen noch viel mehr Kristalle hier vergraben liegen, soweit das Auge reicht. Hey Wilhelm, was hältst du von der ganzen Sache? Ziemlich unheimlich. Ja, es ist schwer zu glauben, dass die Kristalle genauso entdeckt wurden. Die meisten in diesem Land eingesetzten Zünder stammen aus dieser Mine. Nur dank dieser Mine waren Zünderexperimente derart erfolgreich. Basilio. Ich verstehe ja, dass es hier so viele Kristalle gibt, aber warum haben sie immer die Form von Personen? Ich habe gehört, dass es völlig egal ist, wie stark man sie bearbeitet. Am Ende sehen sie immer wie Personen aus. All die in den Minen arbeiten mussten und die armen Seelen, die bei den Zünderexperimenten umkamen, vermute, dass ihre nachwirkende Wut das Makler verzerrt. Es könnte tatsächlich sein, möglich wäre es. Nun ja, das basiert ja alles auf Hörensagen und Gerüchten. Die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. Aber die Kristallriesen scheinen alle zu leiden. Vielleicht ist doch was an den Geschichten dran. Vista Viewer! Yo, alle Drawings, okay. Ich habe eine Pflanze entdeckt, die zwischen einem Kristall und einem Stein in einer Spalte wuchs und sie genommen. Sie hat etwas sehr Merkwürdiges an sich. Oh. Aber genug geschwatzt. Gehen wir zum Läufer zurück. Nios ist ja wohl auch mit seinen Kritzeleien fertig.
The party makes their way to the northmost part of Tradia, the region housing the capital, to the disgraced ruins. When were they built? By whom and for what purpose? There has yet to be any literature or folklore that sheds light on the matter. Still, none of this changes the fact that what stands before them is real. The invitation is extended. So, I shall not. Okay, dann bin ich mal gespannt. What now? Gruppenzusammenstellung. Will ich Yufa weiterhin dabei haben? Das ist doch die Frage hier, ne? Ich kann mit Wilhelm erstmal ein paar Sachen freischalten. Der Magnat, der ist, glaube ich, sehr wichtig. I'm counting. Of course. Really? I found new power. Ja, sie will Magnat auch sein. Glaube ich, wobei der natürlich auch nice ist hier. Was haben wir da noch? Der Dragoner. Freischalten kann ich den mal. Ah, da kriege ich dann Elementarschüsse. Das ist natürlich auch gut. Of course. Really? Oh. Good. I'm still getting stronger. Was habe ich hier? Der Retter. Und da der Elementarmeister. This right, all right. Of course. I found new power. Alright. Personameister lasse ich gerade nochmal sein. Schwertmeister, das könnte man tatsächlich auch nochmal. Das ist der einzige, wo ich dann nicht den letzten Tier habe. Wobei Berserker muss ich dann auch noch. Okay. Jo. Ja, damit. Really? Good. I'm still getting stronger. Ja, da muss ich dann mal gucken. Der Kriegsherr. Imposante Aura. Aha. Erstmal das hier auf jeden Fall. Was hatte ich denn bei dem immer drin? Segen des Schutzes, Sukukaja, Medica. Vielleicht kann ich dem das hier auch geben. Segen des Schutzes? Wo ist das denn? Segen des Schutzes, Sukukaja. Medica. Hat der hier irgendwas, was ich... Nee, eigentlich nicht. Nichts, was ich unbedingt jetzt bei dem noch bräuchte. Was gebe ich dem denn nochmal? Ganz viel Agi. Ja, okay. Ansonsten... Air Magic. Leerenwoge. Das finde ich cool.
So, dann schauen wir mal. Okay then. Let's go. Also, wie stark sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Right there. Nice, die kann ich schon so weghauen. Goldkäfer. Everything's pretty standard. Yep, we're safe here. Dann geht's runter. Bleiben wir erstmal oben. Um herauszufinden, dass wir nach unten müssen, weil es sonst nicht weitergeht. Ja, okay. I think maybe we should try moving things. Aua! They're gone. The danger is behind us. I see the end. Oh! Goldener Soldat, Macht des Geldes. Verbraucht statt MP Geld, um alle Werte eines Verbündeten für 3 Runden um 3 Ränge zu erhöhen. Verursacht massiven physischen Allmachtschaden bei allen Gegnern. Teamwork makes the dream work. Nice! Das war ordentlich. Looks like that's all of them. Great job, everybody. Check me out. Tremble before me. Careful. We've got There company. they are. You hit him right in the weak spot. Good job. Oh oh. Right there. They look pretty weak. Let's mop I them. see the end. Forward. That was well done. There they are. Don't take it anymore. Nice. You're gaining strength. Magnat Stufe 2. Sehr schön. Everything's pretty standard. It's all clear. Mhm. Aha. Ja, das ist doch wunderbar. Dann habe ich, glaube ich, den Weg zum Eingang wieder geöffnet, ne? Und hier sind noch Schätze. Sounds crazy. But something's Ein Mimik. around. What an incredible find. I can't believe it. Schneeweiße Schuhe können von der Kirche geläutert werden. Okay. Just wait a second. I'll give you a show. By this power. I'll show you. Looks like they're weak to light. I guess Weak it's to our time Light. shine. Ach du je, das habe ich jetzt gar nicht dabei. Going for the weak spot. Great job, Judah. I shall vanquish evil. Take my fullest power. Be fortified. Ach ja. Haha. Naja, das ist jetzt nicht so gut. Aber es hat ihn einen Zug gekostet. Finde ich gut. You hit their weakness. Never so fast. Faster. Burn. To the fore. No holding back. I can do this. Let all be dispersed. Nice, gekrittet. Oh nein, jetzt verfehlst du, Mädchen. Was soll denn das?
Ein Taktik-Monokel. Jetzt weiß ich übrigens, was ich hier gerne noch hätte, glaube ich. Und zwar... Wo habe ich's? Langfinger. Dann kann ich nämlich so auch Sachen klauen. Okay, das ist tatsächlich so, dass das da connected. Right there. Excellent. Right as power. You hit their weakness. This is just what I need. No need to rush this. I call upon a royal soul. Now, I shall vanquish evil. Let me to the floor. I call upon royal power within. Wunderbar. Smooth finish. Great work, everyone. How's that? Yeah, that feels nice. Our immediate vicinity is secure. We should be safe. Ah, ich verstehe. Auch hier ist für Rückwege dann. Mhm. Okay, gut zu wissen. There they are. Time for some close combat. This is our chance. Forward! Tycoon! A tough one. Behold this power. Ja, ist in Ordnung, schätze ich. Fire. Looks like that's all of them. Great job, everybody. Good. It is done. Das gab viel. Careful. I see the end. Let's work together. I'm counting on you. Looks like that's Das ist mir die 10k tatsächlich wert. Not bad. Not bad at all. Okay, 9k, wenn ich bedenke, dass ich was zurückbekommen habe. So. We seem to have defeated them all. There they are. Ah, perfekt. Gerade stark genug geworden, dass die jetzt auch einfach so besiegt werden. Das gefällt mir. I see the enemy. Come on. Let's push through. Right there. I think there's treasure nearby. I bet there's treasure around here. Come on. Who's that? We hit it where it hurts. All right. How's that? Hey, good one. There they are. Let's push through. We got this. Right there. Come on. Incredible. This power feels stronger still. I see the enemy. Damn it. Skill. Ah, da muss ich gerade noch mal schauen. Moment. Ist das einfach ein Spiralgang nach unten hier? Oder wie darf ich das verstehen? Das heißt, alles, was in die Mitte führt, führt mich letztendlich zurück. Das ist Mimik. This is amazing. Now that's what I call treasure. Ach. I shall make my resolution as So, was haben Sie denn Schönes für mich? Konnte nicht bestohlen werden. dance for you. You might say it's to die for. Come forth, royal soul. So much
Du wirst bestohlen. Himmlisches Wasser. Ah ja, okay. Closing the distance, I call upon royal power within. Na, ist ein Crit. Nimm das! Gold! Ha! Noch ein Crit. You can count on me. I knew you'd help. That was helpful. I owe you. Samurai. Here I go. After you. Still here? I'll show you. Ach komm, Inferno Rebel. Okay. Bin ich gut. Jetzt Cyclone gelernt. Ihr könntet theoretisch den Beschwörer mal weitermachen jetzt. Segen des Schutzes hat sie hier. Hat sie irgendeinen Kaja? Taro Kaja. Alright. Alright. Medi? Ich glaube Hammer. Aua! His power grows stronger still. Aha, ein Gang. Nice. I love it. Everything's pretty standard. Aha. Aha. Finde ich auch gut. Aber ich schaue es mal hier hoch. Ah ja. Dann schließt sich auch der Kreis. I see the enemy. Right there. This battle's out. Oh, der ist also ein bisschen stärker, ja. Glückseinwurf. Na. Oh. Kleinen Moment. I'll be taking that. Den zu überstehen finde ich, glaube ich, interessanter. Ach komm.
Himmlisches Wasser. Watch me. That's not your turn. Time to go offense. Are you prepared? I must concentrate. Now isn't the time. Summoner, The situation has changed. I ask for your aid. Ja, will ich probieren. Ja, wow. Still up? I call upon the royal soul. Burn! Stubborn, eh? I call upon royal power within. Not done yet. I can do this. Golem beschwören. Die Lava-Bestie. Ach, Moderator All macht Schaden. Das ist aber auch... Das ist übertrieben gewordet. Let's go. Okay, I'm eager to see you use that. What now? Vielleicht nehme ich Yufa mal raus. Er kann ja auch gar nichts. Ups. Wäre das keine so gute Idee. Hockenberg? Hockenberg. This is amazing. Now that's what I call treasure. What an incredible find. Fortune smiles upon us. Interessant. 2 Gunbeis. Gotta be something we can do here. Right there. Forward! That worked like a charm. Keep the pressure on. Mhm. I see the enemy. Push through. Handy. Don't take it anymore. That was the last. Lässt sie mich immer noch hitten. So müsste es doch laufen, genau. There they are. Don't take it anymore. They all seem pretty weak. You got this. Right there. Don't take it anymore. There they are. Charging in. Damn it. His power grows stronger still. Habe ich irgendwo noch Gänge, wo ich durchkrabbeln kann? See the enemy. Ach, 2 von der Sorte, ey. Nein, das ist ein Crit. No need to That worry. helped. I owe you. I'm obliged. I call upon royal power within. Not closing the distance. No holding back. They die hard. Behold, we stand Wächter-Sprungschutz, Hammer des Schattenritters. Not this. Moving to the front. Comrades, lend me your strength. Nope. Und was kann sie sonst so? Not now. Okay. You can do this.
Bin interessiert. Ah, wow. Hm. What a finale! Keep your energy up, everyone. Applause, please. This ain't a safe spot. What an incredible find. I had not expected that. Das ist ordentlich. Alle Werte plus 5 und maximale MP plus 30%. Money is power. Oh, wow. Das ging aber schnell. Habe ich nicht erwartet, dass es so schnell geht. Now, Samurai! Samurai! Tougher than I thought. Into the threat, Dark Knight! As the point of a sword may yet cling to life. Time for some close combat. Through here? I call upon a royal soul! And that's that! Victory's ours! Not bad. I'm getting stronger. Our immediate vicinity is secure. We should be safe. Okay, da hinten scheint mein Target zu sein. Also ich schaue ihn nochmal hoch. Wahrscheinlich auch nur eine Abkürzung zurück, ne? Jo, okay. Okidoki. Wir sind Speicherkatze. Das heißt, hier kommt jetzt auf jeden Fall der Bosskampf. Danach kommen wir eigentlich auch raus, oder? Ah, Sie sind der Banditenanführer, oder? Ergeben Sie sich auf der Stelle. Es ist nichts richtig an dieser Welt. Und darum müssen wir Ihnen so schnell wie möglich entfliehen. Und das haben Sie mich gelehrt. Sie befehlen mir zu töten, Sie befehlen mir zu retten. Sie erinnern mich daran, dass wir im Tode einer neuen Idylle zugeführt werden. Ich weiß nicht, von wem Sie das haben, aber der Tod ist keine Erlösung. Außerdem ist es entsetzlich, die Hauptstadt deshalb mit Waffen anzugreifen. Waffen? Ach, Sie meinen Sie? Hä? Der redet total komisch. Sie sind keine einfachen Waffen. Sie sind der Gott der Erlösung. Was zum alles in der Welt? Sie meinen, es gibt keine Waffen? Aber das mit dem Gott der Erlösung, von dem der spricht, klingt noch schlimmer. Ach, vermaledeit. Jetzt reichen unsere Worte nicht mehr aus. Es bleibt uns nur noch ein Weg. Ich dachte, meine Rolle wäre beendet. Ich werde sie alle der Erlösung zuführen und zuletzt werde auch ich die Reise ins Paradies antreten. Das ist also Ihre Rolle, huh? Glauben Sie wirklich, dass wir einfach nur zusehen, wenn Sie spielen? Kommen wir rein, Leute. Ha? Komische Texte. Ja, 2 sind erstmal schon weg. Samurai, are you prepared? Payback time!
Viel zu viel Geld angezogen. Ja, tja, tja. Weak to Light habe ich natürlich jetzt auch gerade gar nicht. This is just what I need! Frost! I'll pulverize you! Ui. Das hat ja fast gekitzelt. Still here? I let you off so easy. That helped. I owe you. I'm obliged. Right, time for the beatdown. Aua, aua. Are you prepared? I can't believe So. Eiskaltes Äxtchen. Süß. Ha, da hat er so viel Unsinn erzählt und dann endet alles so schnell. Recht schnell, für wahr. Und ich spürte in ihm nur Verzweiflung, nicht den Willen zu töten. Stimmt etwas nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Das war ein Vorboss. Moment mal, was ist das? Diese Präsenz. No way. Ist das ein Mensch? Sag mir nicht, dass das der Gott der Erlösung ist, von dem er sprach. Er wollte einen Menschen auf die Hauptstadt loslassen. Es wäre mehr als eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie er das geheim halten konnte. Wir müssen die Sache beenden. Dieser falsche Erlösung darf auf keinen Fall Fuß fassen. Okay. Let's go. I'll be taking that. So much for I've got just the dance for you. You might say it's to die for. Come forth, royal soul. Mine now. Goldene Rüstung. Behold this power. Keep it together. That helped. I owe you. That's neat. Time to go offensive. I shall vanquish evil. The power of lightning. Here comes the counter. Ups. What a fuss. Badly wounded. Take this. Moving to the front. Come. Someone heal him. I'll destroy you. Wolkenberg got them right in their weak spot. Hier, Goldfieber. I'll show you. You can count on me. Helpful as ever. I'm obliged. Samurai. You'll be dust. You hit your weak point. Keep it up, Oh, troll. power of heroes. Tycoon. Macht alles nicht so viel Schaden, ne? This is just what I need. Raging fire. Are you prepared? Take that! Let justice prevail. Tycoon. Nice hit. That was perfect. Wolkenberg down. Get her back up. Wow. Holy shit. Das ist ja mal eskaliert. I'll be taking that. Why, hello
Hello there, treasure. This is just what I need. That helped. Helpful as ever. I'm obliged. In then to the fore! I'll crush you! Keep it up, Stroll. Oh, power of heroes! Not now. Join with me! Not this skill. I shall defend! By this power. Persona Master! No need to worry. My thanks. Thank you. Samurai! You'll be Your weak point. Keep it up, Stroll. Come! Dark Knight! Hulkenberg got them right in their weak spot. Point, I won't hold back! Nice hit. Nice. Persona Master! Behold this power! I call upon royal power within! I'm stepping back. I shall be as a shield. So. Juna's badly hurt. Get her some healing. Junge. Come forth, royal soul! You look like you're about to drop. Persona Master! That helped. I owe you. Was needed. Samurai! Weak point. Keep it up, Stroll. Is everyone all right? I shall defend. I won't hold back! A tough one. Hyper. Juna's badly hurt. Jautsch. Ein Glück habe ich mit Hulkenberg gerade verteidigt. Oh Gott. This is just what I need. I knew you'd help. Helpful as ever. Und ein Glück habe ich Strong Heals. Samurai! You'll be Hit your weak point. Keep it up, Stroll. Charging in! Let justice prevail! Hulkenberg got them right in their weak Let's spot. go! Ah, sehr gut. Das war schon fast knapp an einigen Stellen. Nice. I'm better and stronger. Always aim higher. Tanzt des reinen Nichts. Aha. Gründerbeil. Menschen, die königliche Hauptstadt angreifen zu wollen, kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn es so gekommen wäre. Aber wir konnten sie aufhalten. Ende gut, alles gut. Und ohne den Menschen und ihre Gründer hält die Organisation eh nicht lange durch, oder? Ja, vermutlich wird es sie schon bald nicht mehr geben. Wenn diese Zeiten des Aufruhrs aber nicht bald enden, werden zwangsläufig weitere Leute wie er auftauchen. Richtig. Solange wir in einer Welt leben, in der manche lieber tot wären, wird das niemals aufhören. Und das heißt, dass wir Louis besiegen müssen. Wenn wir das geschafft haben, wird Wilhelm uns ein ordentliches Land aufbauen. Ich bin sicher, dass Wilhelm das kann. Ich werde alles geben, um dich zu unterstützen. Damit wäre diese Sache erledigt. Sollen wir also zurück? Say, yes. Hey, Die Frage, können sie sich eigentlich auch sparen? Denn letztendlich ist es ja auch so easy. Wenn man hier dann steht, dann kann man ja einfach zur Speicherkatze gehen und sagen, man möchte zurück zum Eingang. Also, leave it to me. funktioniert doch auch. Hey, Gehen wir unverzüglich zur Stadt zurück. Yes. Und die Nacht machen wir nicht mehr viel. Weil wir in einem Dungeon waren. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 21 days remain. 21. This here.
Ich glaube, ich habe Geld eher verbraucht als bekommen. Oh. Aber ich habe auch Geld aufs Problem geworfen, von daher. So, Basilio könnten wir... Können wir gleich angehen. Berichtenswerte Missionen. Ah ja, hier Basilio steht hier rum. Tja, immer dasselbe. Thanks, mate. We did it. Apostel der Apokalypse. Erhöht den Mut. Toll. Alright. Jetzt brauche ich die noch Mut. Yay! Stück für Stück. Da ist Basilio dran, schätze ich mal. Was haben wir sonst noch? 2 weitere von denen, die Drachenprüfungen. Oh, okay. Ja, okay. Es ist nicht mehr so viel, Leute. Oh, halt, ich muss noch in den Fairnessläufer mir die Sachen da rausholen. Fairnessläufer. Got it. Irgendwie gefiel mir die Haare besser, als sie dunkel waren. Ha. Ach halt, der ist ja auch gleich da vorne, ne? Ja, schnell hinsurfen. So, ich bin gespannt. Okay, dafür bräuchte ich jetzt das. Ein Glück habe ich das jetzt schon. Redegabe. Mann, du musst auch echt die Finger in die Wunde legen, was? Aber du hast recht. Es war leichter so zu tun, als wüsste ich nichts, aber so ist das nun mal nicht. Es gibt nur einen Weg, um dafür zu sorgen, dass er nicht noch mehr leiden muss. Danke für alles. Können wir jetzt zu Winka? Halt dich bereit für einen Kampf. Wir wissen beide, dass das nicht friedlich enden wird. Ah ja, gehen wir direkt rüber. Die Kluft vor sich befindet sich gleich im Brehafen. Wir können uns zuerst in die Stadt teleportieren und dann gehe ich den Rest des Weges voran. Da ist er. Winka, ich bin hier. Ich bin's, Basilio. Hey, es war hart, nicht wahr? Das Magda dreht durch. Alle töten. Ich werde alle. Hallo, liebe Raider. Hallo, wow, Shirley, du hast doch heute Mittag schon angefangen mit deinem Stream, oder? Hast du so lange gestreamt? Oha, macht's euch auf jeden Fall gemütlich, liebe Raider. Shirley bekommt einen Shoutout. Und wer kommt denn jetzt mit rüber? Fenra, hi. Berlin Thunder. Shirley selbst natürlich. Cosma Faye. Happy Ben. Und ja. Und ganz viele andere noch. Und hallo Blade.
Macht's euch alle gemütlich, bitte. Yoshiko ist auch dabei. Wir spielen hier heute Metaphor ReFantazio. Und ich sag mal, der Name ist Programm. Das heißt, das alles ist eigentlich eine gigantische Metapher, die einem, ähnlich wie Nier Automata, irgendwie sehr viel über das echte Leben beibringt. Wir haben hier ganz viele politische und gesellschaftliche Themen von Unterdrückung, Rassismus, Religion und so weiter, die hier im Clash liegen. Und es gibt ironischerweise eine Fantasie über unsere Welt. Und ja, es ist eine interessante Perspektive auch das Ganze mal. Oh, das klingt nach einem Spiel, das ich mögen würde. Also ich kann es guten Gewissens empfehlen. Wir sind zwar schon ziemlich weit fortgeschritten jetzt gerade, also wäre das theoretisch Spoiler-Areal, wenn ihr einen Kontext hättet. Aber ja, ich kann es wie gesagt sehr empfehlen. Es ist ein JRPG mit rundenbasierten Kampfsystemen. Ja, ich weiß, uns bleibt nichts anderes übrig. Ah, Gottverdammt! Oh nein, ich muss mit ihm kämpfen. Danke für den Follow. Danke für den Follow. So, Vasili muss dabei sein. Der ist natürlich vom Level her der niedrigste. Cool. Nämlich noch Stroll und Juna mit, wa? Das Design vom Game ist so pretty. Das UI, ne? Das geht extrem ab. Das kann was. Vinka! It's me! It's Basilio! You know me? Can you hear me? Who are you? Don't know you. I hate you. It hurts. I'll kill you. Ich muss zu ihm nochmal sagen, ne, er hat eine relativ große Statur und er dreht gerade total durch, aber ich finde seine Ohren total knuffig. Ich kann ihn leider nicht so ernst nehmen. Vinka, I'm sorry. I'll make the pain go away. I promise I'll save you. Alright. Ah, Moment. Hat er was zum Klauen? Oh ja. Okay, Riesenschnitt, glaube ich einfach. Ein Crit. Sehr schön. So, wütender Hieb verursacht massiven physischen Hiebschaden. Bei einem Gegner ignoriert Widerstände. Erhöht deutlich einmal pro Kampf den Schaden des Workers. Verringert Angriff, Abwehr aller Gegner für 3 Runden. Oh, 40 MP aber. No way. So, dann werfen wir Geld auf das Problem, das funktioniert immer. Versuch's mal damit. Hat mehr Schaden gemacht, glaube ich, als der andere Angriff, aber schade, dass er keine Schwäche bei dem Element hatte. Oh, jetzt weicht er aus. Ja, sehr schön. Zur Erklärung übrigens. Da oben, über der Figur gerade, am Bildschirmrand, sind diese 4 Kristalle.
Das sind meine Züge, die ich machen darf. Und wenn ich einen Gegner kritisch treffe oder wenn ich eine Schwäche eines Gegners treffe, verbraucht sie nur ein halber Kristall, sodass ich einen Zug mehr habe effektiv. Aber wenn ich daneben treffe, oder der Gegner ausweicht, sag ich mal, dann verbrauche ich 2. Und beim Gegner ist das dann genauso, wenn er dran ist. Also jetzt kommt der Gegner dran, dann hat er auch seine Kristalle da. Basilio? It hurts. It hurts real bad. Help me. Feel the pain. Feel the suffering. Oha, Statusveränderung. Was haben wir denn da? Ah. Benommen. Wird Schwierigkeiten haben, Treffer zu landen. Je. Ja, dann waffe ich mich einfach mal. Ja, sehr gut. Ha! Eine blutige Mörderaxt. Aha. So, bitte einmal die Magie pushen. Danke. Vinka, I'm sorry. You really have gotten strong, Basilio. No more hiding behind old Fidelio, eh? Basilio, truth is, all I wanted was to laugh and live with our people in peace. If I could have just gotten out of that damn city and been with me own, I'd never have asked for anything else. Tell me, why? Why did they have to die? People like us. Are we not allowed to hope for better? Of course we are. I saw them in my dreams, you know. Spent all my wakeless hours with them. Good food, good company, good laughs. The kind that makes you gut hurt, but eventually I'd wake up alone and I'd wonder, maybe it'd have been better to die among mates than live like this. And that's why, when I saw you were alive, Basilio, I felt joy like you couldn't imagine. I felt it too, lad. It hit me too. I was so happy to see you here. Bloody hell. I'll never live this down. Good thing Fidelio can't see me now, or he'd beat the shite out of me. Tell me not to show my mangy face round you again. Yeah, that sounds like Artel. Vinka! Shame, eh? Managed to find each other again. Just too late. Couldn't go on unless I found something to blame. Glad it was you who came to stop me. Hell. If I'd had you sticking by, maybe things had been different. Even that damned sunrise would be just the end of another stupid story round some flagons.
legend, Vinka. You're our pride. You fought the world this far all on your own, so don't worry. I'll take care of the rest, yeah? Right. It's a promise, then. I swear to you, Vinka. And to Del. I'll handle it. Thanks, mate. Aww. This was the best we could do for them. Right? Du hast Winka gerettet, jetzt lösen wir dein Versprechen ein und er hat für dich gelächelt. Ach, das. He smiled for you, didn't he? Glad I got to see it. Ah. One last time. You saw that smile, yeah? Like he was trusting everything to us. From the bottom of his heart. I'm gonna get stronger. One day, I'll even pass Del. You watch me, Vinka. I swear I will. Thank you. Erhöht die Toleranz, wenn sie nur nicht schon auf Maximum wäre, ne? Nachdem Basilio sich beruhigt hatte, entschieden wir uns dazu, nach Brehaven zurückzukehren. Es war nicht mal sein Event, ja? Oder? They catch the killer, you suppose? Must have been a real monster behind it all. No, he wasn't. Vinka was... Sorry. Let's go. Vinka, you weren't a monster. I could tell as soon as I saw him again. He must have been hurting a lot worse than me. But he still gave me those herbs. No hesitation. Beides gut. He was a good man. Yeah. At least we know that now. He was just always fighting his anxieties. He got pushed to the edge. Ich mache mich schon mal in den Lurk und dann langsam Richtung Haya. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke für den Raid, Shirley. Du hast dir dein Feierabend verdient, schätze ich mal. Wenn du jetzt wirklich so ewig lang gestreamt hast, wie ich das gerade glaube. Oh Gott. Ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht. He and Adele, they had that in common. Honestly, part of me kind of decided that if I could save Vinka, then I could get over losing Del. Them two weren't that different. Always worrying about our brothers and sisters more than themselves, like. And trying to sort everything out on their own, rushing into their own problems head on. That's them too. Ever since I was a kid, my brother's always been the one pulling me along. Scary as hell making your own path in life, especially if you got something you want to protect. But it's not about the fear. I'm excited to make my own future, see how it all turns out. It makes me wonder if Del and Lady Rella felt like this. Look, Cap. I want to make a better world than the one they left me. I'm gonna build a future that's got room for our joys. Where everyone's got a reason to smile. That's me new dream. Aww. We'll definitely make that dream come true. Yeah. One day, I'll be powerful enough to change the world. I know it. If this mess with Vinka taught me anything, it's that I've still got a lot of growing up to do. So, from here on, I'm gonna stake everything on my own willpower. Time was, I'd all but given up on the future. But now, I feel like we can make a world worth fighting for that world. For your aims. I'll lay down my life if I have to. I swear it, as Basilio Magnus of the Brothers Magnus. War tatsächlich doch sein Event. The ardent champion, Basilio, keeper and heritor of the Berserker's virtues.
by the grace of his newfound powers, work together to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Nice. I'm gonna carry all their hopes now. I swear it. Essenz des Erben. Erhöht ausweichend deutlich, wenn Basilie von einem Biest oder einem Menschenmonster angegriffen wird. Ja, Menschen sind in diesem Spiel übrigens Monster. Das sagt auch schon wieder alles, oder? Basilio ist bereit für eine neue heldenhafte Verkörperung. Okay. Anyhow, tonight, let's dance till daybreak. Hey, what's the matter? Vinker's funeral, eh? And a funeral means singing, dancing, proper knees up, right? What's that look for? Don't tell me that's only us parapus what do that. Well, who cares? Gotta send Vinker off with a smile anyhow. Let's get the whole gang together. Give everyone a night to remember. Right, I better start figuring out the feast. Don't have to cook loads, what with all of our friends. And I'm definitely making me and Dell's favourites. Dell never got a proper send-off either, come to think. So let's drink, eat, and dance his part all through the night. Ach, das war schön. Dank des Vertrauens zwischen uns werde ich jetzt von Paripos unterstützt. Alles klar. Wenn das Spiel das sagt. Hearts as one. Maxed all Follower Ranks. Sehr schön. So, es ist Nacht. Ich brauche noch irgendwas zu tun. Was könnt ihr denn mal machen? Questen geht nicht. Jedenfalls nicht in der Nacht jetzt. Kann ich hier einfach mit denen kochen oder so? Bieten sie es mir mal wieder an? Nee. Das ist schade. Ach ja. Dann kann ich ja fast schlafen gehen einfach. Machen wir das. Einfach mal schlafen. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 20 days remain. Have a look. So, die übliche Einsatzbesprechung. Ach ja. Was bleibt denn jetzt noch? Dann sind ja fast nur die Außenareale, wa? Well then. Kann ich das von hier aus eigentlich initiieren, sag ich mal? Well, what do you want to do? Ich müsste nämlich hier in den Südwesten nochmal. Unheilvoll. Unheilvoll ist nicht gut. And right there's a labyrinth. Ich glaube, ich könnte hier jetzt nicht. Yeah, but it's your call. Doch, ich könnte jetzt direkt hin. Ja, aber ich kann auch erstmal gucken, wie das Wetter so sein wird. It's your call. Moment. Mal nach Wörger. Und ich glaube, wenn ich da mit dem Typen spreche, dann kriege ich doch das Wetter einfach so prophezeit. Oder?
Ah, sehr gut. Kann ich doch gucken, wie es demnächst ist. Okay. Hier ist nur bedrohlich. Da brauche ich 2 Tage hin. Ja, vielleicht mache ich das einfach. Alright, let's head there right away. Everyone's here. Halt. Das da wollte ich. Da will ich hin. Da müssen wir einmal durch das Dorf da durch. What to pick? Kann ich unterwegs wenigstens mal die Küche nutzen? Was fehlt mir denn noch? Die Unbesiegbarkeitsnudeln. Ansonsten ist das ja schon ziemlich abgeschlossen hier eigentlich alles. Und pflanze ich was ein halt. Wir werden angegriffen. Reicht es nicht, wenn ich hier einfach Autokampf mache? Ja, die können nicht viel. No holding back. The power Stick to the front. Here I go. Ah, verdammt, nicht geschafft. Naja, egal. Ja, Malva, da war ich schon mal. Dann kann ich auch kurz anhalten eigentlich. Vielleicht kann ich noch was kaufen. Heiße Quellen, Freunde. Benutzt es beim Bad, um die maximalen TP des Protagonisten um 4 zu erhöhen. Ach, wer badet denn schon? Also 4 HP, wirklich. Dafür würde ich nicht einen Timeslot verwenden. Aber ansonsten habe ich eigentlich noch alles, was ich brauchen könnte. Ah, 50k aus hier. Okay. Wir müssen einmal campen, einmal die Nacht verbringen. Im Gebirgslager. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich kann eigentlich auch fast wieder einfach schlafen gehen. Wobei, an der Stelle kann ich da auch mal Wäsche waschen.
You serious? Geld in der Wäsche gefunden, sehr schön. Spät nachts, kommt hier so ein Kampf? Ah, natürlich kommt hier so ein Kampf. Und was für Basilisken. Save your strength. Freeze over! Where's their weakness? The power of lightning! My bad, they're still breathing. Pull up! Fools! Stubborn, hey? It burns. Natürlich greifen sie mit ihrem Feuerangriff den einen Charakter an, der gegen Feuer schwach ist. Ja. Captain, you've been burned. You'll take more damage this way, so be careful. You're out of here. Tough one. Frost! We got that one! I knew you could do it! lightning! Not done yet. Get wrecked. Withstood that, eh? I can protect us. Captain's paralyzed? We're in trouble if you Don't can't waste your move. powers. Freeze over! Ja, das macht die mal fertig. I call the lightning! Tougher than I thought. You're out of here. You better not run. Check me out. Sure don't give up easy. Geht doch. Come on, Keep them coming. Ja, der ist egal. Den schaffe ich eh nicht. you'll be dust! Get stopped. Nice, Basilio. That's what they get when they mess with you. Ach, ich muss irgendwie mal dran denken, dass ich Basilio wieder austausche. Da war jetzt wegen seinem Event. Appreciate. See you. Er hat sich in die Gruppe gedrängt. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 19 days remain. What to pick? So. Ich glaube, das mache ich jetzt auch direkt, dass ich den auswechsel. What now? Weg mit dem. Falkenberg darf wieder dabei sein. Halt, kochen. Das kann ich nämlich nur machen, während wir reisen, weil nur dann die Küche mit Strom versorgt wird. Und dann pflanze ich hier doch glatt wieder was ein. Oh, schon wieder ein Kampf. Ich glaub's ja nicht. Was seid ihr denn für welche? Kann ich die schon? Oh, Piercing wäre gut. Ja, oder ich schmeiße Geld aufs Problem. Wie immer. Aber die können ja gar nichts. Pah. Time to rest, I see. Und der soll einfach zusehen, dass er wegkommt, bitte.
easier than expected. Located to the east of Montario is a forest path tinged with beautiful autumn leaves. Its name, however, is the Abandoned Path. The story goes that a nearby village was struck by famine, and in order to preserve its food stores, abandoned their elderly along this road. The Das ist eine Story, war. became a food of sorts, for monsters and for the earth. The trees then turned to resplendent crimson. So the story goes. Amidst a view so stained with sin, yet pleasing to the eye, the Gauntlet Runner's engine ceases its mechanical worry. Hätte der Himmel nicht diese Farbe, wäre es hier sicher wunderschön. Aber es sind noch Monster in der Gegend. Moment, darum sind wir schließlich hier. Eine unheilvolle Szenerie und Monster, die unsere Sicherheit bedrohen. Also irgendwie typisch für den Zustand des ganzen Landes. Wenn Luis besiegt ist, kann er Frieden und der blaue Himmel zurückkehren. Vielleicht können wir dann hier uns dann hier nochmal umsehen. Wunderbar, darauf freue ich mich. Und um dafür zu sorgen, müssen wir uns hier das Kopfgeld holen, richtig? Es wird sich zeigen, wenn wir die schlangenartigen Monster namens Regopetia jagen. Offenbar weiß unser Ziel dadurch, dass im Wald etwas Seltsames geschieht. Der Malus Wilhelm, geh voran. Oh, Katharina ist auch mal wieder da. Sehr schön. Jo, let's go. Oh, da fällt mir gerade ein. Wie sieht es eigentlich mit ihm aus? Ja, Level 16, okay. Sie ist 10. Wer hat den gemeistert? Ja, okay. Und sie ist 12, wer hat den gemeistert? Okay. Das heißt, man könnte theoretisch Magieritter auf 10 braucht er dafür. Was soll das denn? Pff, dann nicht. Dann lasse ich das mal gerade so. Oh, nicht diese Dinger. Ich hasse diese Dinger. Immer so anstrengend zu treffen. Und das ist ein bisschen sehr... Oh, ein bisschen sehr rot. Es gibt auch Kopfschmerzen. There they are. Time for some close-up. We have the edge. Sweep them with style. Ja. Und jetzt noch Geld drauf. Zack. Geschafft. Oh, not too shabby. Let's keep this up, everyone. Applause, please. Ah, da haben wir diese schlangenartigen Monster, von denen die Rede war. Ich bin stark genug, dass ich keinen Kampf mehr starten muss dafür. Alis Mann ist so Raubvogels. I see the enemy. Amazing. Great moves back there. Right there. Let's push through. Mhm. Muss ich die alle besiegen oder kommt er wieder irgendwann nach X Monstern raus? Und ich sollte mich vielleicht mal gerade schlau machen. Welches Monster ist denn das hier? Oh Gott. Moment. Ach Gott, ich weiß es nicht. Der verlassene Pfad, ist der das?
Oh, okay, das ist der verlassene Pfad. Seine Stärke neutralisieren. Anfällig für Finsternis. Wie neutralisiere ich denn mal Stärke? Kann der das irgendwie? Nein, bestimmt ist das hier rüber, oder? Entfernverstärkungen mit Dekaja. Vielleicht brauche ich das einfach mal hierfür. Nehme ich mir einmal Dekaja mit. Wenn ich es finde. Ja. Okay, und reflektiert Blitz ist anfällig für Dunkelheit. Da wäre es ja eigentlich schlau, Eismeer mitzunehmen, wa? Right there. Hey, you found something. There they are. Let's push through. Come on. That was neatly done. Ah ja. Ich glaube, es ist soweit. Oh, ein Zyklop. Zack. Ist mal halb tot schon mal. Alles auf Anfang. Oh. Von einem Gegner alles entfernen. Geht auch gut. Eine Flammenaxt. Are you prepared? Hack and slash. Be not face me, ninja. Rancor. Let's go. Still up? Ja, der kann ja gar nichts. Okay. Zack, weg ist er. Da hätte ich Heißmeer jetzt eigentlich gar nicht für gebraucht. Stichschub. Easy peasy. Nein, wir gehen bitte nicht zurück. Wir erkunden hier noch weiter. Hier gibt es noch Schätze. Das lassen wir doch nicht einfach zurück. So. Erstmal wieder raus. Und, keine Ahnung, Korkenburg wieder rein oder so. Ich glaube, ich brauche nochmal irgendwie so einen richtigen Grinding Place. Dass ich Basilio ein bisschen kampftauglich machen kann. Permut-Monokel. There they are. Come on! Time for some close combat. Right there. Charging in. Time for some close combat. Stronger still. Let's take it. We may yet find a use for it.
Oh, da ist ein Zahnmonster. Materialien für Experimente gesammelt. Hau Monster um, dann kriegst du viele Materialien für Experimente. Mit diesen Materialien kannst du Masken und Gefäße herstellen. Wenn du wissen willst, welche Materialien du kriegen kannst, frag im Kampf einfach diese Fee. Dafür musst du keine Monster killen, es reicht dir zu beklauen. Sammle weiße Masken oder Talisman für... Okay. Danke für dieses Tutorial am Ende des Spiels. Das ist ein Ort. So, aber ich glaube, da wir hier fertig sind, können wir eigentlich in die Stadt zurück. Und ich würde dann eigentlich auch bald Feierabend machen wollen, wenn das okay ist. Wollen wir noch wen raiden? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen? Ansonsten schaue ich mal, wer von den Leuten, denen ich so folge, noch online ist. Ich weiß nicht, wie es bei Axolotl Army aussieht. Ah, nee. Da ist sie auf meiner Liste verschwunden. Nevermind. Ha. Ansonsten könnt ihr auch einfach ausmachen. Also wenn ihr wen habt, den wir raiden können, dann lasst es mich gerne wissen. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 18 days remain. 18 days remain. This here. We need to go. So, dann gehen wir doch jetzt mal genau unsere Mission ab. Und was noch das Kopfgeld ab? Aber bitte sehr. We did it. All right. Thanks, mate. Hat der gerade ein neues? Nee, ne? Nö, das ist nur noch das eine da. Okay. Also noch ein Kopfgeld. Das wäre im Brielhafen. Das heißt, da begebe ich mich schon mal hin und morgen würden wir mit diesem Kopfgeld anfangen. Got it. Okay. Ach, das ergibt ja auch keinen Sinn. Ich kann eigentlich auch da drin speichern, ne? Ich muss ja eh den runden Tisch dann benutzen. Okay. Dann wären wir durch für heute. Das heißt, ich schaue jetzt nochmal. Wir können natürlich auch gucken, ob jemand Metaphor spielt. Jemand komplett Unbekanntes einfach raiden. Weiß ich nicht. Na,
Kommt, dann mache ich hier aus. Dann wünsche ich euch eine wunderbare gute Nacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr hergekommen seid. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ja, morgen geht es bei mir weiter. Ab 19 Uhr an dieser Stelle. Mit diesem Spiel. Wir werden das jetzt demnächst durchspielen. Und danach spielen wir Final Fantasy 1 bis 6. Die ich auch noch nie gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Und am 12.11. kommt Final Fantasy 14. Beziehungsweise Final Fantasy 14 bekommt ein Update. Und dann geht es damit erstmal wieder weiter. Da gibt es Story zu spielen und den Final Fantasy 11 Raid, auf den ich mich extrem freue, als Final Fantasy 11 Fan. Und ja. Ja, gut. Aber jetzt erst einmal eine wunderbare gute Nacht. Danke fürs Dabeisein, fürs Lurken. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.